So, hallo miteinander und willkommen. Willkommen zu unserem großen Live-Event heute bei Terran. Das bin ich. Wir spielen hier auf dem Kanal Strategie, Sandbox und Rollenspiele in der Regel. Und so einige dieser Spiele, die sind von dem Publisher, der heute das Event hier startet. Ihr seht es hier ein bisschen unter mir. Da ist das Badge von Slitherine. Die machen heute wieder ihre große Home of Wargamers Live-Show und werden zum einen einige Dinge erzählen zu Spielen, auf die wir gespannt sind. Und werden wir gleich ein bisschen durchgehen, was noch auf uns zukommt in den nächsten 3 Stunden. Und zum einen werden sie ganz zum Schluss tatsächlich uns erzählen, wie es denn ausschaut mit, mit neuen Spielen. Also es kann alles auf uns zukommen. Wir werden sehen, wie sich das Ganze dann, uns am Ende hier präsentiert. Ich werde euch hier ein bisschen mitbegleiten durch das Ganze. Ich werde versuchen, so gut es geht, quasi alles mit zu übersetzen, synchron und mit zu kommentieren. Soweit also, soweit so gut, würde ich behaupten. Ein kleines Giveaway wird es heute auch geben. Nämlich Gladius habe ich ein paar Mal zu verschenken. Also da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Das dürfte auch spannend werden. Zumal, wenn das vielleicht ein paar von euch gewinnen, die sogar auf dem Discord sind, dann können wir das auch mal zusammenspielen im Multiplayer. Das ist sicherlich eine ganz schöne Sache. Ja, jetzt checke ich mal hier ansonsten meine ganzen Anzeigen, dass alles hier schon so läuft, wie es laufen sollte. Und eine Sache muss ich mir noch raussuchen, tatsächlich. Wenn ich sie denn finden würde. Ja, und keine Sorge, ne? Das seht ihr gleich, sobald das eigentliche Programm anfängt, werde ich hier nicht mehr ganz groß erscheinen, dann werden wir auf einen kleinen Screen schalten. Also macht euch da keine Sorgen. Ihr werdet hier nicht gezwungen werden, euch das alles hier so anzugucken die ganze Zeit. So. Wie schaut's denn aus hier? Gut. Und das läuft ja auch alles perfekt. Ja, und was auf dem Plan steht, das werden wir uns gleich angucken. Ich kann es auch gleich schon mal einblenden hier. Und zwar kommt ja auf uns zu all das hier in den nächsten 3 Stunden. Ihr seht die ersten paar Sachen, die so ein bisschen dran kommen. Das ist so, ja, können wir fast schon ein allgemeines Zeug. Jetzt zum Thema Slitherine. Auch ein paar Matrix Wargames, da soll es neue Infos zu geben. Bin ich auch gespannt. Ja. Die verfolge ich ja durchaus auch alle so ein bisschen nebenher. Früher ein bisschen mehr als heute, wenn man ehrlich ist. Servus, Evelyn. Genau, jetzt muss ich noch diese eine Seite finden, dann bin ich auch zufrieden. Jetzt kommt die Katze auch noch. Ja, guten Tag, Mr. Editor. So. Ich bin gespannt, wie viele Leute hier dann heute auch auflaufen. Dass ich mal ausnahmsweise wieder auf beiden Kanälen, ne, falls man sich wundert, irgendwie auf Twitch gewartet hat seit den letzten paar Monaten und sich wundert, wieso ich nicht mehr streame. Ich streame mittlerweile eigentlich nur noch auf dem guten alten YouTube. Okay, so. Gut, ja, alles klar. Also, worauf wir natürlich ganz besonders gespannt sind, ne? Das ist eigentlich das Wesentliche heute. Seien wir ganz ehrlich, also zumindest ist es für mich so, ist Distant 2. Ein Battlesector haben wir schon gespielt auf dem Kanal selber. Aber ihr seht, die kommen so, sag ich mal, mittig im Programm heute. Und ja, das ist halt das Ding, weil ich habe so ein paar böse Befürchtungen, was Distant 2 angeht. Weil wir haben jetzt auch nicht so viel gehört in der Zwischenzeit. Und ich befürchte so ein bisschen, dass da vielleicht eine Verschiebung auf uns zukommt.
EU4-Patch. Ja, tja. Zu EU4 habe ich ja in unserem einen Stream zu dem Thema, denke ich, ja schon genug gesagt. Wunderbar. Genau. Also ihr seht's ja. Zunächst mal, also auch diese professionellen Sachen von Slitherine, die arbeiten da teilweise mit dem Militär und so zusammen und entwickeln da Software. Und dieses Command-Spielchen, das ist eigentlich auch ganz cool. Was heißt, wenn ich sagen würde, ich habe mich noch nicht dran getraut, wäre das eigentlich eine knallharte Lüge. Ich hatte einfach keine Zeit dafür. Dran trauen würde ich mich schon. Aber ja, müssen wir mal gucken, wie sich das in Zukunft noch entwickeln wird. Und ja, als vorletztes heute auch Starship Troopers ist auch ja so ein bisschen Sorgenkind, ja, von den Sachen, die schon bekannt sind. Ja, sag ich mal, wir hatten ja unsere Bedenken wegen Sound, fehlende Atmosphäre, wir hatten unsere Bedenken, dass die Animationen ein bisschen zu steif wirkten alle. Man hatte nicht so das Gefühl, dass man da gegen eine Horde Bugs ankämpft in den Missionen, sondern einfach gegen ein paar eher mechanische Viecher. Da bin ich gespannt, ob sie darauf ein bisschen reagiert haben, auf die Kritik, die da so ein bisschen kam. Müssen wir mal schauen. Ich bin tatsächlich sehr gespannt. Ich habe die Befürchtung, dass sie nicht darauf reagiert haben, dass es so ist wie vorher. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Nach fast 4 Wochen ist das Spiel immer noch nicht spielbar. Nicht mal das Basisspiel. Also bei uns ist es zumindest nicht abgestürzt und bei Sui stürzt es auch nie ab. Also, keine Ahnung. Ich habe auch die von lauter Abstürzen gelesen, aber bei mir lief es eigentlich bisher auch stabil. Keine Ahnung. Es ist halt. Bei Abstürzen und so weiter kannst du halt nie wirklich wissen, woran es genau liegt. Ach, guck mal. Katzi ist sogar so nett, hat sich jetzt hingelegt. Genau. Da. Da. Sieht man es ein bisschen. Das schwarze Katze ist heute da. Okay. Ansonsten, was könnte es denn für Spiele geben, die später rauskommen? Countdown auf 1.30.6, aber das ist ja nicht sinnvoll. Ja klar, natürlich nicht, aber naja, ich meine, wie würdest du dich fühlen, wenn du eine Wertung von 8% hast auf Steam? Das sorgt nicht gerade für die Gartenmods-Atmosphäre, um einen ordentlichen Patch zu machen. Dann versuchst du auf die Stelle möglichst viel rauszuhauen und viel zu fixen. Und ja, das dann in der Regel, wenn man eben nicht mit der Ruhe und der Kraft daran geht, noch mehr Chaos rauskommt. Das kann schon passieren, ne? Ich meine, dass das Ding so veröffentlicht wurde, ist ja schon mal das erste Problem. Seien wir mal ehrlich, ne? Angeblich gibt es ja keine QA mehr. Also. Aber das sind ja alles Paradox-Themen hier. Ja? Das sind Leute mit Slitherine beschäftigt. Und ich hoffe ja, dass an diesem letzten Block heute Abend, um 18 Uhr ist der ja, dass wir dann die Ankündigung bekommen für Warhammer 40k Armageddon 2. Am besten so mit der Panzerkorps, also die Panzerkorps 2 Engine ist ja Unreal Engine. Das halt in so einer Grafik, das wäre halt schon der absolute Hammer. Servus First Choice. Grüß dich. Wunderbar. Also heute gibt es mal tatsächlich ein Giveaway, das nicht von dir gesponsert ist, ausnahmsweise mal. Weil wir davon auch was raushauen können heute im Laufe des Tages. Wird ja ein ziemlich langer Stream. Ich bin auch gespannt, wie es laufen wird. Na, das ist, glaube ich, habe 3 Stunden am Stück synchron übersetzt, habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Ich glaube, 2 Stunden war das längste. Lassen wir uns dann überraschen. Ich denke, am Anfang wird es, wie gesagt, ein bisschen trockener. Und später hin, wenn es dann um die eigentlichen Spiele geht, wird es noch ein bisschen spannender. Wahrscheinlich werden die das Ding hier wieder 3 Stunden lang ohne Pause durchziehen. Das mag ich ja an diesen Stellaris-Streams zum Beispiel von Paradox. Die sind so nett, immer so ein paar kleine Pausen einzubauen. Für menschliche Bedürfnisse und so. Das ist einfach das Management von Paradox. Oh Gott. Das Tintor-Team aus Barcelona, was aus 2 Mitarbeitern besteht, dran gesetzt. Das Studio gibt es erst seit 2009. Das Ursprungsteam arbeitet nicht mehr an EU4. Das wurde meiner Meinung nach gewesen. Programmierer, die ein 10 Jahre altes Spiel sich reinfuchsen müssen. Ich will nicht wissen, wie viel Zeit der Quellcode hat. Ja, darüber haben wir auch schon gesprochen. Ach, servus Christian, grüß dich.
Falls ihr euch wundert, wir sind heute auf Twitch und auf YouTube, ne? Falls ich Leuten antworte auf irgendwelche Sachen, die ihr vielleicht nicht lesen könnt, ihr dementsprechend im Chat. Ja, das ist genau das, was wir auch besprochen hatten, so ein bisschen, wie es denn zu sowas kam, also privat auf dem Discord. Klar, ne, wenn es neue Programmierer sind, beziehungsweise sich Leute in so einen Code reinfuchsen müssen, der schon so viel, wo schon so viel draufgebaut wurde, ja, das ist halt alles andere als eine leichte Aufgabe. Und naja, das war schon prädestiniert, dass es halt katastrophal endet. Aber wie gesagt, ich bin ja der Meinung, dass sie EU4 jetzt langsam zu Grabe betten sollten und da einen neuen Teil entwickeln, statt da jetzt noch weiter draufzusetzen. Ich habe ganz ehrlich, schon dieses Update war eher unnötig, meiner Meinung nach. Es wäre besser, wenn sie da ihre Energie anders rumstecken. Und wir haben ja gesehen, sie haben ja eine große Reorganisation hinter sich. Im Sinne von, wir wissen ja jetzt, dass es ja verschiedene Teams jetzt gibt, die jetzt ein bisschen umbenannt wurden. Und dass sie auch so ein flexibles Einsatzteam haben, das zwischen den Teams hin und her springt. Das ist das Team, was jetzt zum Beispiel von Imperator Rome nach dem 2.0 Update verschoben wurde. Viele Leute jetzt zu den anderen Teams gewechselt sind. EU4 ist immer das Hauptspiel und außerdem schon ein Paradox. Auch das ist schon lange nicht mehr so. Kann ich sagen, mal Neulinge dann zu lassen für das neue DLC aus dem Patch war ein Riesenfehler. Aber vielleicht lernen die ja daraus. Ja. Sie lernen daraus, dass man 10 Jahre alte Spiele nicht mehr updatet. Nee, also ihr seht das gar nicht so. Also die Aushänge-Spiele von Paradox sind mittlerweile Hearts of Iron 4 vor allem. Mit den meisten Spielerzahlen und Stellaris. Auch Crusader Kings 3. Also EU Open Source ist das schon lange nicht mehr. Das ist ja schon quasi, EU Open Source ist ja ein Relikt aus einer Zeit, in der Paradox noch komplexe Spiele gemacht hat. Könnte man so ganz böse sagen. Auch das Thema hatte ich vor kurzem mit jemandem, der sich da auch branchenmäßig viel auskennt und unterwegs ist in dem Bereich. Da habe ich auch drüber gesprochen, genau über dieses Event hier und habe dann erzählt, dass ich quasi, ja, bei so einem Publisher, der sich primär um so komplexe Spiele kümmert, da so ein bisschen ein Co-host mache, das übersetze und kommentiere. Und er so, ach ja, so wie Paradox. Ja, so wie Paradox früher. Ja, genau. Du sagst es genau, so wie Paradox früher. Ja. Es ist immer ein bisschen, wie soll man das aussehen, aber es ist eigentlich, dass man so ein alter Fan ist. Ich bin seit Europortales 1 dabei eigentlich. Ich hatte damals gar keine Ahnung, was ich da eigentlich mache bei dem Spiel. Aber ich fand es damals schon geil. Ja, sie gehen ja schon seit Jahren. Sie gehen ja schon seit häufig mehr auf Casual. Wobei das immer noch nicht so casual ist, weil die Leute, die casual sind, die behaupten dann trotzdem in einschlägigen Videos, dass ja CK3 komplex ist und so. Danke. Ja, also klar, also es ist halt, dazu gibt es halt meiner Meinung nach, deswegen spielen wir auf dem Kanal auch nicht mehr so extrem viele Paradox-Spiele. So jenermaßen. Jetzt kam mit Stellaris, ne, da kam noch was Gutes jetzt dazu, ein bisschen mehr Rollenspiel. Also Stellaris spiele ich ja vorwiegend aus Rollenspiel und nicht aus Komplexitätsgründen. Bei Imperator Rome, ne, das ist halt das Spiel, was jetzt wirklich das einzige ist, meiner Meinung nach, was den alten Weg so ein bisschen geht und mehr Spieltiefe bekommen hat mit dem 2.0 Patch. Ja, und da wird jetzt das Team halt rausgeschoben, haben wir ja gelesen, also ich meine, gut, die hatten jetzt ein großes Update. Wird sich noch zeigen, wie sich das jetzt genau weiterentwickelt. Also ich hoffe, dass Imperator Rome ist ja auch ausgeglichen und ist kurz vorm grünen Bereich auf Steam von den Bewertungen. Ich hoffe, dass da noch einige Leute mal noch reinschauen und ihre Rage-Bewertung von vor, was weiß ich wann, irgendwie mal rauspicken. Ja, weil ich glaube, jetzt haben alle genug geheult. Das Spiel wurde sowas von verändert und massiv verbessert, dass man da eigentlich nichts mehr gegen sagen kann. Und Servus Taggen, grüß dich. Für mich ist und bleibt EU und häufig das schon. Ja, wie gesagt, die Meinung kannst du ja gerne haben. Die Tatsachen sprechen halt leider was anderes. Ja, aber ich würde das würde dem Team abziehen, das würde ich gar nicht so sehr werten, weil du musst ja überlegen, alles was Art Assets sind, alles was Content-Geschichten sind, die ganzen Spieler, die können ja alles, es ist ja immer dieselbe Engine. Und jetzt ist das halt so, ne, das was als nächstes kommt mit dem DLC, da wird jetzt das Team hingeschoben. Das ist auch logisch vom Management-Standpunkt aus her. Das hat jetzt nichts damit zu tun, ne, dass da jetzt groß was abgezogen wird eigentlich. Schon nach einer Pause das Ratespiel wieder anzuwerfen? Glaube ich eigentlich nicht. Glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, taggen tue ich. Heute ausnahmsweise, weil es so ein größeres Event ist. So, eine Minute noch. Gleich ist unser kleines Palaver hier vorbei und wir gehen mal ans Eingemachte. Ich könnte ja gleich mal hier schon mal umswitchen. So, die Tabelle mal raus. Ehrlich gesagt würde ich ganz schnell nochmal aufs Klo rein, wenn ich ehrlich bin. Besser jetzt als später. Bis gleich. So, jetzt aber mal ganz schön umschalten hier. Oh, nein. So, da ist das Richtige. Also gut. Hello everyone and welcome to the Home of Wargamers live show. Today we are celebrating strategy games. Slitherine has been developing and publishing strategy and war games for over 20 years now. And two missions have always guided our choices since the very beginning. Also 2 Missionen hatten sie immer seit dem Anfang, seitdem sie angefangen haben zu publishen. Sie wollen Strategie- und Kriegsspiele zu machen. Für eine sehr core-mäßige Hardcore-Audience, Zuschauer. Always wanted in our intention to address these games to a number of players that was very specific. Sie wollten auch keine die irgendwie vom richtigen Weg abkommen. Sie wollten immer direkt wirklich die richtigen Spieler ansprechen, diese kleine Gruppe. Es geht um Komplexität, um Spieltiefe und um gutes Gameplay. Ja, und sie haben sich dem Wort Nische niemals negativ geäußert und finden das eher gut. If you embrace the idea that it doesn't mean small, it's kind of a passion for something very special. Ja, wenn man dran denkt, dass es darum nicht geht, dass die Nische klein ist grundsätzlich, sondern dass das halt eher was Spezielles ist für eine spezielle Leidenschaft quasi. This is the second part of the mission, right? Building a solid business. And doing that for such a long time in the video games industry is very hard, believe me. You know, sie machen das schon eine ganze Weile und es ist nicht einfach, tatsächlich dieser Sache treu zu bleiben. Auch weil der Videospielemarkt so volatil ist. Und er ist auch sehr, sehr schnell und man darf keine Fehler machen. Und wir haben es in all den Jahren geschafft, am Ball zu bleiben, das genauso durchzuziehen wegen eines sehr soliden und guten Managements. Seit 15 Jahren arbeiten sie jetzt so zusammen. Genau, Eric Rutins, Elaine McNeil, Richard Evans. Das heißt, im Prinzip sind sie Freunde da in der Firmenzentrale sozusagen. To make our way in this market. And we have done that growing steadily and fast. Ja, und sie haben sich hier in diesen Markt eingekämpft und haben das gemacht, nachhaltig, sind langsam gewachsen. We have built a business that can stand the test of time. And hopefully you will see this more today. Because we want to give you a glimpse of what's going to happen in the future. The future of Slitherine and the future of strategy games. Genau, und heute geht es um die Zukunft der Firma und um die Zukunft von Strategiespielen. We have tried to put together a show that's interesting, that's full of interesting news,
Okay, Sie haben versucht, eine Show für uns zusammenzubauen, die interessant ist. Sie haben mir verfolgen hier nicht irgendwelche speziellen Ziele, sondern Sie wollen uns einfach informieren über Spiele, die Sie bereits angekündigt haben und Spiele, die Sie noch gar nicht gezeigt haben. We've got full 4 hours of show, so try and make some time and follow us Wow, throughout. tatsächlich ganze 4 Stunden, ja. Before we get to the product Es gibt keine part, which Pickelpausen. will happen in about an hour and a half. Before that, we would like to focus on a more corporate angle. And this is why I'm going to shortly connect with Ian McNeil, the CEO of Slitherine. After that, we'll have Servus, Otten. So, wie ich schon ankündigt, die ersten 1,5 Stunden, die werden eher so die Corporate-Schiene sein, die Unternehmensgeschichte. Also, ne, da bin ich hier quasi als reiner Branchenanalyst unterwegs. Its evolutions. After we'll have a little break for Wargames, like, our, Matrix games. Danach werden wir über die Wargames sprechen von Matrix Games. For us means games that we have already announced and that we will show you for the first time or show first features for the first time today. So Warhammer 40k Battlesector, Decent Words 2. Genau, das kommt dann danach. Die 3 Spiele, die schon angekündigt sind, neue Sachen, neue Features dazu. 4 neue Spiele werden heute angekündigt. So make sure you stay connected, you stay with us and you'll see a lot of very, very cool things. Right, so I've used a lot of time already, so let me connect with Ian McNeil, our CEO. Also ist Bescheid, ne? Alle dranbleiben, ne? Und da ist Ian McNeil, der CEO von Slitherine. Hi Marco, hi everyone. Hello, Great to be here today, very exciting. It is very exciting indeed. Ian, we have a lot of things to go through and the idea es gibt eine ganze Menge Dinge, über die Sie reden wollen. Und übrigens, ne, also wundert euch nicht, natürlich, wenn ich hier übersetze, kann ich nicht so krass auf den Chat eingehen wie sonst immer. Ich hoffe, ihr seid da nicht böse. A growing business during the pandemic. And the first thing I wanted to sort of look at with you was the fact that a lot of new people joined the company over the last Ja, trotz der ganzen Pandemie sind natürlich in den letzten 1,5 Jahren wurde viel angehört und viele Leute sind hier Slitherine beigetreten sozusagen. We've added 27 people in the last year. 27 Leute wurden angehört. Big percentage growth for us, so it's around 67% growth, so we're up to 67 full-time people, and that's been a challenge onboarding people during the lockdown. Ja, und das war natürlich eine Herausforderung, jetzt Leute hier während des Lockdowns anzustellen. Das ist tatsächlich ein sehr großer Wachstum anteilig. It has definitely been a challenge. Ich kann auch hier links bei Ihnen sehen, viele Brettspiele oben, sehr gut. We've got some great people and they're already contributing really, really valuable stuff to the projects, and don't know how we do without them now, to be honest. Das war wohl ein paar der neuen hier. It's Majestätischer Bart, mittig, oben. Finde ich gut. Ach, das ist Edmund. And it's been a really exciting time. Really good to be growing. Really thankful to be doing it during such complicated times. Yeah, I think one of the interesting things was to also, as you said, integrate these new people in the staff, because we had, processes and stuff that was already happening, and we had to add processes in the meantime. So, what did we learn, in managing a company throughout these very hard times? So, was haben Sie denn gelernt, wie man ein Unternehmen managt in diesen harten Zeiten? Without a lockdown, that's certainly the number one choice, but we're a really unusual company because we do such a wide range of things. So, es ist ein ungewöhnliches Unternehmen, weil sie so eine weitere Menge an Dingen tun. Einerseits sind sie ein Publisher, also ein Verlag. Tech support and operations team, but then we're also a developer. We have internal development. Ja, aber sie sind gleichzeitig tatsächlich auch Entwickler. Then web team for running all the websites plus all the services we provide to the developers. So all die Services, die sie eben an die Entwickler weitergeben, wie Marketinggeschichten oder irgendwelche organisatorischen Sachen, wie verschiedene Turniere veranstalten oder auch alles, was Web-Sachen angeht. And you need a whole different set of skills for that. So we have a huge number of different types of roles and skills. And that's a challenge in itself, even without the pandemic. Ja, es ist auf jeden Fall alles sehr vielfältig und das ist auch schon ohne die Pandemie wohl jetzt ziemlich anstrengend bzw. schwer zu managen oder nicht einfach zu managen. Die Katze. It's tricky to add people to teams. There are certain things that work quite well in a pandemic and some things that don't. Ja, es ist nicht so einfach, Leute in Teams zu integrieren werden.
während einer Pandemie. From home already. We've got the office in Epsom and the office in Milan, but over half the staff were working remotely even before the pandemic. And so we were kind of set up for it, and we'd already done pre-lockdown tests to check that we had all the equipment and everything was able to connect. So it was relatively painless when we initially went into lockdown. And some things work fine when you've got those processes and procedures and everyone knows what they're doing. It can work well during the lockdown. Also der wesentliche Punkt ist tatsächlich, dass Sie haben ja davor schon ziemlich viel remote gearbeitet, deswegen war die Umstellung da nicht ganz so groß. Kennt man ja eigentlich, ne, aus normalen Unternehmen. Wenn man da ohnehin schon vorher digitalisiert war, dann macht das einen nicht ganz so viel aus. Es ist halt nur nicht so einfach, neue Mitarbeiter zu integrieren in bestehende Teams. Ganz neue Teams, das ist eine andere Sache. Kann ich auch selber aus eigener Erfahrung sprechen. Aber das hängt eigentlich auch alles davon ab, wie die Leute da selber aufgestellt sind. Get faces to names, so each of the teams is doing their own kind of Skype. Und falls ihr später hier dazukommt und jetzt zuschaut, ne, oder auf das Ganze auf YouTube seht, schaut in die Kapitel, da werde ich euch das alles unterteilen in die verschiedenen Teile, dass ihr an die entsprechenden Stellen springen könnt, falls ihr euch nur für die Spiele interessiert und so weiter. It's after all these months, it's been quite outstanding on its own. The other thing we're seeing that's kind of the pains of growing in general is that we have a lot of people that we don't know we have to delegate and mostly this happens when you kind of get to know people and when you get to get in touch with them. When you don't know them, straight on. Letting go is always a bit trickier, right? Ja, sagt er, dieser ganze Aspekt, wenn man Leute nicht kennt und sie neu dazukommen, ist es schwieriger zu vertrauen. Da hat man so dieses Ganze, wenn man Arbeiten verteilt an verschiedene Leute. Das ist natürlich entsprechend schwerer, wenn man die Leute noch nicht kennt und das Kennenlernen überhaupt schwerer gemacht wird durch die Umstände. You might be the marketing director, but you also do an awful lot of actual work rather than just herding people. Das hat das ja, dass die eigentlichen Managing Director und so eigentlich auch richtige Aufgaben haben bei ihm noch, ja. Und nicht nur dafür zuständig sind, dass sich die Leute hier nur alles zu delegieren und nichts mehr machen. Once they're able to take that role and run with it, it starts to make you realize that it is possible to hand these things off, and it gets easier to hand more things off. And my plan is to hand everything off and go and sit on an island in the Caribbean somewhere, but I haven't quite got there yet. Ja, sein Plan ist natürlich langfristig, dass er alles delegieren kann und dann einfach von der Karibik aus das Unternehmen steuern kann. Und das, was wir bei X4 natürlich immer machen dann. Products that we are trying to handle at the same time, ja, die verschiedenen Mengen an Produkten, die sie zur selben Zeit quasi hier bearbeiten müssen. Das ist schon eine ganze Menge und es kommt auch ziemlich viel raus. Es ist auch mehr als früher, wenn man es so vergleicht. Ich bin ja schon eine ganze Weile hier bei Slitherine bei den Titeln mit dabei. Ach so, Sanak, grüß dich. Yes, it's a lot of projects and for our size, we do ist mal 39 aktive Projekte, 36 aktive Entwickler und tatsächlich noch 16 nicht eingekündigte Projekte. Also die Pipeline ist voll, ne? Processes in place. So over the years, we've kind of refined our processes and our systems and streamlined things, and now we have a really, really good way of getting through things. Everyone knows exactly what the responsibilities are. Ja, und sie haben eben in den letzten Jahren, dadurch, dass sie nah zusammengearbeitet haben, hier einen ganz guten gestreamlinten Prozess mittlerweile, dass sie diese ganze Arbeit sehr gut zustande bringen, auch wenn es so viel auf einmal ist. Big developers like Creative Forge with nearly 100 developers. So it's a vast range, and the kinds of games those teams can make is obviously very, very different as well. Ja, noch die Größe der verschiedenen Teams, die sie haben. Da gibt es halt große Teams, ganz kleine Teams, sogar Solo-Developer wie den Mann von Shadow Empire zum Beispiel. Muss man natürlich ein bisschen anders rangehen an die ganze Sache. Genau, und sie versuchen auch langfristige Beziehungen mit den Entwicklern zu halten. Sie mögen nicht diese Deals für ein Spiel. Meet with our developers at least once a year or at the shows and so on, and
now we started, completely new relationships with developers we have never met. And we almost are in this situation where I remember, back in the days where we had, maybe small developers like 2-3 people team that were working remotely since forever and they've never met each other. And I thought, how's that possible? How can you do that? And now we're into that. Ja, früher waren sie natürlich auch so. Sie haben sich natürlich auch mit den Entwicklern immer getroffen. Und haben sich dann immer gewundert, wie so kleine Teams aus 2-3 Leuten quasi, die remote miteinander zusammenarbeiten über die ganze Welt, wie das funktioniert. Ja, das haben sich, glaube ich, viele gefragt bis zur Pandemie, wie das funktioniert. Es funktioniert aber ohne weiteres. Habe ich auch schon immer gesagt, dass es funktioniert. Everything's getting more complex. The number of roles, even in game development, the roles are becoming more specialized and more kind of fragmented. So you need different people for doing different parts of the system. And so we're quite often outsourcing large chunks of work these days. So we used to do a lot in-house or in team, but increasingly we're outsourcing specific tasks that are very specialized out to. Ja, mittlerweile wird auch sehr viel outgesourced, weil alles sich sehr spezialisiert hat in der Spieleentwicklung, dass nicht mehr alles quasi intern entwickelt wird. Our core development teams as the more generalists, and if we need those specific skills, we bring them in as we need them. Genau. Also die Kerne der Teams sind quasi so ein bisschen die Generalisten, die man irgendwie alles können, und wenn man spezifische Skills braucht, dann holt man die einfach von außen raus. Also ich glaube, Decke, Art Department, alles was ein bisschen kreative Geschichten angeht, die sind so eine Klassiker, die man mittlerweile ganz gut von außen reinholen kann und da ganz gute Arbeit auch bekommt. Ist aber teuer auch, muss man sagen, für gute Arbeit. Remaining anchored to the traditional indie games that we started with. Yes, definitely. So the larger projects, by nature, they're less risky. You generally you're looking at someone who's already established. They can make a certain type of game. Das ist ganz klar, wenn Sie mit Entwicklern zusammenarbeiten, die schon größer sind, die schon eine gewisse Art von Spiel vorher gemacht haben, da ist natürlich das Risiko sehr viel geringer. Das ist ganz klar. Und die Kleineren haben dann eher die Möglichkeit, irgendwie so krassere Sachen auszuprobieren. Allocating a large team or a large budget to, but some really innovative stuff. And so it is a great way of keeping in touch with kind of the indie roots and our indie roots, and helping those developers to get established as well. Yeah, I think ICBM was a very good example of that with massive success and ICBM war da wohl ein gutes Beispiel für, mit einem ganz kleinen Team, mit was experimentieren und was ganz Neues auszuprobieren, was sehr erfolgreich lief. Das ist quasi so ein bisschen diese, wie soll man sagen, so die kleine Mini-Startup-Spieler, könnte man fast schon sagen, ne? Denen dann sehr große Freiheiten gelassen werden in einem kleinen Umfang. Manchmal kommt was Gutes raus. Der Kido meint auch, war der lieber der noch vor Ort? Mir ist es relativ egal, hat beides seine Vorteile. Ich feiere gerne zu. So. Yeah, so over the years we've really refined that process. So we started off we've always had what we used to call a production team. We've now renamed to operations. And the operations team take all the builds that come in from developers and they put them through various processes, building installers and all those kind of things. Das ist ganz direkt um Prozesse hier. Das ist vielleicht ein bisschen trocken, wenn man sich so gar nicht dafür interessiert. Es gibt also verschiedene Prozesse und verschiedene Arten von Builds für verschiedene Storefronts auch, also ob es jetzt GOG ist, Epic Games oder Steam. Builds on a whiteboard. So a few years ago we started creating a whiteboard and allocating kind of tickets. We had the magnetic whiteboard up. Guck mal, sie haben ein analoges Trello-Board. Game builds that came in we called them tickets and we stuck them on the board and they were allocated to a different person in operations and then they were tracked through the system. And they had different information on them, like the game ID and the build number and all sorts of useful info. And they were being tracked through the system. And it gave a good way at a glance. Genau, das haben sie früher so gemacht und so konnte man gleich sehen, wer gerade was macht und für was zuständig ist. And you could see what was going on there. So that was working fine for a while, but then we started the process of digitizing that. Ja. So especially, that would have been no use at all to us during lockdown. Luckily, da haben sie angefangen, das zu digitalisieren, das Ganze. Made a digital version of PDS before lockdown started, and this internally is used, and every single build that the developer sent to us goes into this. And guck mal, PDS, da sind wir sogar eher ein bisschen in die internen Sachen reingucken.
And there you can just see an example of what's currently in the system there as of when that screenshot was taken. So there's builds in various different states, different platforms. So you've got GOG, PC Steam. Then some are complicated because you've got Ja, genau, man sieht da immer die Texte, welche Plattform das gedacht ist. Man sieht auch. Epic. So that game there, when Gladius comes in, you have 6 different builds that have to go. Ja, genau, bei Gladius das sind ziemlich viele, hast sogar Linux-Builds dabei, stimmt. These digital systems really help us to manage the process. And one of the Jetzt müssen wir mal, wer dran ist, ein Datum und immer den Status des Ganzen. There are so many things that can go wrong with a game, and every release we have a post-mortem afterwards and we look at it and we say what went wrong, what could have gone better. And ja, also, weil das Ganze jetzt hier gerade so trocken ist, and there are checklists for everything. And every time we're going through the different stages on a release, we're going through. Will ich mal nicht so sein, ne? Und dass ihr trotzdem schon so zahlreich erschienen seid. Brand manager, whoever's allocated on the project, will go and tick these off line by line. Gönnt euch mal, ne? And when they get to the end of it, kind of put their name and sign it, and then say kind of owns that process. And that gets then filed, and it's a really good way of creating some accountability and some to try and make sure. Das ist ein Steam-Key übrigens, falls ihr euch wundert. Herzlichen Glückwunsch an denjenigen, der am schnellsten hier dabei ist. Keep changing, you keep finding new ways to make things go wrong. So the checklists keep getting bigger and bigger. Yeah, I think that our viewers. Couldn't blame anything that we are not open, you know. So we're showing exactly what we do every day, you know, to release a game, which is I think very interesting. Ja, das ist Transparenz ist schon krass. Also ich glaube, das würden die meisten Unternehmen so nicht machen, mal die so einen Einblick in den Internen-Prozesse. Deswegen ist das eigentlich relativ interessant gewesen, also für mich zumindest. Ja. You know, you were mentioning that there's a lot of meinem builds Background. happening. I think we have a chart here with the number of builds we had in the current. I think this is for 2020, right? So. Oh wow, aktuell 941 Builds. There was nearly 1,000 builds and patches being built, so that's pretty outstanding. Yeah, these are builds that got released to the public. This isn't just internal development builds. This is 941 actual builds were released. So it's 3 a day. If you count working days, it's closer to 4 a day that are going out. Das ist quasi am Arbeitstag 4 Builds pro Arbeitstag, ja. And das ist natürlich, ja. Just recent games. So I was having a look through, and we've actually got for next week we've got a patch coming in for. Keine Sorge, Kito, es gibt noch 2 weitere. Also müssen lange dranbleiben. Ne? Ich habe noch ein paar andere im Pad, da muss ich nur Steam-Codes hochfahren. Zwischenzeitlich gibt es noch mehr Keys, mehr Giveaways, alles. A Forge of Freedom patch, which is 15 years old, and they're not just minor things. Forge of Freedom, for example, uses Flash, and Flash is no longer supported. And so the developers actually stripped Flash out of Forge of Freedom and created a patch so it continues to run for all the people out there. So supporting games in the long term is a really important part of our philosophy. Genau, und das Spiel auch lange Zeit zu unterstützen, ne, ist natürlich ein Teil jeder Philosophie. Das haben sie auch bewiesen. Jetzt ein Beispiel gemacht, quasi, dass Flash-Unterstützung rausgekommen ist, irgendwann ganz allgemein, aus Browsern und aus allem. Deswegen haben sie da jetzt auch noch ein Bild gemacht, der quasi das ohne Flash lauffähig macht und so weiter und so fort. Jotanak ist natürlich auch ein Fan von Transparenz, genauso wie ich, deswegen findet er das auch ganz gut. A job on its own, and when you have a catalog of over 200 games, that easily becomes a huge workload. Ja, genau. Es wird natürlich eine ganze Menge Arbeit, wenn man das bei über 200 Spielen versucht, die ständig wirklich up to date zu halten. Having, you know, an inordinate amount of builds whenever we have a new release. We are now present in over 100 storefronts. So, you know, just to give an example, today we're announcing 4 games. Genau, heute kommen ja 4 Spiele. 4 games will have to go live at the same time. We also have Battlesector, Warhammer 40,000 Battlesector pre-orders going live. Die Vorbestellungen für Battlesector gehen auch live heute anscheinend. Es gibt die verschiedenen Stores, aber jeder muss quasi den roten Button klicken, damit das da in dem Moment im Online klickt. Also zumindest theoretisch. Also. You know, big number of builds, big number of stores. It's almost like growing in you know, out of proportion sometime, and we just realized that, you know, we might need someone doing just this, which was something that we would do in our spare time, just maybe. Ja, und jetzt ist tatsächlich so viel an so vielen Storefronts und so viele Spiele, ne, dass es jetzt vielleicht sogar eine Aufgabe jemanden gibt, der diese Aufgabe allein übernehmen wird, ne? Etwas, was sie früher mehr oder weniger hier nebenher in ihrer Freizeit gemacht haben, die Veröffentlichungsbuttons drücken, so nach dem Motto. And there are, like you say, new job roles appearing for
we didn't used to need someone to do this, but now this type of thing is happening so und dank der Sache erscheint eben neue Jobroles, also neue Arbeitsrollen, die jemand erfüllen muss. Ich habe noch neue Arbeitsplätze, das ist eine feine Sache. Get your CVs ready, because there's always something potentially happening on our career. Das oder Lebensläufe vorne, es gibt immer Möglichkeiten hier bei Slitherine. Another important part is, Muss nur nach London ziehen. In die Nähe. Panzer Corps 2 is a good example. We currently have 12 active projects. 12 aktive Projekte, 6 davon sind über 2 Jahre alt. When a game releases, we keep working on DLCs. Genau, das haben sie ja ihre Strategie, dass sie selbst für Spiele, die vielleicht mit dem Grundspiel nicht so viel reinholen, dass sie das weiter mit DLCs machen und dass sie das immer als Strategie sehen, also nicht nur als ein Produkt und abgeschlossene Kalkulation, sondern dass sie immer das Produkt und sprich den Produktlebenszyklus an, damit den DLC das Ganze am Leben zu halten. Und das gibt auch den Entwicklern tatsächlich Sicherheit, dass das von vornherein geplant wird. Das haben wir die Entwickler von Fantasy General 2 so ein bisschen schon ausgeführt in einem Interview. 5 years or so. If you go back, the number of DLCs we used to do was far lower. But früher war die Anzahl der DLCs, die sie gemacht haben, viel geringer. Genau, und die ganze Umgebung hat sich eben geändert, dass es eher Richtung das altbekannte Games as a Service geht. It's very hard to get attention. There's so many different ways to spend your time now. Ja, wird immer schwieriger, die Aufmerksamkeit der Leute zu erregen, weil es immer Möglichkeiten gibt, seine Freizeit zu verbringen, verschiedenen Dingen. Genau, und wenn man diese Spieler eben hat, dann muss man versuchen, das meiste daraus zu machen. Genau. Also statt eben ein Spiel zu machen, dann das nächste Spiel zu machen, eben nur ein Spiel zu machen, um es weiterzuentwickeln konstant. Also das wurde ja Paradox, sag ich mal, auch angefangen hat im Strategiebereich. We're looking at every game now as how can we build a long life to this. So when we're starting out, we always want to have a game that has a real future. There are a few exceptions where we know there's a game we're making which is very hard to build on. So for example, the strategic command style games and the Field of Glory Empire style games. They're real flagship titles for us, but they're very hard to carry DLC. Ja, du kannst es versuchen, ich weiß nicht, ob es der Bot durchlässt jetzt. But they're still the kind of games we want to make. But wherever possible, aber ich kann es mir jetzt nicht angucken. Build a long-term future and a way that players can invest more time in it. Because we're finding that players increasingly want to look at a game and think that this is a game I could be playing for the next 5 years. And quite often, if they can't see a way they can be playing it for years to come, they won't make the purchase decision to go in and buy it. The vast majority of them won't actually play it for that long, but they have this idea that they will, and so you've got to have that proposition there to get them to adopt it. Yeah. Well, one of the key facts here is that games like Battlestar Galactica, for instance, or Panzer Corps or Warhammer 40k Gladius had their best year very late into their shelf life. So genau, und das erklärt jetzt auch nochmal, dass so Spiele wie Panzer Corps 2 oder Gladius quasi ihre besten Jahre was Spieleranzahl und kommerzielle Performance oder Einnahmen später, also nicht beim Release, sondern tatsächlich später. Du musst die Leute eben hooken quasi an die Franchise und dann nachliefern. Was ja durchaus noch eine Win-Win-Situation sein kann, ne? Ich denke, die ganzen Panzer Corps 2 Spieler sind super froh, dass da immer wieder DLCs nachkommen. Die ganze Kampagne, die ja davor schon groß und da war, ist immer ganz explizit in einzelne Kapitel unterteilt. Absolutely. We're actually having to change the way we structure contracts, because the way we were doing contracts with developers, it was very much focused on we build a game and then we worry about the DLC later. Now we're making sure that the contracts are built with the long-term future of the project in mind. Genau, und das ist das, was ich vorhin erklärt hatte, dass sie jetzt mittlerweile die Verträge haben sich jetzt geändert mit den Entwicklern, dass sie jetzt eben wirklich auf langfristige Zusammenarbeit sofort von vornherein ausgelegt sind. Dass es nicht nur um das Grundspiel geht, sondern eben auch um die Erweiterungen, die eventuell folgen. The whole financial situation on a project as well. You still get that spike on day one, and the numbers will still drop off. But then every time a DLC comes along, you create a spike for that DLC, but it also sucks up sales of everything that supports it, so the base game will spike a little bit.
Genau, und jedes Mal, wenn dann ein DLC rauskommt, ne, er zeigt es ja gerade so ein bisschen, ne, es geht ja hoch beim Release, dann geht es langsam runter und jedes Mal, wenn ein DLC rauskommt, ne, geht es wieder hoch und jedes Mal geht aber das Grundspiel auch nochmal ein bisschen hoch. Ja. Nein, Tanak, Sie haben das Projekt nicht fallen gelassen. Das Thema hatten wir vorhin schon. Sie haben nur sozusagen das flexible Team, das flexible Einsatzteam woanders hingeschoben, was absolut legit ist im Managementbereich. Ja, da können wir uns mal anders drüber unterhalten, weil ich kann jetzt nicht so viel drüber reden, solange hier ich übersetze. Further the potential number of players for our games, and we'll see about that when we announce the new products. Is there anything you want to say about where we come from and where we're going as well? Well, our roots are obviously in the wargaming area. I've been playing Wargames since. Das spricht aber die Wurzeln, ne, dass die Wurzeln eigentlich in dem Wargame-Bereich sind. Das ist eigentlich das, was das Lebensblut ist, ne? I love playing Wargames. The only problem with running a computer games company that makes Wargames is we make almost all the games I want to play, and it's not quite the same playing your own games because you end up. Das Problem, was er hat, ist, dass es im Prinzip sind, wenn man als Entwickler quasi oder als Publisher die alle Spiele quasi macht, dann läuft das halt darauf hinaus, dass man quasi nur die eigenen Spiele spielen wollen würde, das aber nicht dasselbe ist. Bigger budget games, and we are making some games that are kind of crossing into a more mainstream area, but we absolutely don't want to move away from our roots. Genau, er betont jetzt nochmal, natürlich machen sie jetzt auch Spiele, die ein bisschen in angrenzende Bereiche reingehen, die zum Beispiel auch das erste RPG mit Steering App ist. Und allerdings wollen sie trotzdem ihren Wurzeln nah bleiben und immer noch den tiefen und Hardcore-Spielen hier treu bleiben. Es wird immer schwieriger, Leute zu finden, die solche Spiele entwickeln wollen. Definitely feel free to reach out to us because we're always on the lookout for that kind of Also wenn ihr gerade ein Spiel entwickelt, was irgendwie tief geht und Hardcore ist, dann wisst ihr, wo ihr euch melden könnt. So, das war jetzt der erste Teil quasi schon. Oh, das war eine halbe Stunde. Wow. The next section. Thanks for giving us all these insights and for sharing a little bit of a peek into what Slitherine's day at work is, and we'll see you later. Thank you. Thanks, guys. Speak to you later. Ja. Right. Weniger aus netter Typ. We've mal unterhalten. How our operations team works. Also die alle, ich habe mit denen alle schon Mails geschrieben. Das sind nicht alle super freundlich. And I think that, as I said, when we started about a half an hour ago, I think we really want to give you insightful information, and you might think that you might have questions about these things. And remember that. We also have a weekly meeting at tea time on Thursday at 4 o'clock UK time every week on Thursday. If you have questions, genau, jeden Dienstag gibt es ja auch tatsächlich dieses kleine Meeting, Community-Meeting über verschiedene Spiele. Dann macht ihr ein bisschen Werbung dafür, dass es das ja da mal gibt. So, before we move on, I would like to introduce you to the next section. The next section is about, the pro work. We have JD McNeil is going to illustrate what is that we're doing into this area, and we are going to guide you through a little bit of an insight on which are the key projects we're following. Although we have so many, it's going to be hard, within the time frame, but. So, jetzt wird es um diese Pro-Work-Geschichte gehen, was so ein bisschen gleich die professionellen Geschichten, die sie machen. Und da wird uns jetzt JD McNeil durchführen. Every day, every week. So, without further ado, let me connect with JD McNeil. And he's in Epsom, I guess, like Ian, and we'll chat about the pro work. Ja. Hello, JD. Hello, Marco. Live from the war room. Yes, indeed.
And I've just been brought back in time to when Ian was 6 years old and we were playing Wargames. That's remarkable. That's absolutely true. I mean, we've been talking about Wargames for a long time now. JD, we said about commercial releases and all that kind of stuff, and an extra layer of things that happen recently within Slitherine is, what we're doing with pro clients. Can you give us a little bit of a sort of a story of what happened? Genau, jetzt wird ein bisschen erzählt, was sie da mit ihren professionellen Kunden denn machen. Was in diesem Segment des Unternehmens so passiert ist in den letzten Zeiten, letzten Jahren. Let me give you a bit of a background here about how all this began. It now seems like a lifetime ago, but back in 2016, I received a call from a guy telling me he was speaking on behalf of the Secretary of Defense for the United States Air Force. Ja, es fing 2016 an und er wurde von jemandem angerufen, jemand, der wegen dem vom Verteidigungsminister quasi sozusagen angerufen hat. Games, which some of you guys might know, Harpoon. It soon became clear that he was for real. He wanted to know if Harpoon could be utilized. Also er gefragt nach einem der älteren Spieler, das Harpoon hieß, und wollte dort fragen, ob die United States Air Force, dass man das modifizieren kann, damit sie damit üben können. Also für Kriegsspielsimulation eben. So we talked for some time, and during our conversation, I thought I should introduce him to Command. And before long, he was frankly blown away by the potential. Genau, und da hat er ihn quasi Command vorgestellt, also das ist ja die neue Variante quasi. An analysis team to be led by an Air Force Major General. Genau, und dann wurde ein Analyse-Team quasi vorbeigeschickt. Was frankly phenomenal. He was commander of the Joint Task Force of the Southwest Asia. Das war wohl ein echter Major General, der da vorbeigeschickt wurde. Task Force. And as a young guy or a young pilot in Afghanistan, he was a flyer of the F-15s, which part of the kit in the games. So when they came over, he brought with him a team of 4 guys, and they spent a week with us. It didn't take very long for them to get really interested in Command. And as a result, we were invited to visit the Pentagon. Wow, this turned out to be a ich hatte den Leuten, die da 4 Wochen unterwegs waren von der US Air Force, denen gefallen, was sie gesehen haben bei Command. Und dann wurden die Leute von Slitherine eingeladen ins Pentagon. Talk about exciting it was. We obviously had gone down very well, as the following month they sent across a team from the Air Force Research Laboratory. This is AFRL, which is a big name for us now. Genau, und dann wurden ein paar Leute aus den Forschungslaboratorien vorbeigeschickt von der Air Force. And this was all to discuss the requirements that they needed from us. Und da ging es darum, das Spiel dann so anzupassen, oder was werden müsste, damit das den Erwartungen eben entspricht, der US Air Force. And this is based in Dayton, Ohio. And it's right next door to the Wright-Patterson Air Force Base. And they are now one of our clients. It's the oldest and the largest military aviation museum in the world. And we were taken on a VIP visit. And I'll never forget the excitement of Dimitris. At the end of the tour, our host commented that he had learned more from Dimitris in the last few hours than in all his previous experiences. So for us, a new era was born. And we have now been invited to the Pentagon on 3 separate occasions. Ja, und so startet quasi ein bisschen die neue Ära der professionellen Arbeit von Slitherine. We are now currently working with 130 different militaries and military contractors across the globe. Sie arbeiten jetzt mit mehr als 130 verschiedenen Militärs, also militärischen Auftraggebern. So, however you might have guessed that the work that we do with certain nationalities is quite recently I was connected by one of those who asked for a copy of our source code. And just to check if he was real or compatible, I said to him, well, we would be prepared to send you the source code if you pay us $40 million immediately. You can imagine where these came from, by the way. So within 2 hours, they had responded.
and they got back to me offering $2 million for an initial download payment. You can imagine what happened then. Nothing. Das ist ja geil. Ich wurde so Leuten angesprochen, so den Keycode, nicht den Key, sondern den Quellcode haben können von Command. Und er hat gesagt, sie sind sie für 40 Millionen. Sie haben dann 2 Millionen geboten, aber naja, haben sie sich nicht bekommen. Unglaublich. Gleich über Twitter angeschrieben, so. Hey, what type of relationship do you have with them right now, and how they're using Command? Genau, wie wird jetzt Command benutzt von den Leuten, die es to bring up the AFRL, we were initially placed under contract with the University of Data and Research Institute, who were providing various levels of support for the United States Air Force. And they were bombarding us with a range of questions for specialist features. This presented a whole host of new challenges. Genau, also im Prinzip lief's, wie man sich vorstellen kann, die Erwartungen quasi wurden dann formuliert in verschiedenen Feature-Requests, mit denen sie dann bombardiert wurden durch die Air Force. So instead of selling the games, we settled on licensing the products on an annual basis to these different departments. Genau, und dann mussten sie quasi auch ein neues Geschäftsmodell auflegen, also statt das einfach zu verkaufen, haben sie das quasi lizenzieren das jetzt quasi. Ja. Dass man dann mal quasi pro Jahr bezahlen muss. So wie bei einem normalen Trophy-Software halt, ne? Die kein Spiel ist. Really came into the rescue. For example, the Monte Carlo capabilities in Lua scripting, which we had created, have been hugely successful, providing automated editing and the ability to export data and events in real time. With the Lua scripting, our users can create experimental units, test ideas, operate cost control. Ja, also man kann mit Lua Scripting dann natürlich auch extrem viel dann auch verändern, jetzt aktiv quasi am Spiel rummodden. Ja. With classified secret values, which we will never be allowed to see. A classic example of this capability is that one of our customers has just run a project 200 quadrillion times. Vielen Dank für den Follow, Gondor. Willkommen. Genau, und sie erzählen halt quasi, dass sie das losgehen können, halt die einzelnen Regierungen oder die einzelnen Militärs, die dann unterwegs sind, eben ihre eigenen speziellen Anforderungen hier reinprogrammieren. Vor allem, wenn sie vielleicht irgendwelche speziellen, noch geheimen Werte für irgendwelche Flugzeuge oder sowas testen wollen. Unter möglichst realistischen Bedingungen, ohne, den echten Test zu machen, ne? Das war schon die Tiefe von dem Spiel, das ist super krass. Also, ja. Deswegen habe ich gesagt, ich bin noch nicht dazu gekommen, mich in Command einzuarbeiten. Deswegen kann man das noch nicht gesehen auf dem Kanal. Ne? It's totally up to them. They can come up with ideas that we didn't even think of. Genau, die kommen auch auf Ideen, ne? Die vielleicht ein normaler Entwickler, der eigentlich nur Spiele macht, gar nicht kommen würde. Das finde ich auch super interessant eigentlich für Game Features. More of a kind of a different use of command there. Die US Marines die sind auch mit dabei, ja? The Marine Corps are probably, I would say, just about our biggest individual client. There are so many different divisions of the Marine Corps. We've been deeply engaged with them for some time now. And we were recently appointed on a major initiative via KBR. Now, KBR are one of the foremost US military contractors, and we have now just completed phase 1 of this contract. The Marine Corps have been across to visit us on several occasions to discuss and plan out a whole range of new requirements, which include the implementation of land warfare being incorporated into command. They also commissioned, for example, die Marines wollen, dass es auch Bodenkämpfe dann quasi gibt bei Command. Und Multiplayer-Capability. Aber ich will das auch haben. So Command-Multiplayer, mit mehreren Leuten, das stelle ich mir richtig geil vor. And discuss implementation of their further requirements, which, as you will no doubt understand, I cannot share with you. Of course you can, but it's interesting because I've seen this picture, for instance, I'm showing now. I don't know if you've seen this. The picture of the big hangar with all the use of command being projected on the das sieht auch super aus, ne? And so on.
die Projektion hier von Command. We couldn't have even have, dreamed of when we launched Command for the first time. It's really interesting to see how everyone finds a different way of using the product. That's interesting. But Command is not the only product that is being used as from professional. Command ist aber anscheinend nicht das einzige Produkt, was für professionelle Zwecke angewandt wird. How other games are also used. Yeah, well, that comes back to a different division now of what we're doing. We're now turning to the UK. So we are also now under contract with the UK Defence Science and Technology Laboratory, known as DSTL. And we are just coming to the end of our first 2-year term, which has frankly now been extended. And we are also in the final stages to extend this contract indefinitely. I have already mentioned our relationship with the US partners, but we now have a similar relationship with DSTL. Also im Prinzip haben sie jetzt eine so ähnliche Beziehung wie mit dem Verteidigungsministerium hier von England bzw. Großbritannien, wie mit dem US-Militärs. Here is that they have been appointed us as a sole source contractor. This means we can be placed on contract without having to tender or compete against any competitors. This is recognition of the fact that there is no one out there who can offer the services or products that we do. Im Prinzip sagt er auch, ja, sie sind auch der einzige Contractor, der einzige Vertragspartner und auch, ja, wahrscheinlich wird das auch eine bisschen Unendlichkeit verlängert. Und das ist natürlich eine große Vertrauensauswahl, dass sie die einzigen sind, die das wirklich so in dieser Art anbieten können. Deswegen, wenn ihr Wargames spielen wollt, ne? Leute, die mit verschiedenen Militärvereinigungen zusammenarbeiten, besser wird's nicht, ja. And a level of collaboration now exists between them. We are also providing various products to the British Army Fight Club and to the United States Marine Corps University, and these are being widely used as a training capability for the military. And interestingly, this capability is ich finde ja dieses ganze System, das finde ich ja höchst interessant. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Ich glaube, die ersten, die das jemals gemacht haben, war, glaube ich, die US Army mit diesem US irgendwas, Marine, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß, ehrlich gesagt, das war ein Shooter, wo du glaube ich, das war, glaube ich, so ein Free-to-Play-Spiel, konntest du dir runterladen und wenn du da gut warst, dann konnte es halt sein, dass du da irgendwie angesprochen bist von den Rekrutierern, ja. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, US Army irgendwas. Ja. Das war auch schon, glaube ich, über 10 Jahre her oder so, seitdem das mal rauskam. Members of the military UK. Das hier geht natürlich in eine ganz andere Richtung, ne? Im Sinne von, ja, strategische, taktische Geschichten möglichst gut simulieren, statt zu gucken, ob jemand irgendwie in diesen kleinen Situationen bei Shooter dann gut klarkommt. In a more like a community-friendly base, not in a super heavily structured base, but as in a community. So they're using social networks and so on to actually spread the word about use of professional wargaming. And as JD said, this is also spreading into other nationalities like Italy and other European countries. There's a US version of it, very soon. So it's like, it's almost like a cultural shift. Das ist natürlich auch extrem gut quasi aus Diversifikationsgründen für das Unternehmen. Ne? Wenn sie halt wieder Standbeine eben, sage ich mal, sehr volatilen Spielmarkt haben, auch wenn sie da ihre Nische haben, quasi, dass sie da noch diese echt eigentlich sichere Bank haben, mit als Contractor für irgendwelche Regierungen zu arbeiten. Ein professioneller Software, das ist natürlich super gut. Also. Personal relationships that we have with some very senior members of the military has been paying great dividends. They've built up a confidence in us that we can carry out the work tasks that they require us to do, and they're continuously giving us pats on the back. Sometimes they pay us as well, and that's quite good. But no, it's been a very successful enterprise, and it's one that the team enjoy doing and being a part of. Yeah.
So no complaints about the military stuff at all. No, I think one of the things you were mentioning, JD, is that of course, command is is the main product here, is the main project that we're using to attract potential clients. And we are just shortly going to be connecting with Dimitris, the command development team, a command team that's been growing immensely over the years. Ich weiß, die meisten Leute, glaube ich, da sind, die das zuschauen, sind, glaube ich, eigentlich wegen den eigentlichen Spielen da, also wegen dem hier. Deswegen halte ich mich jetzt auch ein bisschen zurück mit dem, ich übersetze nur das Wesentliche, beziehungsweise ich kommentiere das viel mehr. Was erzählt wird, was Interessantes. He knew more about it than anyone else. He did. And to be honest, das ist komisches Geräusch. He would walk up to pieces of equipment in the museum and start talking about it. And the guy who was the guide showing us round, he was totally bamboozled. He didn't have a clue. Yeah. And Dimitris was there rabbiting on about it. It was a great, fun experience. Das ist halt der Wahnsinn in seinem Museum gewesen, wo sie eingeladen wurden. Da hat der Hauptentwickler von Commands, der Dimitris, quasi den Typ, der sie durchgeführt hat, ein paar Sachen eher erklärt, als andersrum. Das ist nicht immer geil. As I've said already, his knowledge and capabilities in this sector are second to none. Ja, sein Wissen und seine Fähigkeiten in diesem Sektor sind so seinesgleichen. And the product users with his depth of knowledge of their systems. He knows more about it than they do. So I can't say enough. Yeah. Well, thank you for your time. Der wird wohl auch noch zugeschaltet, als ich das verstanden habe, weil ich glaube, das nächste, was kommt, ist ja, glaube ich, die eigentliche. Also ich werde mal, warte mal. Will ich mal ein bisschen motivieren hier, dass er mir hier auch dran bleibt. Okay. I will see you later, JD. Cheers, bye-bye. Well, thanks, JD. I think this gives you an idea of how much stuff is happening, and this will give you also a wide picture of all the things that we are managing to handle at the same time. We are going to shortly connect with Dimitris about Command Professional Edition. Before we get there, JD said a very true thing, that Dimitris is instrumental to that specific part of the business. And I mentioned before, the partners of the company are instrumental to these bits of the business as well. JD, Ian, Eric Routins, Phil. We showed you at the beginning the picture of some of the new personnel and new employees of the company, people that started working with us during the pandemic. I think people are what drive what we do. We try hard to make sure that people we work with and work with us sehr schön. Du bist der Beste. So, deswegen geht's auch für euch, aber auch ihr seid alle cool. Ja, hier geht's nochmal ein schönes kleines Giveaway von mir und auch von First Choice beziehungsweise Thomas, der auch im Chat ist. Gesponsert. Very clearly. Viel Spaß damit. Let me connect with Dimitris. Hello, Dimitris. Hi guys, hi Marco. Ich bin auch gleich wieder da. Well, I've got a good news for you. I think we saved 3 or 4 minutes on previous slots, so we've got a bit more time to talk about Commander. Let's use these wisely. JD has already kind of laid out what we do as a general picture on the pro work, but you work on Command, and Command. You've been working on Command for ever, I think now, and quite true. Yeah, and you have now basically 2 babies, right? You have Command Professional Edition, and through grown-up kids, I guess, and Command Modern Operation, which is the consumer version. Do you apply different philosophies and priorities to these 2 versions? Absolutely, because essentially we're talking about 2 distinct products with different priorities and different philosophies of development, as you said. So the commercial CMO is pretty much a standardized product. It is very much a game on top of a simulation engine, as its player base knows. The user experience and the entertainment value are paramount. We are very careful to deliver
a well-curated experience that players will actually pay for. In that vein, we make sure that everyone enjoys the same simulation engine, accompanying data, the content, both the built-in and any subsequent releases. And there is also the fact that because it's a commercial game, it is of course entirely GUI-driven. The graphical user interface is paramount. Although, of course, there is also the ability to use scripting as a means of enriching the scenario. The graphical side is still the premier means of interaction. On the other hand, you have Genau, da sehen wir eben Command, und ich stelle es gerade ein bisschen vor. Das Ganze sieht auch eigentlich so aus, wenn ich das vorstelle, das ist vorwiegend so der Map. Es gibt aber so Zusatzmodule, die man sich kaufen kann. Das hat man vorhin mal wieder so ein bisschen gesehen. Da sieht man so in Blau oder in verschiedenen Farben eben die verschiedenen Einheiten. Das ist aber so das Hochgefühl, was es hier gibt an Grafik. Ist alles nicht besonders schön anzuschauen, das ist klassisches Wargame in dem Fall. Aber was es halt hier ausmacht, dass man hier alles mehr oder weniger sehr realistisch nachbilden kann. Others want to use it for modeling and simulation, genau, das ist for analysis, even more recently for teaching AIs and through machine learning how to improve tactics, etc. Und das ist natürlich super geil, was er halt erzählt hat, ne? Dass man hier mit Machine Learning quasi die gleich Taktiken der KI auch verbessern kann. Man muss das so verstehen, bei Machine Learning ist es so, man kann sehr viel erreichen, aber man braucht halt Testdaten. Das heißt, wenn du von mir aus hier der KI zeigst, wie der Spieler spielt, dann kann sie daraus theoretisch lernen, wie sie genauso spielt, wenn das gut auf eine gute Art und Weise ist. Das ist nicht, ne, wenn man Multiplayer spielt mit verschiedenen Seiten, dann kann man die KI halt super perfekt theoretisch trainieren, dass sie halt sehr gut reagiert oder eben so reagiert wie ein Mensch. Und das ist übrigens die eigentliche Stufe von künstlicher Intelligenz, die wir halt in den meisten Spielen noch überhaupt nicht haben. Wir spielen immer nur gegen Skripte mit verschiedenen Gewichtungen und das ist halt eigentlich das, was hoffentlich dann in den nächsten Jahren mal kommt. Und dann werden sich alle darüber beschweren, dass die KI zu gut ist. Nicht, dass sie zu schlecht ist. Aber gut, das wird dann noch kommen. In order to be used in a professional context, you must be able to run analysis 100,000 times, 100 million times, or as JD mentioned, 200 quadrillion times if necessary. So, very different interfaces, completely headless mode of operations, the ability to run in parallel in massive quantities, stretch out to big heavy iron data centers, be able to export massive amounts of data during execution so that you can then run an analysis on them. So all those priorities do not exist on the commercial version. So we're essentially, although die Prioritäten der professionellen Version sind eben, dass man da extrem viel exportieren kann an Daten, sehr viel analysieren kann. Und eben die Daten, die brauchst du halt dann, wenn du dann so ein Machine Learning-Algorithmen drüber laufen lassen willst. Ne? All die Möglichkeiten gibt es halt in der normalen kommerziellen Version nicht. Worth noting that you're doing this event whilst preparing for one of the biggest releases of your life. Command Professional Edition 2 is releasing at the end of this month, which is Mitte des Monats kommt quasi großer Meilenstein, die Command Professionelle Edition 2.0 sozusagen. What kind of, what did you come up with, in terms of new features for Command Professional? Ja, was gibt's da für neue Features? Erzähl mal. Releasing at the end of this month. We are positively electrified, I can say that. If you remember, our initial professional release was back in 2016, as JD explained, and I can say with confidence that this is by far the biggest pro release. So there are various different vectors of improvement. So for verschiedene Vektoren der Verbesserungen. Command Pro 2 gets all the goodies of Command Modern Operations. So anyone watching this, you remember what a big deal our 2019 release of CMO was in terms of user interface, usability. Also visuelle Verbesserungen, die Command Modern Operations gebracht hat. Da gab es 2019 das größere Release. Viele neue Karten, viele User Interface Verbesserungen, also mehr Zugänglichkeit. Leichter Verständnis. Und Spezialfeatures, die einzelartig sind. Without administrative powers, a big win for high security systems, obviously. Okay. Also, das klingt jetzt völlig blöd, aber das ist, dass man das nicht als Admin laufen lassen muss auf einem System. Das ist natürlich in einem anderen Zusammenhang super wichtig eigentlich.
für Hochsicherheitssysteme. Other goodies like easy migration of existing scenarios to new databases, things that Ja, Migrationen sind auch erleichtert. Alles, was halt so echt im professionellen Bereich halt Sinn machen würde. Ne? Again, CP gets all the simulation improvements of CMO that our regular players are well familiar with by now. And again, new goodies like a completely new energy-based model for missile kinematics, so anti-air engagements. Oh wow, ein neues energiebasiertes System für Raketensysteme. In detailed documentaries and expert opinions. Ah ja, und das soll viel näher an der Realität sein, was man in Dokumenten, in Dokus und so weiter sieht. Interceptors. Vast improvements on ground operations. JD already mentioned that a lot of our work is currently together with the Marine Corps. Genau, viele Verbesserungen für die Bodenoperationen eben. Expanded the scope of durch die Arbeit mit dem Marine Corps. Modeling, including distinct ground units, no more substitute of sort of mobile facilities. We are introducing a vastly improved terrain data set, 10 times more detailed than the existing one. Plus new systems like, for example, passive radar, a completely new system which is quite important Passives Radar gibt's jetzt auch. modern air defense operations, quite effective against VLO targets as well, and a few other things. On the analysis side, we're offering brand new capabilities. The headless edition, the command line interface can now be used both in Monte Carlo and interactive mode. Dass man so droppen kann, ich halte seine Gardinen für höchst fragwürdig. They wanted to be able to have the same flexibility to start, stop, query the simulation state, change anything at will. The same capability, the flexibility that they have with the GUI client, but on the headless one, which is much more performant and allows massive parallel execution. So finally, they're getting that. Other things like the massive increase in raw Eine Performance, bessere parallele Exekution, das ist nicht auch super. Es macht halt alles im Corporate-Preis Sinn für wenn ihr jetzt, so wie ich jetzt hier im Game Dash, ist es jetzt eher uninteressant, aber so this is also now coming to Command Pro and a few other benefits for better automation. So overall, we are bessere Automatisierung, sehr schön. Release, and it's not an exaggeration to say that we are absolutely ecstatic with what we're offering to clients, and every preview customer who has had a chance to evaluate the new version so far has shared that feeling. Gleich mal beschweren, dass ich die nicht bekomme als Previews. Auch wissen, wie ich eine Armee führen kann. With your team, and I guess other than not sleeping at all, there are some, secrets in, keeping these two beasts, living alongside each other. How do you do that? I mean, is that a difficult balancing act to switch between the different versions, and what is that these two games have in common, and what differs in, and what can you work on simultaneously? How do you balance the work on these two incredibly detailed products? It is a balancing act indeed, especially when headlines loom. The different focus and priorities gives us a lot of flexibility in how we manage the development process. It is very rare that we will be working on the same aspect of the product or the simulation engine concurrently on the commercial and civilian fronts. Commercial and professional. So while we may be working on some new simulation feature on the pro side, concurrently, we may be working on a new user interface structure on the civilian side. So, ich würde auch behaupten, dass wir tatsächlich sogar für den bisschen vorm Schedule sind. Also, the other factor is that with the increased workload, ich würde sagen, in 15 Minuten haben wir es nämlich geschafft, dann kommen dann die richtigen Spiele. Und dann erzähle ich auch entsprechend ein bisschen mehr. Additional people, very bright people with which I'm proud to work. And our available bandwidth and overall team velocity has increased. And I think this has been quite evident on the production rate and our output rate, both on the pro side and also on the commercial releases. We are able overall as a team to achieve much more than we could before. It's one of the things that was interesting is that you went on from a commercial version to a professional version. Now the two things are almost like two separate things, but are commercial,
commercial players, your civilian players, likely to see any of the big improvements you're doing on the Pro version? And what are the features that you're planning to implement back? Das ist echt bemerkenswert, dass sie quasi aus dem kommerziellen Produkt ein professionelles Produkt erstmal gemacht haben. Ja, jetzt ist die Frage, welche der professionellen Features vielleicht in das kommerzielle Produkt reinkommen. Das ist schon des Öfteren passiert in einigen Fällen. It already contained a few features that were previously exclusive to the professional version. Schon bei CMO, also hier bei der Version, sind ein paar Sachen drüber geschwappt aus der Pro-Version. Scenarios together, which was initially an explicit Pro request. The ability to visualize the simulation in TAC view. Ja, die Visualisierung tatsächlich der Simulation, dieses Zusatzmodul. All of those were previously existing only in the professional version. Das gab es zuvor nur in der professionellen Version, aber man hat sich dann entschieden, sie auch auf die kommerzielle zu übertragen. And this is a continuing trend. Every time that we add something to the professional version, we have a very serious internal discussion as to whether this makes sense to be moved eventually to the commercial section eventually. Now, this may be done soon after being introduced to Pro. It may take a while. Das ist ganz unterschiedlich, wie lange das dauert. Manchmal dauert es länger, manchmal muss man sehr viel umprogrammieren, umarbeiten, weil die Repräsentation so nicht funktioniert auf der kommerziellen Version, wie sie auf der Pro-Version funktioniert. Oder sie müssen halt temporär erstmal quasi aufgehalten werden. Hängt halt vom Feature ab. To come to the commercial release. Das sind ein paar Sachen, die eventuell kommen sollten. Zum Beispiel die große Verbesserung der Bodeneinheiten, dass man Offline-Karten auch benutzen kann. The addition of new systems like PCLS, the passive radar that I previously das Passive Radar-System, das soll angefügt werden. Other new sensor and weapon types. Andere neue Sensoren und Waffensysteme. Ja, Multiplayer, ja. It has been requested. Es wurde das denke ich mir, dass es verlangt wurde. And we very much want to see it on the commercial section. Okay, sie wollen es also auf jeden Fall in die Commercial Section aufbauen. Aber das ist natürlich krass. It's a tricky one, that one, right? The multiplayer. It is not an easy one to implement and to make available for commercial players. It is very challenging because of the way that command operates and of the scale that most scenarios operate. Es ist sehr herausfordernd wegen der Skala und wegen der Art, wie Command funktioniert. Where you have 100 players shooting at each other. 100 players is not even table stakes for command. Yeah, it's so big. It's very hard to explain. Mein Gott, wenn das ein Multiplayer wäre, dann muss ich mich da tatsächlich noch einlernen. How difficult it is to implement something in a game. Erst nach Gary Speaks vor in der IS-2. Players, Sui wartet ja schon darauf. They say, come on, it's easy, but sometimes it's hard to explain them. I think this is kind of patently super hard, so I don't think they will hold you responsible for delaying that feature, Dimitris. Doch, natürlich werden wir ihn responsible halten. Das ist einfach, das ist sehr groß. Yeah, no, absolutely. And one last thing, Dimitris, is I wanted to quickly touch base on. You've been working on Command for a very long time. Arbeitet schon sehr lange an Command. You've showed that the evolution of a product. Hat gezeigt, dass die Evolution des Produkts never mind the complexity of the product can still happen. Trotz der hohen Komplexität. Und dass man trotzdem weiterentwickeln kann, wenn man Ideen und Wege hat, um Verbesserungen einzuführen. Ja, worauf ist er am meisten stolz in all den Jahren? Really, this is something that I think I'm super proud of, and I want to share with my players. Ja, worauf bist du am meisten stolz, Dimitri? When we see it have a real impact. Yeah. On discourse, on defense matters, when we get feedback from people who were previously unaware on a specific subject or poorly informed, and they come back and they tell us that their understanding of a specific issue has radically improved because of. Also im Prinzip, wenn das Feedback kommt von Leuten, dass ihr Verständnis von gewissen taktischen Sachen und so weiter, das quasi so, dass sie das dadurch viel besser verstehen, ist das für ihn eine der größten Belohnungen. Und darauf ist er stolz. It must be something that
Genau, da seht ihr den Tech-View. Sieht das aus, wenn in der den Zusatzmodul, wenn ihr das dazu kauft, dann habt ihr so ein bisschen so eine Repräsentation grafisch auch und nicht nur die Pünktchen quasi auf der Map, die hin und her fliegen. Mit den entsprechenden Vektoren. That's not only passively playing the game, but it's also contributing massively to the success of the simulation, which is great. The community has been incredible. Yeah, just incredible. Thank you very much, Dimitris. We'll sure get back to you whenever there's an opportunity, and to celebrate the release of Command the Professional Edition 2 at the end of the month. You'll update us on how it went in beginning of June, so that we'll see how much more relaxed you are after the big release. Well, there'll always be something to look forward to. Of course. Thank you very much, Dimitris. Thanks, guys. So, sehr gut. Right, so this brings us to Jetzt kommen wir zu den Matrix Wargames wahrscheinlich, ne? I'm So going langsam. to now, give you an outline of what is happening later. Now, it's the first time I'm used to do this, tea time and our weekly meeting, and Aber schon, der Arme muss ja die ganze Zeit stehen, jetzt 3 Stunden lang. I don't see the chat, so I don't see what the comments are so far. It's harder for me to interact with everyone, but let me say, now we have a pretty extensive part where we show you games. First of all, we have Ja, jetzt kommt der große Part, wo sie uns Spiele zeigen. it's kind of chunky video. We show you all the war games we are working on. Zunächst kommt eben das Video über all die Kriegsspiele, die Wargames. Been released, and we'll guide you through other war games you might know or not know about. There's some announcements there as well, by the way. After that, we have a session about Warhammer 40,000 Genau, danach kommt zunächst mal Warhammer 40k Battlesector. Warhammer 40,000 Battlesector has just been released for pre-orders on Steam, and you're going to see today some. Da kann man jetzt nämlich pre-ordern schon, vorbestellen. Und wir werden Sachen sehen, die noch nicht gezeigt wurden, noch nie vorher. Some of the things about the game, and only today we're showing you part of this, and there will be more as we go. Es gibt echte Neuigkeiten, will er damit sagen. A Distant Worlds 2 section. Genau, auf diesem Mal sind wir auf die Distant Worlds 2 Sektion. Again, you'll see some pretty cool stuff in action, and then we have the first appearance of Starship Troopers live gameplay, so no pre-recorded, nothing. Genau, das erste Mal werden wir Live-Gameplay sehen zu Starship Troopers, also nichts, was vorher aufgenommen wurde, sondern wirklich live. Ja. Mit dem User-Interface und allem, was dazu gehört. Get ready for that. I'm going to give you 5 minutes or something, and then let's go with this War Games video, and I will see you later for the big announcements. I'll see you later. Genau, später dann bei den großen Announcements am Ende, bei den neuen Spielen, da würden wir ihn dann wiedersehen. ...2021, das Jahr der Wargames. Ja, Warplan Pacific. Das wollte ich auch anschauen. This is Albro Souza, developer of Warplan and Warplan Pacific. Today, Das ist der Entwickler von Warplan Pacific. Also will er bei ein paar der Lieblingsfeatures der Spieler. So battleships, battlecruisers, aircraft carriers and light aircraft carriers are their own naval group. Ah ja, große Schiffe, Capital Ships sind jetzt ihre eigenen Gruppen. Specialties to include land, sea and air. Third is hidden naval forces. Hidden naval forces means that some of your naval forces aren't seen on the map. Okay, versteckte Flotten. Increase their detection level and increase the chances that you can engage them. Okay, muss jetzt investieren, ob man die überhaupt The findet. map is 50 miles or 80 kilometers per hex, which makes the game very playable with the easy-to-use menu system of Warplan. The game is really nicely designed to generate anxiety and deep thinking strategy for players to enjoy the Pacific theater. You're up against the clock for objectives as the Allies and the Japanese. You need to know how to hold on to an objective, when to let it go, when to defend the next objective, because the game is based on victory points. At the moment, we are studying your posts
Also im Prinzip hat da jeder quasi auch eine Zeitbegrenzung und man kämpft eben um die Objectives. Das geht hier nur ums pazifische Theater, das ist ein normale Warplan, da geht es tatsächlich um Europa und so weiter. Und es ist an sich ein sehr nettes Spielchen, aber ja, haben wir auch noch nicht dazu, das zu spielen. Hey, hi, I'm Bill Hardenberger. I'm one of Mission Cold War? Combat Mission Cold War game development leads. First of all, Combat Mission Cold War is a sandbox war game. Das ist ein Sandbox-Kriegsspiel. Actually implies that there's flexibility within the war game. Ja, genau, und das impliziert, dass es da eine ganze Menge Flexibilität gibt. You can use multiple terrain, können verschiedene Terrains benutzen, verschiedene Panzer, verschiedenes Equipment und Situationen einfach so kreieren. Representing multiple years in the base game, so we don't just represent. Also präsentieren mehrere Jahre im Grundspiel und nicht nur irgendwie so einen kleinen Abschnitt der Zeit, sondern mehrere Jahre. Ja. Also eher so quasi auf Grand Strategy Skala. The US equipment represents, we have a wide variety of equipment from M48 tanks, M60s. Es gibt also entsprechend auch verschiedene Panzermodelle, nicht immer dasselbe. The Soviet equipment ranges from T-55s, T-62s, T-64s, all the way up to T-80s, including auf sowjetischer Seite eben genauso mit den verschiedenen konsekutiven Panzermodellen der Zeit, T-59, T-62, T-64 und so weiter. Of the variety of equipment that this game provides, and there's much more in this game than just what I've identified there. Also, the terrain that's available within the game is varied as well. So we don't just include the West German terrain, around the Fulda Gap. We also include National Training Center's desert terrain within the game, within the base game. So with those two types of terrain alone, there's a lot of scenarios. Also da sind noch mehrere Terrainarten, nicht nur das westdeutsche Terrain, sondern auch ein Wüstenset, was für viele verschiedene Varianten oder Möglichkeiten sorgt. Are actually represented DPICM, dual purpose improved conventional munitions, are represented within this game, and it's a game changer, to be honest with you. I mean, that weapon system, whether it's airdropped or artillery, is a fantastic addition to the combat mission game. Hi, this is Lance from Yobo Wargames. I'm here to give you a quick development update on where we are with Valor Victory. So we've been in beta testing for about 2 months now. Valor Victory wird jetzt seit 2 Monaten Beta getestet, haben eine ganze Menge Feedback bekommen von den Beta-Testern. Jetzt versuchen ihre Ideen hier quasi mit reinzubringen. Seht ihr, ganz klassisches Wargame wieder. Had a musician recently look at all the sound and music in the game. Die Sounds und die Musik im Spiel soll jetzt nochmal verbessert werden, massiv. And it sounds really, really great now. So looking forward to getting some. Ja, soll jetzt auf jeden Fall sehr viel besser klingen. Ja. Das sind sogar echte Würfel hier. We've been using the scenario editor pretty much constantly now to test the game out. It's really great. We can basically put together a quick scenario in a couple of minutes. Ja, sie bauen mit dem Szenario-Editor die ganze Zeit neue Szenarien, um das Spiel zu testen, und es läuft anscheinend auch sehr gut. What left to do is to fine-tune the AI you have in the game. Das Einzige, was sie noch machen wollen, ist die KI ein bisschen zu feintunen, damit sie besser wird. Sie wollen das Spiel auch übersetzen. Sie wollen es auf Französisch, Deutsch, Spanisch und Russisch haben, wenn das Spiel rauskommt. Handbuch müssen sie noch schreiben. More beta feedback as possible into the game. Und sie wollen so viel Beta-Feedback wie möglich in das Spiel einzubauen. Und ist aber momentan ganz zufrieden. Er sagt, dass es ein sehr gutes Fundament ist für das Spiel, um es noch weiterzuentwickeln hinterher. Man freut sich auch, das Spiel zu veröffentlichen und zu schauen, wie die Leute es finden. WEGO Reports von Stalingrad. WEGO World War II game system, built on the framework of Desert War 1940-42. This is a hex-based wargame depicting the German attack on Stalingrad between July and November 1942. Ja, mehr Wargames, ne? Klar. Hex-based, es geht um Stalingrad, der deutsche Angriff auf Stalingrad. Like Desert War, it uses a WEGO system.
in which both sides plan their moves and then these moves are executed simultaneously. Ja, das System beinhaltet, dass beide Seiten ihre Bewegungen zur selben Zeit planen und dann, wenn man quasi Zug drückt, dann werden die gleichzeitig ausgeführt. Zusammen mit dem Nebel des Krieges erlaubt das eben eine sehr realistische Simulation der Entscheidungen und der Simulation der taktischen Umstände, die eben die Schwierigkeiten darstellten zu dieser Zeit. There's a lot, so let's just focus on top 5 gameplay influencers. First, there's a new combine breakdown feature. A regiment, for example, can either be represented by a single regiment counter or alternatively by 3 battalion counters. Ah ja, okay, Regiment-Counter oder 3 Bataillons-Counter auf einmal, man sieht es hier ein bisschen gezeigt, ne? Okay, man kann jetzt Brücken zerstören und bauen mit Ingenieuren. Okay, Nachtoperationen sind jetzt auch besser möglich. Ja, okay. Vor allem verdrossen. Lufttransport wurde auch eingeführt, um umzingelte Einheiten zu versorgen. Control and shorten lines of communication. And fifth, there's an AI staff assistant, so that you can order the AI to take care of ordering your attacks, assigning your artillery and air bombardment. Finally, okay, man kann automatisieren, man kann der KI sagen, dass sie gewisse Teile der Entscheidung übernehmen soll. Will enhance the immersion of a player by connecting them directly to the trials, tribulations and success of their division. Das ist nochmal die Ausführung zur gleichen Zeit. Scenarios are 2/3 complete. We hope to start beta soon. Sie wollen die Beta bald anfangen, die sind aus den 2 Drittel fertig, also wenn ihr damit helfen wollt, wartet bald neue Ankündigungen. I'm Jason Pether from the Campaign Series Legion, talking to you about Campaign Series Vietnam 1948 to 1967. It is a new turn-based tactical wargame that focuses on prominent battles during the French Indochina War, the Vietnamese Civil War, and the initial years of free world involvement in Vietnam. Also der Indochina-Krieg und bis hin zu Vietnam, rein historisch betrachtet. There's a new and improved combat assault system, a new airstrike system with varying ordnance packages. There's an enhanced fog of war, enhanced reporting, enhanced spotting, and so much more. Im Prinzip gibt es die verbesserte Version von allem. We finally have our program components written in the name. There are new terrain types, plethora of new unit also schon gesehen, kann sehr nah ranzoomen tatsächlich. Das ist ja das, was mich ja durchaus für so ein krasseres Wargame noch immer mehr begeistern kann. Ne? Kann sehr nah dran. Vor allem ist es ein sehr unverbrauchtes Szenario eigentlich. As usual, you can use the detailed order of battles and the master maps with the included editors to make your own scenarios. Ja, Editoren gibt es auch für eigene Szenarios. Es gibt eine Order of Battle. All Dinge, die häufig nicht hat. We are in the preliminary beta phase. And Campaign Series Vietnam will be coming late fall 2021. Take care and good gaming. Das waren die Wargames. Achso, da kann ich nicht so extrem viel zu sagen, weil ich da bei manchen gar nicht tief drin bin. Also bei manchen mehr, bei manchen weniger. Bei anderen weniger, so rum. So, und ihr seht es jetzt theoretisch, ne? Oh wow, es gibt... Ernsthaft, sie haben echt eine Pinkelpause eingebaut. Ich bin positiv überrascht. Das ist leider zu spät für mich zumindest. So, jetzt können wir reden kurz, bis wieder losgeht. Was meint ihr denn bisher? Hat euch bisher die Unternehmenspräsentation gefallen? Die Sachen, die es jetzt in den Wargames gab. Ja, Warplan ist eigentlich ein sehr interessantes Spiel, weil es auch ein cooles Industriesystem und so weiter hat. Ja, ist auch tatsächlich eins der Spiele, wo ich nicht dazu komme, das zu spielen. Also, ja. Ist der Bescheid, machen wir das ein bisschen leiser. Der YouTube wird mich hier monetarisierungsmäßig wegstriken. Combat Mission, beste Wargame-Serie, sagt Charlie 1. Ja, tatsächlich, ich habe das immer wieder so auf dem Plan gehabt, aber ich habe es selber noch nie gespielt, muss ich wirklich sagen. Es sieht halt super geil aus, ne? Er sieht halt aus wie, sag ich mal, so die ganzen Ruse-Nachfolgespiele, nur halt mit richtiger, taktischer, krasser Ebene und halt rundenbasiert. Ja, also wenn man eigentlich dieses Ruse-Feeling haben möchte, aber halt ohne die Hektik, kann man gegeneinander spielen. Das Problem ist weniger, dass ich nicht spielen möchte, ich habe einfach keine Zeit dafür. So.
Ja, also Distant Worlds ist ja geplant. Moment mal, wir können ja kurz mal hier rüber schalten. Oh, nee, Lili. Das ist heute echt ein Quälgeist, ne? Welches die richtige Szene hier ist. So, hier hast du nochmal den Plan. Voll eher Angst zu verlieren, ne? Ich glaube nicht. Nicht Angst zu verlieren, da würde ich niemals gegen Sui spielen. Nee, Zeit dafür ist tatsächlich einfach keine da. Ich würde gerne die ganzen Wargames spielen, aber das kannst du halt echt machen, wenn du dieses YouTube-Ding 24/7 machst. Und das ist halt bei mir leider nicht mehr drin. Und da ich ja auch noch ziemlich viel, sag ich mal, im Bereich von normalen Spielen unterwegs bin, ja, ist das entsprechend schwierig. Wir spielen ja ein Wargame, das ist momentan Shadow Empire. Und das ist ja tatsächlich auch noch eine Art näher bei mir, weil es ja auch noch Sci-Fi ist. Aber für mehr reicht es halt nicht. Das ist ja zum Glück oft PBEM, dass man das ein bisschen nebenher regeln kann. Die Mäuschen. Ja. Möchte ich nur die kleine. Zumal ich muss ja sagen, dass mir bei den meisten Wargames auf der kleineren Skala immer so ein bisschen die wirtschaftliche Komponente fehlt, wobei man da halt echt viel vergeigen kann, das stimmt schon. Ich möchte jetzt eher nicht so, damit nicht so Zeit ist wie vielen Grand Strategy Games. Ja, das spiele ich ja eigentlich fast, vielleicht spiele ich ja selber auch fast gar keine mehr. Ja, und das ist halt das Problem das Problem ist, dass du um diese ganzen Wargames zu verstehen, halt auch noch so massiv viel Zeit investieren muss, um überhaupt zu raffen, was da überhaupt vor sich geht. Das ist auch noch eher das Problem. Ja. Nee, Mäuschen. Ich weiß, du willst auch gerne Handbücher lesen. Und ich habe halt momentan noch so ein paar Sachen auf dem Plan, zum Beispiel hier Garrick Speaks War in the East 2. Das dann auch mal im Multiplayer. Sieht man es eigentlich? Ja, man sieht es so ein bisschen, das passt schon. Ja, und eigentlich sind wir ja, wie gesagt, eigentlich sind wir vorwiegend wegen Distant Worlds 2 hier. Ich hoffe echt nicht, dass sie das noch irgendwie verschieben. Das wäre richtig bitter. Ich hoffe, du verstehst mich nicht falsch. Es ist halt immer dieses, ich muss halt sehr genau meine Zeit planen, wie viel ich investieren will, wenn ich dafür dann eine Runde spiele, die dann irgendwie 2 bis 4 Stunden geht. Ne? Ist alles eine Zeitfrage. Und je nachdem, wie sich meine Jobsituation weiterentwickelt in nächster Zeit, dürfte ich wahrscheinlich noch weniger Zeit haben. Die Kompetenzen werden nicht weniger. Und deswegen, ja, da das Zeug sowieso bei mir auf dem Kanal zugegebenermaßen so gut wie keiner schaut, ist das halt nicht so die Priorität. Und da stehen dann eher die Sci-Fi-Spiele und die Rollenspiele dann an erster Stelle. So, ich könnte euch ja tatsächlich auch nochmal was raushauen hier. Ne? Wir sind jetzt 16:30 Uhr. Das ist. Ist das schon Halbzeit? Ja, eigentlich schon. Wo haben wir es denn hier? Dann haben wir die neueste Ladung von Tomai hier quasi verarbeitet. Und das hier ist tatsächlich ein Sci-Fi-Aufbauspiel. Das nächste, was ich euch hier reinstelle. Also nächstes Giveaway. Viel Spaß für denjenigen, der es bekommt. Alles gut, kein Ding, kennen Sie das? Habe neben der Arbeit auch noch Kinder, eine Frau und andere Hobbys. Glaubt man nennt das Leben. Ja. Ja, ich arbeite vorwiegend. Habe ich gesagt, als wir darüber gesprochen haben auf Arbeit im Meeting, bei den Tag der Arbeit, also ja diesmal der erste Mal fiel hier auf den Samstag, habe ich nur gesagt, naja, für mich ist jeder Tag der Arbeit. Ja, zum Glück, meine Freundin ist ja sehr zuvorkommend.
Statt der Kinder habe ich die Katzen, die sind auch ein bisschen angenehmer. Die Mäuschen, auch wenn du auch immer auf deine Zeit bestehst, ne? Wie jetzt zum Beispiel. So. Ja. Jetzt muss ich tatsächlich auch nochmal mir was angucken, weil es ja zu Battlesector theoretisch ja von mir dann auch nochmal was Neues gibt, weil ich da eine neue Version habe, mit der ich euch unter Umständen was zeigen kann. Gucken, ob wir das heute Abend direkt nach dem Stream machen, wahrscheinlich schon. Aha. Okay. Ja, genau, also wir können ab heute dann quasi nach dem Stream auch Battlesector mal zusammen spielen. Außer sie sagen, hey, ihr könnt ab jetzt Dual Universe sag ich schon, Disneyworld 2 kaufen, dann kaufe ich es mir direkt natürlich und werde es spielen. Aber ich denke, davon wüsste ich vorher was. Das wäre schon eine klasse Überraschung. Eine sehr klasse Überraschung auch für mich dann. Deswegen gehe ich mal nicht von aus. Ja. So. Schon, ansonsten lassen uns alle auch nur wieder hier nebenher laufen. Stark ist der Einzige, der sich erbarmt. Ja. Diese Schmusikatze hier. Sieht sie ja schon wieder gar nicht. Nimm mal nur den Schwanz, der hier oben an mir, an meinem Hand hier rum, da. Ah, nein, Leni, das ist nicht so gut, was du da machst. Und doch nicht hier den Stream crashen, Katze. Ja, und bei den neuen Spielen, wir können ja wieder zur Spekulation zurückkehren. Wie gesagt, ich hoffe ja auf Warhammer 40k Armageddon 2, das wäre mal die erste Hoffnung. Sie haben ja die ganze Zeit irgendwie so rumgeteased, ne, dass ja jetzt andere Leute ja auch die Star Wars Lizenz haben dürfen und dass ja da vielleicht irgendwas in der Richtung kommt. Das wäre ja schon krass. Es soll auch ein Echtzeitstrategiespiel dabei sein, also wenn das, was auf Twitter stand, richtig war. Es ist ein rundenbasiertes, ein Echtzeitstrategiespiel war auf jeden Fall dabei, ein Wargame und eine vierte Sache. Aber das weiß ich jetzt ehrlich gesagt echt nicht mehr, was es war. Ach, Katzi. Deswegen dir wieder alle Trinkbecher hier umstellen. Das ist der Grund, wieso hier ständig irgendwas umfällt, wa? Ja. Ja. Ich hab dich auch lieb, Lili Mausi. So, ist halt die Frage, ob sie das jetzt, wobei eigentlich müsste es jetzt gleich weitergehen. Um 16:30 Uhr ist der erste Showcase jetzt schon angesagt. Der von Battlesector. Wie ihr so schön sehen könnt. Da gibt es ja eine neue Sache, also es gibt eine Sache, die super toll und super neu ist, ja. Von der durfte ich aber noch nichts sagen. Das dürfte jetzt gleich als erstes kommen. Oh. Ja. So. Jetzt hat sich die Katze hier oben drauf gelegt. Zum Glück muss ich heute nichts spielen. Hello everybody and welcome to the Warhammer 40k Battlesector live showcase. My name is Alberto and I'm brand manager for Battlesector. To my left, here's Paolo, who is our global PR manager. We are about to connect with David from England, who is producer for Battlesector. Also Alberto und Paolo. Hello David. Wir connecten jetzt mit David, der ist der Producer von Battlesector. Alright, so also ich habe nicht gehört. before we get to the gameplay and the new features that we want to show, there are some news that we want to break to you.
The first one, as Marco already mentioned, Gut, es gibt noch eine Neuigkeit, die Sie uns gleich mal sagen wollen. open pre-orders for Battlesector. Genau, ne? Die Vorbestellungen sind jetzt offen für Battlesector. 10% off discount. 10% günstiger. Steam, Slitherine, Epic Game Store. Auf Steam, Slitherine, Epic Game Store, GOG, Humble Bundle, Fanatical, Humble Bundle, and many other stores. überall. So there's no better way, there's no better time to get Battlesector than now. Also wisst ihr, ne? Wenn ihr jetzt bei Humble Bundle kaufen wollt, dann könnt ihr The game will be out on July 15 on PC. Am 15. Juli soll es rauskommen. And Xbox One. So, ihr könnt es bei Humble Bundle kaufen, wenn ihr mich unterstützen wollt, ne? Mit dem Link. How is the beta doing? Ja, wie läuft denn die Beta? Welche Art von Feedback haben wir bisher eingesammelt? First of all, can you guys hear me now? Ja, jetzt hören wir dich. Ah, good. There we go. So the beta is running well. Thank you very much. Beta läuft ganz gut. A few hundred guys in there who've been really useful, really helping us. Ein paar sehr nützliche Leute, die dabei waren. Einer war bei uns da vor kurzem erst am Stream, als wir es gestreamt haben. Working with the dev team to basically walk through the game with them, take on the feedback and feelings about playing it. Ja, soweit so gut. Ganz normal Feedback einsammeln zum Spiel. Tweak the game not at best, so that when it gets into everybody's hands, it's the best situation it could be. Awesome. We actually got a lot of amazing feedback from the content creators and influencers that we sent the game to. There's eine ganze Menge Feedback von Content Creatern und Influencern, ja. Also auch von mir, ja. If you want to see more of the game, we just sent out a new demo containing 6 missions. Genau, und das ist das, was ich angesprochen habe. Es gibt eine neue Demo mit 6 Missionen, die ich euch zeigen kann. Also da werden wir nachher dann wahrscheinlich reingucken direkt, wenn ich noch reden kann. Ja. Also noch bis wo man dann nacheinander reinspielen kann. Also man übernimmt dann eine Armee und so. So, und neue, unglaubliche Features, die Sie uns zeigen wollen heute. Genau, worüber wollen wir heute reden, David? Well, people met us in the previous streams of Battlesector from last month. Those kind of were sent out to people to show just 2 standalone missions. They could das letzte Mal wurden 2 Missionen gezeigt, dass wir die uns anschauen konnten. The new demo we're sending out to influencers, Genau, das neue Demo. already coming out on YouTube now, is kind of the first few missions of the campaign. Das sind die ersten paar Missionen der Kampagne. Those missions linked together. Genau, sie sind auch zusammen verlinkt, also ne, nicht wirklich hintereinander. Is the whole army management and army upgrade system. Genau, es gibt noch das heute das Army Management, das Army Upgrade System. Kind of glamorous side of Warhammer 40k Battlesector. Und die glamouröse Seite davon. Genau, mit dem Fotomodus. Darüber durfte ich nicht reden. Ja, Fotomodus. Man sieht das hier so ein bisschen, ne? Das ist schon Layer drüber gelegt hier. Also. So let's get on with it. What about the army management system that you mentioned? Reden wir über das Army Management System. Wie funktioniert das? People and the tabletop, half the fun of Warhammer is math hammer and building your armies and theory crafting your armies together. So what we tried to do is give everybody the chance to kind of build the army they want to take into the battles. So genau, sie wollen uns also allen die Chance geben, dass jeder genauso wie am Tabletop sich eben die Armee zusammenbauen kann, die wir halt ins Gefecht führen wollen. You want to take and how you want to equip them. So you're sort of seeing in the background here, you're seeing. Na, wir können jetzt zum Beispiel auch sagen, was in den Slots drin sind bei den Dreadnoughts, ne? Ob sie jetzt verschiedene Skills, sie können aber auch verschiedene Loadouts mit einem Sturmbolter, Schwerterflamer oder einem Meltergun. Melting groups of Tyranids up close and central, or the Meltergun for more long-range armor-piercing punch. And each of those, as you take them, they kind of adjust your points as you might expect in the table. Genau, je nachdem, welches man auswählt, dann tut das die Gesamtpunkte natürlich beeinflussen. For Blood Angels guys, they are assault troops sent in to die as they should do already. Das ist ein Dev von der Dev Company der Blood Angels. Multiplayer teams of 1,000 points. Crew, and these guys are equipped with chainsaws and hand flamers designed to jump in there and melt face and kick ass. Sounds great. So this is very similar to the tabletop, I see. So I durch diese Leuten in den Arsch zu treten, um sie wegzuschmelzen. Yeah. But you mentioned that there was some system to upgrade your army between each mission. So, es wurde erwähnt, dass es ein System gibt, wo man seine Armee upgraden kann zwischen Missionen. About that. Und darüber wollen wir mal kurz reden. So as you go through the campaign, you basically start out with. So während wir durch die Kampagne spielen, it's basically to help players get into the campaign. Starts with mostly just the basic actions of run, shoot, ganz normal. chainsaw to Man face. kann also einfach ein bisschen hauen, ein bisschen schießen. Aber umso weiter wir vorankommen, sehen wir in diesen Hauptquartier-Upgrade-Tokens, diese Münzen, die wir hier einsetzen können, um neue Perks und Fähigkeiten unseren Leuten zuzufügen. Skills
So you'll see here, you see Sergeant Carleon, who's kind Genau, of sind auch zwei Helden, ne? Die haben ihre eigenen and he's unlocked in the middle Bäume there. He's offensichtlich. assault cannon strafe, so he can use command points in the middle of the battlefield to call down Storm Ravens to gun down Tyranids. Genau, er kann quasi zum Beispiel Luftschläge anfordern von Storm Ravens. And he's more focused around healing and Soldat morale hat and eben eher momentum. Fähigkeiten, die zum Beispiel also Moral erhöhen oder Heilung. Beef up the aggressors of the squads with that kind of hail of fire ability, letting them put down thousands of storm bolter rounds. Also eben der Supporter, der Buffer im Prinzip ist der Predator und seine Fähigkeiten. We want to show you today is the photo mode. What is the photo mode, David? Genau, was ist dieser Fotomodus, dieses ominöse? So anyone's played Black Lab Games' previous game of Battlestar Galactica Deadlock, and one of the Leute, really die cool das letzte things Spiel von about Black Labs Games gespielt haben, nicht Battlestar Galactica Deadlock. Turn, you can go back and look back on the previous turn and set up Da konnte man am Ende jedes Zugs sich mal den letzten Zug anschauen und irgendwelche coolen Bilder davon the machen. developers are really keen to bring that. Ja, und Even though die this is Entwickler an wollten das game rather than the WEGO game, tatsächlich bring it hier in ins there Spiel and bringen. still be able to get a real sense of awe and wonder and beauty from some of the really good models they've made. Genau, bei den Modellen haben wir ja schon gesehen, die sehen nämlich echt richtig toll aus. Alright, so today we're going to show you how to capture a real cool photo mode grab. So wie das aussieht, könnte ich schwören, dass die auch nochmal aufpoliert haben. So David, explain to us how it works, please. So, wie funktioniert der Fotomodus? Zeig doch mal. So this is basically just a set mission save we have from Breaching the Heaven Wall, which is on one of the previous genau, haben wir zusammengespielt, die Mission hier. So here, Paolo's got some Blood Angels and some Tyranids about to come involved. He's got to hit end turn and let the Tyranids take their turn, and then during that, we're gonna take an wir machen mal opportunity Overwatch to auf grab a snap. allen. Wir drücken tatsächlich Zug beenden. So this is all about, seizing the opportunity to capture a really cool scene. Yes. Cool. Yeah, so es geht darum, die Möglichkeit zu haben, irgendein extrem Terran effects comes over to schönes Bild, ein cooles Foto zu schießen hier. I think Paolo had set up some very sensible Overwatch zones. Here we go. There we go. All right. So, und da zack. Paolo was very quick at pushing that backspace button. Ja, es kommt nicht automatisch. Man muss natürlich erstmal den Button dafür klicken, dass man in den Fotomodus kommt. Die haben angefangen zu schießen. So let's have a look at the various settings that you can tweak in the photo mode feature. So. Yeah, so it's kind of got there's kind of the photo mode camera is essentially set up kind of like a real world SLR. So lots of settings in here where you might get also viele Einstellungen, die man hier mitnehmen kann. Taking in the real world. Stationsmodus mit der Kamera. Key helpers because it's a video game, not the real world. So it's got a couple of rotation modes, so we can either have the camera orbit around a fixed point or fly through, which is kind of more like a straight camera on a thing, but whereas orbit basically focuses on a point and lets you rotate around that point. All right. There's field of view settings for choosing whether you want to see like an up-close super zoom or a wide around or a great shot. With some massive old fisheye on the camera and a bit of Dutch tilt if he wants to add a bit more drama to it. It's kind of a specialist thing that's often quite fun. Ja. Okay. Ich meine, ihr seht, Sie müssen nicht wirklich beschreiben, ihr seht ja, was die machen mit der Kamera, ne? Yeah, sorry, go ahead. Ah ja. So Tiefenunschärfe beziehungsweise kind of focuses on like kind of the focus of the camera. So where does he want the real point of interest in the scene want to be? Fokus so gehalten wird, kann man hier einstellen. Around, framing his shot really in a kind of more interesting manner. So we can set his focus distance, which is basically where is the camera focusing inside that scene. So the further you set the bar, the further umso weiter es weg ist, ne? The focus point is basically. And then he can use his aperture slider to basically affect how open or closed essentially the aperture on the lens is. Genau, also ihr könnt quasi sagen, wo ihr euch da fokussieren wollt. Das ist halt and ein then Fokus, there's even ne? a finer tune slider for the depth of field itself to kind of, so you can help you really kind of tune the focal points of your shot. Ja, man kann da eben den perfekten Punkt quasi raussuchen für den Shot. The other settings and then let's try to really get the best out of this shot. Sorry. What is the third category? So the third one's for color balance. So you've got all the usual things you might see any kind of color editor, exposure, so you can how much light and dark you want to let into the camera lens. Then you got a bit of you should probably when you're moving that, you move your contrast to match Beleuchtung kann man natürlich auch hier machen, ne? Keep your Sättigung, Kontrast und Temperatur. Alles you got ganz saturation, how normal much wie. color you want in or out of the scene. Obviously, you can go a bit crazy if you want to with oversaturate it, or completely knock it out entirely for a black and white shot. Contrast, obviously, whether between the light and dark in your scene. Kontrast ist geil. And temperature kind of adds a kind of post-processing effect of more warm red colors or cool blue colors. Temperatur ist immer links ist ganz blau, das ist ganz rot. Ne?
Und Filter. And we also left in some like kind Also of Loops preset quasi, filters die man drüber ziehen kann. Ne? for people as well if they want to go through. So if they don't want to do their own customization, there's some presets there for them as well. Cool. Yeah, I can see that some of those preset settings are pretty awesome looking. So, but for now, let's stick to custom and let's have a look at the four. Jetzt noch die Vignette, And the last one's kind of just to kind of polish off the screenshots. Also, you can have a bit more vignette or less vignettes, kind of focus in and edge out the corners of your camera. If you're more a photo person or a cinema person, you can add or remove your cinema bars, depending on what kind of screen you like to take. Ja, ich muss euch wirklich erklären, was er sagt, weil ihr es eigentlich seht. Ja, also, mit Logo, ohne Logo, wo ist das Logo? Ne? Man kann eine Vignette einstellen, alles, was man halt kennt aus Fotoeditoren dieser Art. And finally, as Paolo was pointing out, it's kind of Instagram one of the key cool bits of because the game is running in the background here. It's not like we've skipped out into a different mode. You can basically nudge through frames one at a time, looking for those key shots. Man kann jeden Frame hier. And what's quite really cool about this, especially because the intercessors here are firing the bolt rounds, is all the bolt rounds are physically modelled. So if you wanted to, you can actually get a real close-up shot of each bolt round impacting on the Xenos. Die ganzen Bolter-Schüsse tatsächlich physisch gemodelt werden. That's really handy for capturing, the really cool moment that you want to depict in your. Da kann man natürlich immer genau abwarten, den Moment, wo die Schüsse einschlagen und so weiter. Try to edit this current shot and basically make it the best looking as it can be. Yeah. So what are you suggesting, David? So I think Paolo's actually done some really good work. He's kind of added there's lots of interesting elements in the scene. You've got the main points of action as kind of our intercessors and Terran effects in the middle there. But he's using the architecture of the scene to frame it. So if you look at, we got that benutzt die Architektur der Szene, das Ganze so ein bisschen zu framen hier, ne? Das hier, ne? Adding a nice kind of field focus onto the right there. He's got a lovely reflection off the control console on the right. Which kind of adds a nice atmosphere to it. What you can also do is, as well as fiddling with the faders, as it were, on the focus distance, you can just click on the unit in the scene, and the camera will pick that unit as the focus distance straight away, which is much quicker than das sind echte Blood Angels jetzt. Die sind so rot wie das by the way, I wanted to mention how these models really look crisp and cool looking when looked at very, very up close. Yes. Das, was ihr gerade erzählt, wenn man ganz nah rangeht, dann sieht man, wie cool die Modelle eigentlich aussehen. Das haben wir schon bei uns im Anspielen gemacht. Die sind super detailliert. They should be. It's some exceptional work for the models in the game. Yeah. All right. Let's maybe try to tweak the colors a bit. We really want to get a little bit on the oversaturated on the bullet trails there, I think. Just need to nudge that down. There you go. So. Nah. I think, well, this is Warhammer 40k, so we really want to nail that grim, dark feeling in our shot, right? That's quite nice. If I was Paolo, I'd probably nudge it on a couple of scenes to take that explosion out the way, because I think it's an impact. One more. Go on, nudge one more on Paolo. There we go. Because you got a nice muzzle flash from the intercessor bolt rifle. Ja, das ist das, was ich immer noch mache, wenn ich meine Thumbnails mache. Da sitze ich da erstmal so am Stuhl an diesen Einstellungen. Und ich habe halt ein Programm, wo das sehr detailliert auch geht, mit vielen anderen Varianten. And just hit enter to save your screenshot. Macht mir super Spaß. So that screenshot goes into your My Docs. It will get saved to your cloud if you sync it to the cloud. But also, it's accessible for in the game as well. Obviously, because the game's still going on, as soon as you pause, the game's still happening. So it's a real pleasure, I find, of just going through and just like, oh, this is a great shot, just taking a shot and just getting there and getting those screenshots. So you can sort of see here, this is the one that Paolo has just taken. Sehr gut. I go with my ridiculously one of my favorite features of the game is that little button at the bottom there, where you can basically to show it in the loading screen. Ja, man kann sogar sagen, dass man das Loading Screen benutzt. Das ist natürlich ganz cool. Loading screens from the game itself. Yeah. But if you tick that, so that when you're loading each level, you get your screenshots of your past memories, your past victories, your past glories. I love it. It's a really great reminder. Das ist natürlich echt ein cooles Feature. Das habe ich auch so noch nirgendwo gesehen. Dass man quasi sich die eigene Loading Screens als hier mit reinpacken kann. Ne? On social media forums and to your other friends. Man kann es natürlich wunderbar teilen. Our beta Discord is mostly just full of these photos. Yeah. Yes. Speaking of which, we have a really nice der Beta Discord ist voll mit diesen Fotos, verständlich. Taken by testers, so let's have a look at them. Cool.
Yeah, as you can see, the photo mode is really a versatile tool. The game allows for a variety of different environments and plenty different units. You can set basically any sort of situation. Servus, Amok. Grüß dich. Those shots are really amazing. I mean, some of them pretty look like actual dioramas with miniatures. They're just photorealistic. Ja, sowas hier, ne? Mit diesen tiefen Effekten, das ist richtig cool gemacht hier. Echt schön. Yeah. And we really want to give people a chance to do those. Yeah. I can see Warhammer 40k fans. Das ist auch super nice hier. Ich mag ja so Lichteffekte, ne? Habt ihr vielleicht gemerkt an den Thumbnails manchmal. I've spent hours myself just making these. Yeah, I can imagine. Well, I would spend hours on this feature myself. Das ist auch super geil, ne? Alright. So, leider etwas verschoben, der Release. Ja, genau, das haben sie schon erzählt am 15. Juli. Aber es ist schon okay, es ist so alles so voll. Das sah auch geil aus, damit man nur die Augen gesehen hat. Ja, das ist schön, vor allem wenn es ein Spiel ist mit so Miniaturen, wo die so gut aussehen, da ist es natürlich super gut, dass man hier so einen Fotomodus drin hat. The game, as previously mentioned, is on pre-order. You can currently er wiederholt jetzt eigentlich auch nur, dass es schon vorbestellbar ist. Ne? On July 15, nochmal erzählt, der 15. Juli, wie eben schon erwähnt, der Release. So I believe we are pretty much running out of PC, PlayStation und Xbox. So stay with us because pretty soon we'll be back with Distant Worlds 2. Alright? So, jetzt haben wir wieder eine Pause offensichtlich. 30 Minuten bis Distant Worlds 2 kommt und das ist dann das, worauf wir alle warten. Wow, das sah interessant aus. Okay, also. Che belle partite di merda, eh? Che belle partite di merda, Oh. Irgendwas war wohl ziemlich scheiße. Aber wieder, okay, das bin ich auch gespannt, ne? Keine Frage, aber es ist halt doch bei mir hauptsächlich, da will ich nicht lügen, ne? Ja, dann eigentlich doch Distant Worlds und die neuen Sachen. Ich hoffe, dass bei den neuen Sachen wirklich noch mehr Warhammer 40k dabei ist. Aber schon für das Spiel. Guck mal an. Apropos, ne? Jetzt ist ja Pause. Jetzt kann ich euch ja mal hier so. Das nächste Giveaway startet genau jetzt. Es ist wieder Gladius. Ne? Also macht euch bereit. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Das funktioniert gar nicht, ne? Weil ihr mich erst später hört, wenn ich das nicht schon. Ich weiß schon. So. Dann das Gladius DLC. Ich hoffe ja, dass es nicht unbedingt wieder so ein Random DLC ist mit einer weiteren Rasse. Ich meine, Mechanikum würde ich ja schon mitnehmen, so ist es nicht, würde ich gut finden. Aber ich wünschte mir wirklich, dass sie da ein bisschen mehr Spieltiefe noch reinbringen bei Gladius. Das ist ja alles so ganz nett, aber ein bisschen mehr so featuremäßig, so wäre schon ganz gut. Ich glaube, das Spiel braucht das mehr als noch mehr verschiedene Rassen zu bespielen. Ja, das habe ich. Also ich habe auch alles. Also ich weiß gar nicht, wie das ist im Multiplayer, ob dann die Leute, ob man überhaupt mit, sag ich mal, mit Leuten, die nur die normale Gladius-Version haben, man damit spielen kann. Oder ob die auch alle DLCs brauchen. Müssen wir mal versuchen. Ich weiß ja, dass Tobi es auch hat. Es sollten noch langsam ein paar mehr Leute aufschlagen, weil wir langsam so in die normalen Zeiten kommen, wo unsere ganzen arbeitenden Freunde heute von der Arbeit kommen und in den Stream anschalten. Ja, man kann. Ah, super. Das ist ja super. Ja, Gladius? Hast du es bekommen oder was, Gedito?
So, da kannst du ja gleich Multiplayer damit spielen. So, irgendwie am Wochenende mal gucken, ob wir es vielleicht diesen Freitag hinbekommen oder so. Ja, müssen wir im Discord ausmachen, weil wir Zeit haben. Kollege hat nur die Basisversion, er kann halt nicht die DLC-Version spielen. Ah, okay. Alles klar, das ist ja super. Also quasi so ein bisschen, ja, so habe ich es eigentlich erwartet, so ist es ja am sinnvollsten. Cool, dann kann ich trotzdem meine Tau oder sowas spielen und ja. Okay, du spielst noch Space Marines oder Orks. Heißt doch der Orks spielen, hm? Bin auch dabei, bin echt mal im Discord drin. Ach, Achtung, du bist auch dabei? Wie heißt du denn im Discord? Bist du der Neue, der jetzt vor kurzem reinkam? Paradius? Oder bist du jetzt dabei? Ah, da! Amok ist Amok. Amok ist, ja, willkommen im Discord. Willkommen bei den Gentlemen. Tau, was ist los mit dir? Ja, nee, es ist ja nur interessanter, wenn mehr verschiedene Rassen dabei sind, ne? Wir könnten ja mal so ganz wilde Sachen machen. Wir könnten ja irgendwie so ein Istvan 13 Revival machen, keine Ahnung. Wenn wir genug Leute haben. Also quasi eine kleine Space Marine Partie mit rumgeschnetzelten und ein paar Chaos Space Marines auf der anderen Seite eingestreut. Das würde ich nicht ganz geil finden. Reenactment war das Wort, was ich suchte. So, mal schauen, ob man da dann hat Klaus eigentlich einen Level-Editor? Amok, es ist für das größere Gute. Ich muss die Tau spielen. Gut gemacht, Edo. Oh. Well, hello everybody and welcome back. I'm Francesco, brand manager. Ja, servus Francesco. Distant War Ich bin franchise. Boring Gent. Today we're going to spend Das ist der Brandmanager von Distant Wars 2. chatting with Eric Rutins, executive producer of Distant Wars 2. So, you know guys, the game has been in beta testing for a while now, actually a couple of months. And the code for Steam is working really Genau, hard. wurde ist ja schon seit ein paar Monaten in der Beta. A release date. It's gonna be soon. Es gibt aber noch kein Veröffentlichungsdatum. Es wird bald sein. Ja. Ja, und dann mal die Steam-Seite verfolgen, wenn man oder Wunschlisten und followen, falls es da Updates gibt. Und ihr erfahrt es bei mir natürlich sowieso. So, dann sag mal, Eric Rutins ist ja der Chefdesigner, ne? Der ist er. Hello, Francesco. How are you? Von Distant Wars 2. Likewise. So last time we were able to see some game sequences about Distant War 2, but we stopped when we first met the pirates. So genau, wir haben das letzte Mal aufgehört, als wir das erste Mal die Piraten gesehen haben. Haben wir aufgehört beim letzten Mal. Yes, absolutely. Jetzt ist die Frage, ob wir jetzt mehr von den Piraten sehen werden. Wir werden als Mortalan spielen dieses Mal. The Mortalan are quite a different faction. They're very warrior focused. Ja, die Mortalan sind sehr kriegsfokussiert, sind sehr feudal unterwegs. And exploring some of the more kinetic solutions to problems in the distant worlds to. Ja, und die sind halt eher kriegerisch veranlagt, ne? Schießen gerne in der Gegend rum. Okay, wir werden noch einen Blick drauf werfen, wie die Galaxie jetzt aussieht. Und wir werden nochmal dahin schauen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, zu gucken, wie wir mit den Piraten weiter umgehen können. Genau, und wir werden noch einen tiefen Einblick haben in Forschung und Schiffsdesign. So, Bruno, we can begin with the presentation. All right. Okay. All right, so this first clip is going to be a zoom in, zoom out. We're looking at the Mortalan homeworld here. Mortalan Heimatwelt mit Zoom in, Zoom out, raus aus dem System und nochmal hier. Ah, guck mal, das sieht da, man sieht jetzt auch die verschiedenen Nebulas, die Nebel. As well as some of the other galactic structures. And we'll go back in here and you can see all the mining stations and the space verschiedene Minenstationen und Forschungsstationen und die Sternbasis. Move on from there. So. All right. So here we are. So this is picking up where we left off with pirates. So we've met our first pirate faction
And they're actually offering us So. a protection treaty. Ah ja, die guten alten Verteidigungsschutzgeld-Treaties mit den Piraten. Worlds, which I won't reveal fully now, but one of the options you have with them is effectively you can pay them and they Genau, eine der Optionen war immer, dass man sie einfach bezahlen kann, dann werden sie uns einen nicht angreifen. Genau. So, weil wer die Mortalen sind, werden wir da jetzt nicht annehmen, sondern wir werden sie bekämpfen. Is they decide to set up camp around our one and only fuel station. Now we need Also Piraten haben sich hier tatsächlich in der Nähe einer der Treibstoffstationen hier niedergelassen. Die haben Gasgiganten. Das ist eine Caslon-Station, das braucht man als Treibstoff. So, das ist eines der verbesserten Schiffsdesign-Screens, der Status dieser Mining-Station. Die hat sich auch gewehrt, hat man gesehen, die hat geschossen. So, und das ist jetzt das Piratenschiff. So sieht das hier aus. Welche Komponenten, aus welchen das besteht. So, eine der Sachen, die man tun muss, um mit Piraten umzugehen, muss man natürlich eine Flotte bauen, um sie dann zu hindern, dass sie hier frei quasi machen können, was sie wollen. The most important parts of your economy are your resources. Ja, der wichtigste Teil unserer Ökonomie sind natürlich die Rohstoffe. Die verschiedenen Konstruktionsrohstoffe, die sind verschieden natürlich. Manche sind häufig verfügbar, manche sind weniger verfügbar. Wir sind ja da im Early Game, also nicht so viele Ressourcen am Start. Es gibt auch Luxusressourcen und Treibstoff eben. Und es geht darum, hier, da wurden gerade mit dem Expansionsplaner weitere Locations zu holen für verschiedene Rohstoffextraktionsminenstandorte. Sind da gerade seinen einen Spion, den er hat, und hat den als von den Piraten, dass die Territorialkarte gestohlen wird von den Piraten, damit wir die Basis finden können, um sie dann anzugreifen. So, auch hier unsere Heimatwelt-Sternbasis, die hier von den Piraten angegriffen wird. Das sieht so gut aus, das sieht so gut aus. Ich weiß, wenn man jetzt das AAA gewohnt ist, dann denkt man, aber es sieht so gut aus und es ist alles Echtzeit. So. Ja, da haben wir auch eine Eskorte, die gerade da unterwegs ist. Da sind zwei weitere, die jetzt versuchen, den Pirat hier wegzujagen hier. Genau, das ist halt wirklich so Harassment. Es ist wirklich dieses Geplänkel, die stören halt immer wieder, die springen wieder rein und stören eben die ganze Zeit die Expansion und vor allem auch die Zivilwirtschaft. Genau, es gibt also keine große Piratenfraktion, es gibt viele verschiedene kleine Piratenfraktionen, wie im ersten Teil auch. In order to be able to better fight them off sooner before they can mount their effective raids. And obviously the more that you umso früher man sich um die kümmert, umso besser ist es. The more they're going to try to push you back to your system, push you back. Ja, und umso mehr man die nerven wird, umso mehr werden sie versuchen, einen selbst zurück ins eigene System zu drücken. And what happens here is a long series of skirmishes. Na, es gibt ja ziemlich viele Geplänkel. Derzeit trifft man auch dann andere Piratenfraktionen, das so gleich gezeigt wird hier. Ah ja, Fleet-Template. Genau, so unser Flotten quasi zusammenstellen, wie sie sein wollen, als Blaupause, die man dann immer wieder bauen kann. And the templates are a handy way to do that. You can manually control what the composition of your fleet is, but by using these templates and assigning them. Man kann das natürlich auch alles manuell machen, ne? Also wenn man das hier so macht und die Art von Flotte, ne? Manche nur Plünderflotten. Also ihr seht, das sind diese Buttons hier oben, nehme ich an. Da kann man quasi die taktischen Sachen einstellen, wie die hier sich verhalten wollen oder sollen. Das ist cool, das ist quasi das Äquivalent zum Stellaris Flottentool, nur wahrscheinlich besser und funktioniert. Sieht kompliziert aus. Nein. Armee-Templates, tatsächlich, dass man einstellen kann, wie die Bodentruppen aussehen. Stimmt, das gab es vorhin noch gar nicht. Stimmt, haben wir gesehen, dass man zum Beispiel Infanterie einstellen kann, wie viele Panzer und so weiter. And at this point, we've discovered this is the original pirate faction. Keine Sorge, ich mache Tutorials. And we discovered the location of their secret base, and we've built up a fleet. Genau, jetzt hat er die geheime Basis der Piraten gefunden. For that particular pirate base at this point.
And so we've sent this fleet to attack them. Genau, jetzt hat er eine Flotte hingeschickt. Basically an enemy target screen here, where you can queue the attacks on any enemy targets that you found. So for example, boom, right there, I just told our assistant AI effectively. Genau, im Prinzip hat er jetzt dem KI-Assistenten gesagt, ne, dass er sich darum kümmern soll, das hier anzugreifen. Man kann ja viel automatisieren, ne? So, die Flotte, die hier rüberkommt, hat 4-mal so viel Feuerkraft wie diese Basis. Und sobald sie hier rein warpt, werden wir sehen, wie erfolgreich sind. Da warpen sie gerade rein. Yeah, I'm slowing it down a little now so we can watch a little better. You often find these pirate bases in out-of-the-way locations or around planets that have. Warte mal, ist das der Belt von dem Gasgigant? Müssten das nicht eigentlich Asteroiden sein oder Staubpartikel und nicht Linien? Das ist ein bisschen strange. Beziehungsweise es sieht nicht so granulär aus, wie es vielleicht aussehen sollte, oder? Man sieht auf der linken Seite da unten sehen wir das gewohnte Bild. Da ist eine Struktur schon dran, die Panzerung ist durch, die Schilde sind durch, Schaden wird weiter gemacht. Ja, sie beleuchten natürlich hier, ne, so ein bisschen, weil dieses Rumgewackele hier, das sieht natürlich nicht so geil aus. Wäre natürlich ganz gut, wenn die Flotte irgendwie einen Befehl hätte, dass sie dann irgendwie vorbeifliegt und dabei schießt und nicht so komisch rumwackelt drumherum. Was passiert, wenn meine Fraktion zerstört? Das ist trotzdem noch die Fraktion ist zerstört, das heißt, dieses eine Schiff, was übrig war, hat sich angeschlossen. Der eigenen Fraktion. Interessant. Space Pirates will not be the only, let's call it, special faction in the game. Ja, Space Piraten werden nicht die einzige andere Fraktion sein, die da draußen ist in Destiny 2. Es gibt noch die Unabhängigen. And these are worlds. Unabhängige We're Welten. meeting a first one. A lone trader has showed up. So a trading ship, a freighter that is not one of ours. It's not a pirate. Ja, so lernen wir die kennen, wenn ein einsamer Händler vorbeikommt. Und die erzählen dann, ja, wir kommen eigentlich von der und der Welt. Ja. Ah ja, und sie erzählen uns quasi von der Kolonie, von der sie kommen. Da kann man sich die anschauen. Es gibt zwei Wege, mit Unabhängigen umzugehen. Das eine ist Diplomatie. Im Prinzip repräsentieren sie kleinere Planetenreiche, die nicht so erfolgreich darin waren, sich wirklich auszubreiten. Sie handeln also mit allen, mit den Piraten, mit uns. So jetzt, genau, hier werden Geschenke vergeben, werden Handelsabkommen getroffen. Und wenn man dann quasi durch die Level kommt, ähnlich wie bei Humankind oder Civ, bauen sie eben Vertrauen auf und durch die lange Zeit Handel. Genau, und ab einem gewissen Punkt erlauben sie es dann quasi, dass wir Kolonieschiffe hinschicken und das mit kolonisieren und sie quasi integrieren in unsere Welt, aber da wir ja Mortale sind, die Bösen, nehmen wir einfach unsere Truppentransporter und werden einfach eine Invasion hier durchziehen, wa? And you'll see in the top right here, there's the location on the galaxy map of that particular independent world that we were just having diplomacy with. And you can see in the middle here, we've got the location of our fleet. And so as soon as I'm done setting the different parameters to get them ready for the invasion, stellt da unten quasi die Parameter ein der Flotte, welcher Formation sie fliegen, ne, dass alle zur selben Zeit ankommen. Ne, das sind diese ganzen taktischen Einstellungen, die man einstellen konnte auch immer. Ne, also dass sie nicht irgendwie so tröpfchenweise einkommen, ne, das können sie leichter abgefangen werden. So warten sie alle gemeinsam rein. And I'm doing something a little bit sneaky here because since I did establish trade with them, I did some diplomacy. I'm actually going to refuel my invasion fleet at their planet. Er macht ja so einen richtigen Dick-Move. Er wird erstmal mit der Flotte den nachtanken hier an der Station der Leute und wird sie erst danach quasi we're not going to show this time, and I'm sorry in advance, we're not going to show the actual invasion. Die Invasion durchführen. Sie werden aber die eigentliche Invasion nicht zeigen, wie es aussieht. Wir sind also noch nicht so weit, dass sie
den Bodenkampf zeigen kann. Aber offensichtlich wird es einen Bodenkampf geben, der nicht nur so wie daraus besteht, dass sie jetzt klickt und dann ist fertig. Genau, normalerweise würden wir jetzt die Dropships, die Drop-Pods sehen, die jetzt hier rausschießen. Natürlich werden sie weniger glücklich sein, wenn man sie erobert, könnten sich auflehnen, wenn man sie diplomatisch reinnimmt. Dann sind sie natürlich glücklicher, aber es könnte etwas länger dauern. Really fun race to play with. Now, let's stop for a moment and focus on the research tree. There is a huge variety of research. Also jetzt geht es um den Forschungsbaum. Es gibt ganz viele verschiedene Forschungsprojekte, die man entwickeln kann. Yeah, and we had some questions about research last time, so I decided to give a little more in-depth tour this time. So in this particular clip, we're going to start out using the research interface. Genau, wir gehen zum Research Interface. Top left here, and we're looking at our different research stations, each of which is generally built verschiedene Forschungsstationen, gives us a bonus in a particular area of research. Die alle an bestimmten Orten gebaut werden, die einen Bonus geben für eine bestimmte Art von Forschung. You can see each bonus is broken out. Genau, man sieht hier auch jeden Bonus. Now these bonuses speed up research in that category. Each part of the tree belongs to a different category, but they also meet certain thresholds. So right now you have effectively certain parts of the technology tree where if you have genau, es geht halt auch darum, gewisse Grenzen zu überschreiten bei diesen Boni. Sonst kann man, also wenn man die nicht überschreitet, kann man gewisse Technologien nicht erforschen. Man kann auch, also schon beim letzten Mal, dass man das relativ frei einstellen kann, wie man die Forschung haben möchte, dass es immer gleich ist, dass es immer zufällig ist. So we're going through the different weapon techs now. There are multiple different trees here. These are the torpedoes. Torpedos, verschiedene. Tech level on the left-hand side, and then the paths lead you to the right-hand side to the higher tech level tech. Links ist natürlich das Low-Tech und rechts sind die verbesserten Sachen. We've got our long-range cannons, our railguns, our point defense weapons. Punktverteidigungswaffen, Railguns. We'll have lighter weapons, heavier weapons, medium weapons, point defense weapons. Here we're into ground combat. Also jetzt wird alle Art von Waffen, ne? Robotische Truppen haben wir gerade gesehen, genetische Replikation, Klontruppen, verbesserte Angriffstaktiken, Kampfsabotage. Ja, genau, Miyamoto. Nur wegen dem Event auch auf Twitch. Some bonuses to shipboarding, along with a Star Marine barracks that we can actually put on our ships and stations to improve their defense. Logistics and troop recovery rate boosts. Here we've got our improved reactors, which give us better energy. Ja, da kann man sich jetzt durch jeden Frame einzeln gehen und sich alles genau anschauen. Also wenn man das nur uns einkennt, dann kommt einem das hier alles mehr oder weniger jetzt nicht bekannt vor. Moving on up to the Garax, and it splits out into some drives that are faster, some that are. Genau, und der letzte Split ist quasi verschiedene Varianten, die verschiedene Sachen gut machen beim Warp-Springen hier. Und hier genauso. Ja. Speziell, umso höher man hochkommt, umso spezialisierter kann man es dann auch machen. In dem Fall auch bei den Triebwerken. So, hier die Vektorgeschichten für die Manövrierbarkeit. Dann gibt es Jäger, gibt es auch. Interceptoren, Angriffs, da sieht man es, leicht Interceptor, eine Bomber, verschiedene Panzerungsplatten, die man einbauen kann. War auch Solararmor. ja, oder? Ja. This gets pretty involved here because we have a lot of different ship roles now, both on the military and civilian side. Da waren jetzt die verschiedenen Flottenrollen. Ja. Es gibt da sehr viel mehr als früher. Okay, größere Schiffshüllen, die man hier dann sich freischalten kann, oder eben größere Gebäude oder Stationen. Und ja, die frühen Tags sind sehr einfach zu bekommen, sehr schnell. Umso weiter nach rechts man kommt, umso länger dauert das entsprechend, um sie zu erforschen. Energy Collectors. Energiekollektoren. Also im Prinzip ist es halt. Ich habe jetzt noch nichts gesehen, was mich jetzt krass überrascht hätte. Ich glaube, das meiste davon gab es auch schon im ersten Teil. Man kann also bessere Scanner, damit man schneller seine Systeme erforschen kann. Kolonisationstags für verschiedene Planeten. Ne? Ja.
colonization specializations that boost certain vulkanisch, Eisspitze und so weiter und so fort. Es gibt auch viele verschiedene Weltenarten, also viel mehr verschiedene Weltenarten als im ersten Teil. Lager, das ist eben größere Treibstofftanks, auch wichtig, um weiterzukommen, weiter rausfliegen zu können. Crew systems, commerce systems, medical and recreation. So, das sind jetzt hier die ganzen Systeme, die man in die Schiffe einbaut. As you go further down the tree and they start unlocking facilities to let you specialize in some of those areas and build. Genau, umso weiter nach hinten nach Westen kommt, umso mehr kann man sich hier wieder spezialisieren. Ach, diplomatische Sachen, okay. Es geht also quasi, man muss erstmal die Sprache der einzelnen Leute hier erforschen, damit man überhaupt reden kann. Independent and major factions, where if you choose to invest some of your research in improving your understanding of their language, their history, their culture, it'll also give you bonuses in diplomacy. Okay. Wenn man sie halt mehr verschickt, kriegt man auch Boni bei Diplomatie. Deep the research tree is and how diplomacy plays such an important role within the game. And another thing that thrills me is the fact that we can actually build and design our own ships. So can we go into more detail about this feature? Absolutely. Jetzt geht es ums Schiffsdesign. So we decided this time to go ahead and show you how we would build a new ship from the ground up here. So we're going to do. Sieht aber mit dem Nebel schon mal sehr viel besser aus, die Map, ne? So, und jetzt will er einfach mal ein Schiffdesign von Anfang bis zum Schluss. So, das sind jetzt all die Schiffshüllen, die er schon erforscht hat. Verschiedene Eskorten, schwere Eskorten, leichte Eskorten, Fregatten. Jeder hat seine eigene Spezialisierung. So, auf der linken Seite oben sieht man die ganzen Komponenten, die man einbauen kann. Und ganz unten und links da sind die ganzen verschiedenen Hardpoints, wo man Sachen draufbauen kann. So, auf der rechten Seite, ne, wie man das ganze Ding nennen kann und auch die Übersicht für die einzelnen Werte des Designs. Recommendations are just that. So first thing we're putting on Komplett Echtzeit, ja genau, Amok. Ja. Also pausierbare Echtzeit. Und so wie bei die ganzen Paradox-Spielen. Man sieht, das sind die normalen Komponenten. Nein, ein Hyperantrieb, Reaktor, verschiedene Treibstoffzellen, also Treibstofftanks. Genau, das Kommandozentrum ist eben die Brücke. Genau, ganz normale Crew-Systeme, ne? Umso mehr Zeug man einbaut, umso mehr braucht man auch Crew und so weiter. So, jetzt gehen wir mal zu den Triebwerken. Genau, ne, sind, ja, also die Farben sind entsprechend angepasst, ne? Ich mache meine ganzen Tutorials, wenn ich Sachen schreibe, brauche ich immer wieder aus, so, ne? Alles schön coden. Sowas liebe ich ja. Genau, also Proton-Engines, Ionen-Engines. Ja, die Directional Thrusters, das sind die Richtungstriebwerke, die Vektor-Triebwerke quasi, die einen Manövrierbarkeit geben, während die Proton-Engines einfach nur Geschwindigkeit nach vorne geben. Auf der rechten Seite beim Movement sieht man dann auch immer die Impacts auf die verschiedenen Bewegungsarten. Und das ist ein bisschen angepasst, damit die Symmetrie auch passt. Guter Mann. So, jetzt sind noch die Waffen. Genau, auf der rechten Seite sieht man immer eben die Zusammenfassung dessen, was wir hier eigentlich bauen. Verschiedene Torpedos zum Beispiel, Railguns, in verschiedenen Varianten, große, kleine. Und irgendeine Punktverteidigungswaffe möchte er auch einbauen. Man sieht auch mal den Vergleich, was habe ich richtig geil gemacht. Oh, das wird so gut, dieses Spiel, meine Güte. Genau, sieht man auch, ne? Große und kleine Hardpoints. Wenn ich das richtig sehe, ne? For the most part, placing them on the actual ship, because that'll show me where that weapon is going to be, and the little gray sphere or hemisphere around the weapon slot also shows me the arc that weapon is going to be able to fire in. Richtig. Und da sieht man tatsächlich auch die Richtung, in die die Waffe feuern kann. Wenn man das oben da so ein Turm ist, kann natürlich in alle Richtungen feuern, aber die unten hier an diesen vorderen Hardpoints sind, die können natürlich nur
quasi nach vorne und hier in diesen Richtungen feuern. Ne? Und auch die hier ebenso in die Richtungen. Bringt unsere Assets in Sicherheit. Vielen Dank für den, beziehungsweise Dank fürs Raiden, Darkstalkers. Und Servus. Genau, also momentan auch hier genug Energie am Start. Genau, jetzt sind die ganzen Sachen auch besetzt. Jetzt hat er gemerkt, ne, das hat zu wenig Crew, deswegen müssen wir noch ein paar Crew-Systeme hinzufügen. Ne, und so macht man das dann so lange, bis dann quasi alle Werte gebalanced sind. So the next step is going to be ja, auf jeden Fall willkommen an die neuen Leute auf Twitch. Achso, der ist echt gut. Guten Content, lasst ihn ein Follow da, wenn ihr nicht mit. Vielen Dank, Darkstalkers. Super nett. So there are often two layers of defense that you primarily want to focus on for the defense slots. One is armor, one is shields. You don't have to have both, but it's often useful to have both because some genau, es geht um Verteidigung. Ne? Manchmal ist es natürlich besser, wenn man Schilde und Panzerung hat, ja, weil es wie was Lades am besten was gegen beides haben, weil es Waffen gibt, die gegen verschiedene Sachen gut sind. You also have a third layer of defense, really, which is your evasion or countermeasures. Also es gibt auch eine dritte Art von Verteidigung. Das ist ein bisschen die das Ausweichen quasi, bei bestimmten Triebwerken und so. Die Ansage neu, nee, die ist super alt, aber die kommt nur nie zum Zuge, weil man quasi ja nur auf Dingens hier auf Twitch raiden kann. Vielen Dank für die Follows. Podcast Kollektiv 221 und Rolo 185. Willkommen. Genau, jetzt überprüft man nochmal hier auf der rechten Seite die ganzen Werte. Ihr seht auch, ne, wie groß die Reichweiten sind der einzelnen Waffen. Es ist ein Traum, ne? Mit Targeting und Countermeasures auch noch, ne? Mit Gegenmaßnahmen. Das alles aus Geld. Danke für Ihr Vertrauen. Ja, vielen Dank fürs Follow, die dunkle Seite der und der Frankenhilfe. Willkommen. Blue bars, those are telling us about our firepower and our point defense. Chart above that tells us about our speed and our maneuver. Genau, also im Prinzip ist das alles so ein bisschen, was wir schon kennen aus dem ersten Teil. Das ist auch dieser Graph da unten, den kennen wir auch genauso. Make sure we're happy with how it looks. So you can see where we place the weapons. Wir genau sehen, wo die Waffen jetzt dran sind, ne? Genau, die mit dieser kleinen Türmchen da. Genau, hier hinten sieht man es auch so ein bisschen. Aber alles sehr kleine Waffen, aber es sind ja nur Eskorten, was wir gerade bauen. Das ist hier wirklich die kleinste Klasse. Hauptsache rote Beschleunigungsschleifen. So that's all also based on what we actually added, the engines, the cells in the back. Genau, also alles, was wir hier sehen, ist quasi daran angelehnt, was wir tatsächlich hinzugefügt haben beim Bauen. Jetzt wird das Design natürlich gesaved. Und dann wird es gebaut. Also das ist genau das, was ich halt immer haben möchte aus so einem Spiel, ne? Dieses extrem detaillierte Design von Schiffen. Richtig geil. Also, ja. Das ist genau das, was wir bei Stargate 2 so gut fanden. Ja, genau, jetzt gibt es man kann auch verschiedene, es führt hier bei den Schiffswegen nach drüber, es zeigt jetzt die Schiffskonstruktion über den Schiffskonstruktionsscreen. Man kann das aber auch einzeln ordern an den Shipyards, je nachdem, wie man das möchte. Das alles aus Geld. Danke für Ihr Vertrauen. Cool, that's truly amazing. Das machen wir schon. Ich würde es ja nicht mal unbedingt als Reaktionsvideo bezeichnen, aber es ist ein bisschen deeper, was wir hier machen. Yeah, so this is our last little peek. Willkommen. We've been working through the backstory here, and one of the nice things is that you're not the first ones to have gone out into the galaxy. Also, wir sind nämlich nicht die Ersten, die rausfliegen, um die Galaxis zu erforschen. So, jetzt haben wir zwei Schneider, quasi jetzt hier die Erkundungsevents. Jetzt haben wir eine verlorene Basis hier entdeckt und es ist die Frage, was wir hiermit machen wollen. So, jemand hat uns darüber erzählt, wir sind hingeflogen, um zu gucken, was das hier ist. And since we said we want to investigate it, that will automatically queue an available construction ship to go over there. So ja, und wir haben gesagt, wir wollen das untersuchen, deswegen wurde jetzt automatisch ein Konstruktionsschiff hingeschickt und wird die Station jetzt wieder aufbauen.
Und da sehen wir auch die Linie, ne, von dem Auftrag, den Vektor eigentlich. We can see the yellow movement path is showing us where that construction ship is and that it's heading over to repair that station. And who knows what we'll find as that station is repaired. What are the things that might reveal? Genau. And then this Die Frage ist, was wir dann finden, wenn das Ding repariert ist. Und hier ist irgendeine Weltraumkreatur. Okay, also so Viecher gibt es auch noch. Das sieht auch ziemlich übel aus. Da haben natürlich auch noch eine Story, die ernähren sich von Sonnen und umzingelt hier von diversen Wracks, die das Viech zerstört hat. Davon werden wir in Zukunft dann mehr sehen. Okay, and that Gravilex looks dangerous. So, before closing, let me ask you one last thing. How proud are you of this game? I mean, Putko schlägt wieder zu. Ja. Vielen Dank für die Gifted Subs. 5 Stück für Solo, für Stoker, für Frank Live, Alpenlesen und Blackstokers. The game looks just amazing. Herzlichen Dank, Putko. Distant Worlds is a very special project to me. Elliot and I have poured our... Ja, Distant Worlds ist natürlich ein sehr spezielles Projekt für Erik Lutins. It has been just an incredible focus for both of us for years now to bring the Distant Worlds community. Ja, seit vielen, vielen Jahren arbeiten sie natürlich hier dran. Und sie arbeiten seit vielen Jahren daran, dass sie hier ein größeres, ein besseres Distant Worlds den Leuten bringen können. An incredible amount of good feedback. We're very happy with the beta testing involvement we've got. We're very proud of what we've accomplished so far. We have a ways still to go, but we'll keep giving you more sneak peeks as time goes on, and hopefully soon we'll be able to talk about a date. Well, thank you very much, Eric. Thank you for joining us. Ja, ich hoffe, dass sie uns bald ein Reset geben. Genau, wir haben noch keins. Das ist eigentlich das Problem hier. A lot of things are on the way in the coming days, so again, make sure you follow our product page. Now it's Starship time, so don't go anywhere and we'll be back soon. Cheers, guys. Vielen Dank fürs Cheeren, Blackstokers. Was ist denn los hier? Naja, was soll ich mich wundern, ne? Auf Twitch, ich ziehe mir sonst nicht auf Twitch, deswegen, ja, herzlichen Dank. So, und jetzt müssen wir mal auf die Uhr gucken. Wir haben 17:22 Uhr, das heißt, wir haben jetzt wieder ein bisschen Zeit, ein bisschen den Nachgang zu diskutieren. So. Ich hebe mal die letzten Giveaways für später noch auf. Wenn die neuen Spieler dann kommen. So. Okay. Danke, das zirkuliert mich. Okay. Schön, dass du da bist und vielen Dank fürs Raid, vielen Dank fürs Vorbeikommen mit deinen ganzen Leuten. Super nett. Und mach's gut, ciao. So. Also, ihr seht, ne? Als nächstes kommt Starship Troopers, Terran Command. Wir sind gespannt. Aber ich werde auch den Moment ganz kurz nutzen, um einfach wieder mal den Kaffee rauszuspülen. Ich weiß, es ist heute sehr, sehr auffällig, aber ja. Es ist heute auch irgendwie echt am Drücken die ganze Zeit. Was war das für ein neues Spiel? Genau, da sage ich gleich noch was dazu.
So, meine Lieben. Wunschverfassung hier, Torn, was haben wir auf dem Schirm? Ich weiß nicht, ob das schon gehört hast. So viel sehr, sehr nice. Fallen Frontier? Ja, ich habe dazu schon mehrere Videos gemacht in der Vergangenheit. Also da bin ich auf dem Discord auch schon seit Ewigkeiten unterwegs. Also, bestens im Bilde, was das angeht und genauso heiß wie wahrscheinlich ihr drauf. Oh, das ist heute gerade rechtzeitig hier, meine Güte. Schlag auf Schlag heute. Okay, wir verschieben das mit den neuen Spielen auf später. Hello everyone, welcome back. Alberto here once again with loyal Paolo to my left once again. And once again, so, wieder Alberto und Paolo. From England. Wieder mit David, natürlich. Diesmal bei Starship Troopers. You hear me this time? Yes, we can. Hey! That's perfect. All right. So, just for a bit of introduction, just in case someone hasn't heard of Starship Troopers Terran Command yet. David, what is Starship Troopers Terran Command? Starship Troopers Terran Command is a real-time strategy game based on the kind of Starship Troopers movie license that involves. Genau, Starship Troopers ist basiert natürlich auf der Lizenz von Starship Troopers, ne? Es geht um die Föderation gegen die Bugs. Jeder kennt die Geschichte. Ja. Es ist ein Singleplayer-Echtzeitstrategie-Spiel und wir übernehmen die Kontrolle über die Föderationstruppen. Und müssen auf verschiedenen Planeten verschiedene Objectives erfüllen und gegen Bugs kämpfen. Ganz offensichtlich. Few snippets here and there, but we never really showed schönes Artwork. The full game itself. Genau, wir haben ja bisher noch nicht viel gesehen, wir haben bisher nur Videos gesehen vorwiegend und heute sehen wir wohl das erste Mal richtiges Gameplay mit User Interface und allem. Before we get to it though, I must remind you something. The game is in a pre-beta stage. So genau, das Spiel ist in einem noch nicht mal Beta-Status, ja. Also bisher wurde es nur intern getestet. So ein bisschen hier die Hotcode-Warnung, ja. Und sie wollen natürlich das Spiel weiter verbessern, es noch polishen. Die üblichen Disclaimer, die man halt so raus hat, bevor man was zeigt, was vielleicht noch nicht ganz so rund läuft. Ich finde diese Artworks echt klasse, ich weiß nicht, das ist echt Klassik. Das erinnert mich wirklich an die, hier, an den Film und so weiter. Oh, tatsächlich, jetzt sieht man auch mal das Interface, okay? Naja, muss man sich ja immer Sorgen machen bei Interface und Slitherine, aber es sieht auch recht ordentlich aus. Na, es kann natürlich ein paar Bugs geben, ja. Kampfingenieure sind ausgewählt. Wir sehen Angriffe kommen in Wellen. Das sind auch die Spawnpunkte, glaube ich, der Bugs. Das ist aber so eine reine Verteidigungsmission, so wie das hier aussieht. Jetzt läuft das Ganze. So, was sehen wir hier eigentlich genau? Sorry, do you want to press pause a second, Paolo, just so I can talk about some of the things? So, yeah, this is kind of from the pre-beta, so it's not been played by anybody yet, and this is a special version of this map we made for this stream. Das ist eine Spezialversion dieser Karte, die wir für den Stream gemacht haben. Also normalerweise gibt es eine ganze Geschichte dahinter, wieso quasi das hier so ist. Also die ganzen Interaktionen, die von Story sind, was Story betreffen, die sind noch nicht drin. But there's, yes, obviously there's bits still to come in, but they're coming. Genau, also es kommt noch einiges hinzu hier. So yeah, so what we're looking at here is kind of our main base here. This is kind of our wir sehen hier unsere Hauptbasis. The main objective of this map is to survive, stay in put. Das Hauptziel dieser Karte ist erstmal, dass man einfach am Leben bleibt, dass man überlebt und sich verteidigt. These mining shafts nearby. The whole reason you're on this planet is because the mobile infantry and fleet need the minerals for their war. Der Grund, wieso wir auf dem Planeten sind, ist, dass die mobile Infanterie die Ressourcen dieses Planeten braucht. Und da geht's auch schon los. That was unfortunate. Ich würde schon sagen, da ist ja schon... Ja, die Flammenwerfer da hinten sehen schon mal ganz geil aus. Ja, da vorne sind schon... Ich sehe 3 Tote, die da liegen. Äußerst unglücklich, ne? Aber passiert. Crawling in their blood. The game can be pretty gory at times, right?
Ein bisschen gordig kann es sein, aber man sieht, die Leichen verschwinden sehr schnell. Ne? Die sind ja eben schon ziemlich visibel hier verschwunden. Ja, schade. Ich habe bei so Spielen auf mehr Decals gehofft, dass die länger liegen bleiben, weil es doch sehr zur Immersion beiträgt. Das installiert, würde ich sagen, sehr perfekt. Okay, so machen wir am Wochenende. Mal Multiplayer mit Tobi. Ist ja scharf drauf. Attack wave defeated. There's still going to be some bugs coming in from our southwest there. That so, nach Starship, was gibt das nächste Giveaway? Die nächste Gladius-Version wird rausgehauen. So what we also want a chance to talk about kind of, because people haven't seen our user interface before, they've only seen kind of stills from the game. So I can hear myself in the background, by the way, Alberto, if you know. Guck mal, da kommt die Verstärkung rein hier. Richtig bestellt. Dann waren mehr Flammenwerfer. Genau, wir sehen auf der Karte, dass die nächste Welle von da unten kommt. Genau. Da zeigt es auch gerade hier. Sehr schön. Also die Kampfingenieure haben die Flammenwerfer und Flammgranaten. Ich meine, das ist schon ganz geil hier, ne? Also dieses, ne? Die Bugs da wegzuschießen. Hier gibt es auch diese schweren MGs, da ist zum Beispiel eins oben. Genau, jetzt wird er hier Leute da reinschicken in diesen Minenschacht, um da was rauszuholen. Genau, in dem Moment kommen natürlich Bugs raus. Hoffentlich haben die Shotguns dabei. Was verbrennen sie? Er schickt jetzt natürlich die Flammenwerfer nach links, weil die rechts nicht vorbeischießen können an den eigenen Leuten. Sonst würden die eben selbst verbrennen. Und ihr seht nur, das schwere MG von hier oben schießt auch gerade. Ich bilde mir ein, dass der Sound vom schweren MG ganz gut klang zumindest. The Starship Troopers is well known for having a mixed group of mobile infantry and sort of our forces here. So it's guck mal, ne? So quasi ein bisschen wie bei den Company of Heroes Style, dass man quasi on the run hier die Reinforcements ranziehen kann. And extract the important precious materials. Okay. Sorry, I see a weird notice on the screen. What's that? Yes. So now he's done that. The bugs have er hat jetzt die Sachen da rausgeholt, die er raushaben wollte. Die Bugs sind jetzt editiert offensichtlich. Da hatten wir auch gesehen, da kann er jetzt nochmal so eine Verteidigungsposition aufbauen. Genau, also dadurch, dass er das jetzt gemacht hat, kommen jetzt keine krassen Advanced Super Bugs hier erstmal vorbei, sondern nur die normalen. So his engineers on the left there. Oh yeah. They've just run off and they're gonna build his own HMG turret. So genau, Ingenieure bauen jetzt hier das Türchen auf. Zuvor wusste er nicht, wie man die baut. They need support from the fleet. Basically, the fleet needs to know you're doing well to give you the resources to build these kind of. Und die Flotte muss quasi wissen, dass es gut bei uns läuft und dann erlaubt sie uns hier die besseren Sachen zu bauen. So funktioniert das Versorgungssystem. You have two resources just down. You can see down at the bottom there. You've got the square boxes, which are kind of like your genau, man sieht das hier unten. Standard supply. You might see in any other das hier ist die Standversorgung quasi. It costs a certain amount, and you can build so many of them. Then you also have also quasi das Bevölkerungslimit, so viele Einheiten können wir bauen. Und dieses Symbol hier. Which is how well the fleet and mobile infantry high command think you're doing. Das sind die Supportpunkte, die anzeigen, wie gut wir uns hier darstellen. Cool and fun toys you're able to build. Also mehr Punkte man bekommt, umso coolere Sachen kann man hier aufbauen. Ja? To use those to defend his base, but later on you'll find that they could be used for buying more offensive weapons as well. All right. So now Paulo has pretty much fortified this base and. So er hat jetzt quasi seine Basis hier mehr oder weniger die Verteidigung aufgebaut und jetzt versucht er sich hier etwas auszubreiten. So der Planet hier ist ziemlich weit weg vom Kern der Föderation. Deswegen gibt es hier irgendwelche krassen Interferenzen in der Atmosphäre und solange wir nicht hier bestimmte Punkte hier einnehmen, kriegen wir keine gescheite Kommunikation mit der Flotte. Genau, und diese Zusatzbasen, die geben uns ja die Möglichkeit, hier neue Leute ranzurufen. Ihr seht, ne, wir haben jetzt hier 15 von 20.
Das hat sich jetzt erhöht hier. I'd also attach to it to the left there is a command HQ, which gives him the ability now to recruit snipers. So he's got one of those buildings attached to his crew. So he's got to bring a sniper now to help him. Okay, und jetzt kann man sich hier die Sniper mit reinholen. What does the sniper unit do? So a sniper is a classic one. It's a very small elite force. You'll recognize in the movie the comically large. Das sind elitäre Leute. Ja, wenn das Battlesector gewesen wäre, dann wären die jetzt zerquetscht worden hier von dem Dropship. Aber ist es ja zum Glück nicht. So one thing Paolo might want to look at here is he's got his mine here. He's going to have to try and take to the top here, but he might want to hold on a second because also if he looks to his southwest on his map, he'll notice there's another hive pulsing away there. Ja, auf der anderen Seite, da ist nämlich auch noch eine Anzeige, dass da was ist und da kommt was angeflogen. Während er da hinten die anderen bekämpft. Das Glück hat er die noch stehen lassen hier. Die noch schützen können von hinten. So, er hat jetzt zwar natürlich nicht nur sich neue Sachen hier geholt, aber auch für mehr Ärger gesorgt. Ja, man soll es halt vermeiden, quasi sich zu sehr auszubreiten, um jetzt sich trotzdem noch alles verteidigen zu können. Okay, jetzt wird auch was eingenommen hier. One thing with rifle troopers, so the guys down there, most units have special abilities as well. So, jetzt geht er da wieder in diese Höhle rein. Okay, sie haben also Shotguns, sehr gut. So, das sind irgendwelche kleinen Viecher, so Zerklink-mäßig. Spezialfähigkeiten für die Normaltrooper, dass sie größere Einheiten quasi für kurze Zeit verlangsamen können. Und so dieses, ja genau, verbrennt mal dieses Ding da hinten, damit da keine Viecher mehr rauskommen. So kann man das auch sprengen. Okay, also erstmal weg, es gibt nämlich Friendly Fire, muss man aufpassen. Kann aber gleich eine Granate reinschmeißen, damit er dann... Ach, wo kommt denn der jetzt? So. Servus Razer Go, ist er noch auf Twitch unterwegs? Nee, das ist nur wegen dem Spezialevent. Ich streame sonst auf YouTube. Das ist kein Aufbaueffizienz in dem Sinne, oder? Nee. Es ist nur quasi, dass man an diesen festen Punkten die Basen hat, soweit ich bisher weiß. So, und jetzt, genau, mit dem Zeug kann man dann tatsächlich hoffentlich die Hives für immer sprengen. Ja, richtig, ne? Die sind hier ein bisschen unter Druck, die Jungs. Der westlichen Seite. Die haben auch schon 2 Pistolen, und die Erfahrungspunkte hier fließen. Ich will die Tage mal die Filme anschauen. Ja. Also der erste ist ja super lustig. Die restlichen sind alle so eher meh. Aber man kann sie schon gucken. Da war das Budget erheblich kleiner, sagen wir es mal so. Sehr schön, da baut jetzt noch ein AMG auf, um das zu verteidigen. Mobile Infanterie ist sehr mobil. Wenn wir hier diese Gruppe nehmen und die mehrere. Okay, da. Und weil er einen Radiooperator drin hat, kann er sagen, okay, holt uns hier ab und bringt uns drüben hin. Ja, das ist ja geil. Ja, das würde ich mir für Gladius wünschen. Da war ich mir gefühlt hier 10 Jahre bei die ganze Map läufst. Sehr gut, ne, das Schwert MG. Das sieht doch besser aus jetzt. Es ist ja ganz geil, es ist ja fast schon so ein bisschen wie Conan Unconquered, beziehungsweise der Billions in der Art und Weise. Du weißt ja, normale Strategie macht ja heute keiner mehr. Außer so kleine spanische Teams, ne, wie das von Five Nations, was wir übrigens am Donnerstag weiterspielen werden, die Kampagne. We're going to go and try and take that place to the northeast.
So, jetzt wollen wir hier im Nordosten. Aber ich finde es ganz geil, die Dynamik, dass man sich quasi verteidigen kann, aber trotzdem auch so kleine Offensivoperationen durchführt. Das finde ich eigentlich ganz gut. Es ist nicht nur dieses stupide Nur-Verteidigen. Jetzt gibt es hier Splitterbugs. Okay. Neue Gefahr. Spuckviecher. If anyone's played the role-playing game, you'll know them from that. That's about 2. Im RPG gibt es diese Spucker-Typen. So they'll start turning up in den Filmen nicht wirklich. And they're a nasty threat because they're a ranged threat. So whereas all these other also jetzt sind das Fernkämpfer, anders als die meisten anderen Bugs, die man hat. To detach your leg from your body, the other splitters are quite able to hang back behind those line of warriors and cover you in goop. Bisschen aus Starship, ja, klar. Wir haben vor kurzem erst eine kleine Serie gemacht mit dem neuen Update. Und soweit ich gerade bis alle Mods geupdatet sind, die ich haben möchte, und dann werde ich eine neue Serie starten. Hast du mich auf YouTube gar nicht abonniert, oder? Weil du so fragst. Buy some rocket troopers, so he might find that he might hit a bit of trouble soon. We'll find out. People die. He'll get his supply freed up. It's fine. The wonderful benefits of the Starship Troopers thing is that people get killed. Ja. Ja, Menschen sterben bei Starship Troopers. Das ist eine unvermeidbare Tatsache. Hier 2 Hives, diese Basis. Da gibt es aber auch eine Höhle auf der rechten Seite, die ich gerade sehe, ne? Also mal ein Versorgungspackage, was man einnehmen kann. Radiooperatoren hier. Also man sieht auch, nächste Welle kommt wieder aus dem Südosten. Ja, jetzt will er die Pips ansprechen, ne, die Erfahrungsstufen der Einheiten. Ja. Also umso länger sie am Leben sind, umso besser werden sie. Eigentlich ist die Überlebensrate von mobiler Infanterie nicht ganz so groß, aber manchmal läuft es doch ganz gut. Ja, man sieht ja eigentlich. Oh, das sind die Splitterbugs, da wurde gespuckt hier. Ja, ich sehe die Spucke. Sie ist grün und eklig. Auf der rechten Seite. Sorry, Alberto? Ja, ich schaue da sporadisch rein. Ah, okay. Ja. Also es passiert eigentlich alles auf YouTube momentan. Ich streame auch auf YouTube die ganze Zeit. Also, wenn Sie das interessiert, ne? Weißt du Bescheid. Sie haben die unendlich viel Munition. Ja, Munition ist... so tief ist die Simulation hier, glaube ich, nicht, oder? Also das normale Geschieße ist halt wie bei einem RTS. Nur ich glaube, die ganzen Sonderfähigkeiten haben ganz normale Cooldowns. Wäre schade drum, ne? Ja, 2 Erfahrungsstufen. So, Raketentruppen hat er jetzt freigeschaltet. Genau, und die kosten halt beide Arten von Supply, ne? Die normalen Versorgungsgüter und die flotten Versorgungsteile. Aber sehr knappe Sache hier. Ja, ich wollte schon, ja, das waren die Sniper. Friendly Fire gibt es. Wir haben es mal bestätigt jetzt live. So there you go, he goes through there, and you can probably send in those Mark II troopers there to probably clean the hive out if you wanted to. Oh, no, there's some more bad guys coming out. Run away, get some reinforcements, Paolo. Get some dropships in. Oh, nice to see rocket troopers. And the rocket troopers, by default, they kind of fire a shaped charge for taking out armored units. But das sah super eigenartig aus gerade hier, aber ich glaube, das war nur das Einheiten-Icon, was ich gerade verschoben hatte. High explosive. So, mehr Verstärkung hier für alle. Ja. Und der einzelne Mann vom Radio Operator. Also jetzt nimmt er die nächste Höhle hier ein. So recycliert die. Waren das die Einheiten des Bergschießen? Ja, genau. Also so diese ganzen Geschichten, die haben wir schon beim letzten Mal gesehen, die waren so ein bisschen störend. Mal ist er noch nicht fertig, ne? Also. East, as you're looking at it, there's another mine, which is the ultimate objective. So he's going to go and try and das sind die Collider noch nicht richtig gesetzt. Get some more troops in there, fella. Sonst dürfte sowas eigentlich nicht passieren. Maybe don't lead with the rocket troop though. Maybe get someone in front of him. There we go. That's more. Eine Kritik an der Spielweise hier, unfassbar auch noch, ja. Vielleicht nicht unbedingt mit dem Raketentyp als erstes reinlaufen. Underslung submarine Mark II rifle comes with underslung grenade launcher. So you can these guys. So, noch mehr Flammen, 3 Flammenwerfer in der ersten Reihe, da kann ja gar nichts mehr passieren eigentlich.
Because one of the kind of important features so, hat er gleich die Granate ein bisschen verschwendet. Is that a lot of your units block line of fire for your other units. Ja, ein wichtiges Feature ist, dass die Feuerlinie quasi, die wird blockiert. Diesen Bug, okay. Also man kann quasi keine unendlich viele Einheiten miteinander stellen und dass die alle drauf schießen. Die brauchen immer eine Sichtlinie. Außer das sind Raketen oder so, die können nicht drüber schießen, wie wir sehen. Ja, alles gut. Alles gut. So, noch mehr komische Viecher. Alles verbrennen. Rein da. Yeah, so the rocket troopers is really good at penetrating. Fast als hätte er gewusst, dass da irgendwie sowas kommt, so er die Raketentruppen hier geholt hatte. Die haben das nicht schon mal vorher getestet, ne, bevor sie das hier aufgenommen haben. Hey, Nightstalker. Keine Sorge, es ist nur ausnahmsweise auf Twitch. Bleibt weiterhin alles auf YouTube. Nice. Ist nur wegen dem Spezial-Event. What Paolo's doing quite well here is he's spreading his forces out. So he's got forces back defending, forces back attacking. He does have attack. And unfortunately, his problem now is because he's cleaned this one out, and he's obviously got hoppers attacking units that aren't very good at taking. Schon sagen, die Lufteinheiten, die hoppers are doing quite a lot of damage. Die hat nämlich so gut wie niemanden mehr, der die beschädigen kann. So there's a few little guys losing their heads there, I think. Oh, unfortunate. I'm gonna get back to your main base and get some help. So he's kind of now in the end stages of the map. Really, he's only got one mine left to take, and zum Prinzip gibt es nur noch eine Mine, die er noch einnehmen muss. Hat fast alles schon geschafft. So there's zum Beispiel ein bisschen im Endgame dieser Karte hier. Emblems over there. It's good work. Get those snipers out there, take down. So, kannst du noch ein paar zusätzliche Leute reinholen. Na, guck mal, sogar auf Level 3 jetzt. Ah ja, wenn die Raketentruppen auf Level 2 sind, dann kriegen sie auch diese, die man aus dem Film kennt, diese Nukleargranaten, die man in die Höhlen reinschießen kann. Never trust command, soldier, never trust command. Hat gerade eben seinen Sniper geopfert, um hier was an sich noch eine Raketenleute zu holen. He's mostly on top. This is just one way of playing this map. He didn't have to play it this way. Also ich mag zum Beispiel keine YouTube-Streams, mir fehlen aber die ganzen Emotes. Ja, kann ich leider nichts machen. Give people kind of the freedom to solve the maps how they want to. So if Paolo wants to, he could have kept pushing around from the clockwise. He could have gone down to the southwest. Mit meiner Größe, ich kann es auch immer wieder wiederholen, man braucht mit meiner Größe nicht auf Twitch streamen, das findet einen sowieso keiner. Deswegen, ja. Sieht noch gut aus, danke aber für Ende des Jahres, das wird das nächste Jahr, ja, ich denke, das dauert auch noch ein bisschen. That kind of freedom and flexibility to enjoy the game how they want to enjoy it. Yeah. And try to keep people alive, because, you know, it's a nice thing to do. Oh dear, more ambush. Jetzt mal wieder schon die nächsten, oh well. They serve the Federation well. In die nächsten Hinterhalt hier reinlaufen. And their privilege. Yes. Oh no, these guys are actually doing well. He's got some level 3. Mit etwas wenig Distant Worlds 2. Also Distant Worlds 2 war halt wieder ein Video, wo er nur was dazu gesagt hat. Da war schon extrem viel drin, aber man muss halt das Video Frame für Frame durchgehen. Da hat so extrem viel Information drin gehabt. Aber ne, wenn da ganzen Text alles nur einmal kurz gezeigt wird, aufploppt, ist es halt ein bisschen schwierig. Also war schon super viel Infos drin, aber man muss es, ich hoffe, dass ich vielleicht das Videomaterial hinterher wieder bekomme beim letzten Mal, dass ich da nochmal drüber gehen kann. Dass wir uns da noch ein paar Sachen extra angucken. Aber es sah halt geil aus, es waren bewegte Szenen, es war ein bisschen Kampf dabei, es war ein Schiffsdesign dabei. There's a small secret, he may have played this before. There you go. So he's got to head up here. There's one last hive to clear out. It's a bit of a hard attack because you've got to come straight up this slope, and there's unsurprisingly bugs in the way. And I think someone in the chat saying is a friendly fire thing. So oh dear, hostile fires I think. By default, your troops okay, kill each sehr other. gut, If you start using sehr special gut. abilities, that's your own risk. If you're gonna start going around throwing grenades. Naja, und ganz ehrlich, jetzt ist wieder Raketenwerfer jetzt hier am Start, also da kann ja eigentlich gar nichts mehr passieren. Yeah, that's your thing. That's your. Den Weg zum letzten, So you get to kill them. zum letzten Loch da drüben. Pretty cool. Aber ich will spielen, was sich auf den Boden umbrüllt. Ja, geht mir ja nicht anders. Dass sie halt wieder auch gar kein Release-Datum gesagt haben, ist halt, ja, ist halt auch wieder ein bisschen schade, dass sie nicht mehr wissen, wann wir uns freuen können. Okay, wieder in diesen Bug. Oh, jetzt kommt das tatsächlich mal zum Schießen. I think he'll be fine. Oh, those rocket troopers are firing at the warriors. They probably shouldn't be.
Irgendwie? There's people on fire. Oh well. Ich glaube, hier werden Leute sterben. But yeah, as I was saying, we're really looking forward to sending the game out there to beta testers. Alle sind gestorben. Ja, sie wollen also bald den Beta-Test hier offensichtlich öffnen. Tatsächlich. Also wenn ihr da euch da demnächst bewerben wollt, ne? Es gibt auch mehr, es gibt eine gestimmte Fassung von dem Film. Kriegst du nicht irgendwo bei einem Streaming-Dienst? Aber über VPN rein? Also keine Ahnung, über was weiß ich. Amazon Prime oder Netflix oder so und dann über VPN rein kriegst du die richtigen Fassungen. Nur halt auf Englisch, aber naja. Das ist ja der Nachteil. Außer du gehst natürlich den österreichischen Weg, ne? The single player campaign, there's just a lot to this. But I'm afraid this is it for today. So I'm running out of time, so I must say goodbye to you now, but we'll be back on the main stage. Jetzt als Belohnung, ne, für diejenigen, die so lange ausgehalten haben. Exciting news to share with you. Bye guys. Gibt's jetzt wieder die nächste. Das ist der Giveaway. Gladius zum 3. Viel Spaß damit. So. Okay, jetzt gucken wir mal, wie viel Uhr haben wir es denn? So, jetzt können wir vielleicht mal ganz kurz ein bisschen drüber quatschen, was wir denn heute noch erwarten. Eventuell an Ankündigungen. Also es ist auch ein Echtzeitstrategiespiel dabei, da bin ich halt super. Ich meine, vielleicht lassen sie auch echt eine Bombe platzen. Vielleicht haben sie ja ein Warhammer 40k Echtzeitstrategiespiel mit an Bord. Oder ein Star Wars Echtzeitstrategiespiel. Nein, so schnell sind sie, glaube ich, nicht. Aber sowas wäre ja mal, also das wäre der ultimative Traum, ne? Weil sie haben ja in Warhammer 40k jetzt eigentlich auch genug Erfahrung und so und ja. Vielleicht ist ja, ne? Aber Armageddon 2 wäre mal eigentlich, es gibt bei Armageddon, da haben wir ja bisher nur einen Krieg besprochen, es gibt halt noch 2 weitere Wars for Armageddon in Büchern und Lore. Also da kann man noch eine ganze Menge rausholen. Es ist ein super interessanter Konflikt. Und auch mit guter Grafik so richtig. Nicht nur die schönen 2D-Sprites, sondern sowas, ne, das wäre halt auch ein Traum, ne? Vielen lieben Dank, Amok, für den Superchat. Wächst du den geilen Stream von dir? Will mehr Warhammer 40k? Ja. Dazu habe ich nichts hinzuzufügen. Definitiv mehr Warhammer 40k. Und damit fahren sie ja auch super, ne? Also sie sind ja, ne, über die ganzen Spiele kommen sie ja immer mehr ins Gespräch. Und wenn sie halt echt ein Echtzeit Warhammer 40k Spiel machen, und das halbwegs vernünftig, dann geht halt Slitherine durch die Decke, ne? Weil da sind sie dann sofort total unterwegs hier im Mainstream. Das wäre schon klasse. Aber was gibt's denn noch für Möglichkeiten? Ich meine, ihr könnt ja gerne mitspekulieren, was denn kommen könnte. Ich meine, 4X war auch ein Genre, was auch nochmal dabei war, wo auch noch was kommen sollte. Gibt es da denn irgendwas, wo man denken könnte, was eine Fortsetzung ist im 4X-Bereich? Also außer es ist halt ein neuer Gladius DLC. Die kennt dann aber eine neue Fraktion. Ja. Ich würde es ja bei Gladius, würde ich es ja gut finden, wenn die ganzen Space Marine Orden, also zumindest die Gründerorden, wenn die mal quasi explizit drin wären mit verschiedenen Varianten, ne? Weil da gibt es ja durchaus mal, Unterschiede. Vor allem, wenn man in 40k ist, ne? Chaos ist ja nicht gleich Chaos, also da konnte man ja extrem diverse Sachen machen. Weißt du ja selber. Du warst ja, glaube ich, der Death Guard-Spieler, ne? Wenn ich mich nicht ganz täusche. Sowas wäre ja schon mal was. Aber wie gesagt, ich will auch mehr Spieltiefe, ich will mehr komplexe Systeme bei Gladius. Ich bleib dabei. Ich würde das Mechanikum würde ich gerne sehen. Ja. Die sind mir sehr sympathisch, die sind so ungefähr so, sag ich mal, auf einer Wellenlänge mit mir, ja. Death Guard Spiel, ja, richtig, ja. Warcraft 3, richtig, was? Nachschlag von Empire at War wäre auch schön. Ja, sowas in der Art, ja, sowas wäre richtig geil. Gladius 2, Wie alt ist denn dieses Stundenspiel? 3 Jahre? Ist das schon?
Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie das schon weiterbringen. Es wäre schon ganz gut, dann würde das Spiel auch vielleicht ein schönes Interface bekommen. Das sieht halt immer so unglaublich krude aus. 2 Jahre. Ja, es kommt hin. Es waren ja ungefähr so pro Halbjahr ein DLC, kam ja mehr oder weniger, ne? Ja. Das ist auch was, woran wir gar nicht denken. Wir missachten ja gerade auch wieder alle historischen Sachen, von denen sie ja normalerweise auch eine ganze Menge im Petto haben. So, ich mache das ein bisschen leiser hier. Ich denke, dass Battlesector wie Sanctus Reach ist. Ja. Könnte dein neues Armageddon-Teil, der... Ja. Das könnte es halt... Ich hoffe wirklich darauf. Ich habe die auf Twitter auch schon immer rumgeteased. Von Fury Studios, die sollen echt mal hier Armageddon 2. Ich habe auch irgendwo mal gelesen zu haben, dass das eine Entwicklung ist. Irgendwo. Aber... also... Ich weiß nicht, ob es auf Twitter war oder ob es irgendwo anders auf einer anderen Source war. Aber irgendwas in der Richtung gab es da auf jeden Fall. Oder ein Starship in 40k. Also was ja geil wäre, wäre ja so ein Stellaris-artiges Spiel, ja, sag ich mal von der Art oder so Distant Worlds-artiges Spiel zur Zeit der Horus-Heresie, aber mit so Einflüssen von den Endless-Spielen, wo halt ganz viel Story mit dabei ist. Weißt du, das würde ich ja echt geil finden. Es gibt ja so gut wie keine Horus-Heresie-Spiele. Einzige, was mir einfällt, ist Battle of Talan und das ist halt echt, da braucht man schon echt hart, muss man hart im Leben sein, um das auszuhalten. Das ist halt sehr einfach und naja, auch wenn die Battle of Talan super tolle Novels sind, also was Panzerschlachten und so weiter angeht, kann ich nur empfehlen. Das Spiel dazu ist aber eher unterirdisch. Dawn of War 4, ja. Das wäre das Beste. Also wir können es ja nicht so nennen, aber keine Ahnung. Nur 40k Defense of the Empire. Oder alternativ von der anderen Seite betrachtet, Conquest of the Empire. Imperial Conquest. Warhammer 40k Imperial Conquest. Oder Warhammer 40k Eternal Crusade. Ah nee, das gab's ja schon. Richtiges Tabletop 40k. Also im Prinzip wirklich nur die Umsetzung des Tabletops auf 40k-Basis, ja. Im Prinzip ist ja Sanctus Reach das mehr oder weniger. Ich weiß, es ist nur mehr oder weniger, aber ist unglaublich, ne? Ich denke mal, die ganze Zeit Kaffee nebenher, aber es schlauft halt schon. Schlauft schon, wenn man die ganze Zeit sozusagen das Tempo diktiert bekommt von jemand anders. In 2 Minuten jetzt. Also im Prinzip, die Quintessenz dessen, was wir bisher gehört haben, ist, wir wollen eigentlich alle nur 40k-Spiele haben, ja. Ja. Das kann ich auch völlig unterschreiben, so. Und alles andere, ja, braucht keine. Nein, so ist es ja nicht. Aber mir fällt halt Lust nicht an, vielleicht auch was Neues für Fantasy General nochmal, Fantasy General 2, wobei das letzte DLC da auch erst vor kurzem kam. Jetzt halt die Frage, ob die großen Sachen, die sie jetzt ankündigen, ob es wirklich alles neue Spiele sind, ob da auch DLCs oder Expansions dabei sind. So die Fraktionen, so kann ich ein Tabletop-Spieler neue Fraktionen ausprobieren oder zu kaufen. Ja. Ja, das fand ich eigentlich echt geil, ne? Ist halt auch sehr Nische, aber es würde ja zu Slitherine passen. Es ist halt super teuer. Also von der Herstellung her, weil es ja alles neue Models sind und neue Art, die man machen muss. In den meisten Fällen. Ist die Frage, ob sich das rentiert. Auf lange Sicht. Weil es im Prinzip ja so halb in Gladius hast, aber halt auch nicht so richtig, weil es ja ein völlig anderes Konzept ist vom Spiel. Und nicht so das klassische Tabletop. Ja. Nicht so einfach.
Hauptsache wir beide spielen, ist fertig, ja. Ja. Gucken wir mal. 40 Sekunden. Ich glaube, sie wollen ja wirklich bis, also noch eine ganze Stunde mal, so quasi eine Viertelstunde pro Spiel. Ich bin so gespannt. Vielleicht ist es irgendwas mit Schiffen, also, ne, also auch mit normalen Schiffen. Wasserschiffen wäre auch gut. Bin ich ja auch immer voll dahinter. So, wir switchen mal wieder hier. Hype. Ganz genau. So. Sag mir, was gibt es Neues? Und jetzt Star Wars Empire at War 2. Oder mal Fortigate Fire Warrior 2. And here we are back to the main stage. So. As you see, a little bit of a change in the coloring and a new outfit. And we've seen a lot of stuff today. I have to say that some of these things have been exciting to see for the first time. Ja, manche Sachen waren sehr interessant, das stimmt. And we have also showed es wurde eine ganze Menge how gezeigt. much we change in diverse gameplay. And we are trying hard to reach out to these new und wie sich Slitherine verändert und versucht, neue Spieler zu erreichen, aber auch gleichzeitig den Fans treu zu bleiben. A full hour of new games. Genau, jetzt haben wir eine volle Stunde von neuen Spielen. A full hour of new announcements, where neue Ankündigungen. We will have about 10-15 minutes per game. Genau, 10 bis 15 Minuten pro Spiel. At the end. Ein bisschen mehr am Ende. We will give you a lot of insights about these 4 new games, but also eine ganze Menge Infos über die 4 neuen Spiele, aber wir werden besser verstehen, worauf er sich anfangs bezogen hat. Auf dieses Mixen von eigenen Properties, von eigenen Produkten, Lizenzspielen und komplett neuen Marken, die sie hier entwickeln. Es gibt von allem etwas hier. Es gibt Magie, es gibt Spitfire, Armored Units, there's distant planets. You will see a load of different things over the next hour or so. So gepanzerte Fahrzeuge. Stay tuned for the next hour because it's going to be really exciting. Well, the first thing I have to say, I will just say a little trailer that represent very well what I'm just saying. Let's see. Okay, dann zeig mal her. New Games Reveal. Mucha. Ist auf Polnisch. Fliege. Und das Forest Studio. Old man, you seek the spell of mastery. You have come too late. My work has already met with success. If that is the truth, then your work must stop. Incantus Espora Igminios Sanguine. Ist ja hier Master of Magic oder wie das hieß? Eine Fortsetzung davon? Okay. And here it is, the first reveal of Master of Magic. We acquired the Master of Magic IP about 2.5 years ago. Ja, genau, and there is already a lot of ground that we could cover about this game. We have partnered with one of the most outstanding development teams for this genre, the Thea the Awakening team. Ja, genau, die polnischen Entwickler, nämlich die Thea the Awakening gemacht haben und haben die dafür engagiert. With Games today. But before we get to that, we have prepared a short video of davor gibt es aber noch ein kurzes Video, interview that will cover
some of the basics of the game and what we are planning to do. Hier so ein paar grundsätzliche Sachen quasi hier über das Spiel uns erzählen im Interview. Master of Magic is an important property not only for Slitherine. It's the Master of Magic ist äußerst wichtig, nicht nur für Slitherine. Es ist ein Vermächtnis der Videospielindustrie. Und es hat natürlich eine gewisse Bedeutung, dieser Name. Wie das Strategiegenre an sich angefangen hat. Deswegen ist es wichtig, das auf die beste Art und Weise zu präsentieren. Of the franchise, but also delivers on innovation. Es soll also Innovation bieten, aber andererseits auch sehr nah an dem sein, was es eigentlich ausgemacht hat, das Spiel. Let's play a little interview video and get back to the stage just after that. Also, dann gucken wir mal. Hi everyone, I'm Mila Ondro or Yuki from Muha Games, and we're the studio working on Master of Magic. Master of Magic is a classic of the turn-based strategy genre. Das ist ein Klassiker der rundenbasierten Strategie. Und ihr Ziel ist es, Horus. Fantasy worlds of Arcanist and Mirror, Master of Magic features a variety of creatures and peoples such as elves, eine Anzahl an vielen verschiedenen Monstern. Drachen, Elfen, Zwerge. Genau, und wir übernehmen die Rolle eines mächtigen Magiers, der alle Feinde vernichten will. As a Polish indie studio with 2 titles, Muha Games are not new to the genre. Ja, als ein polnisches Studio mit 2 Titeln sind sie keine Neulinge in diesem Genre. Ja, es sind beides Fantasy-basierte, rundenbasierte Strategiespiele. So that's probably why we were so excited to work on Master of Magic. Wird sich auch Trikot freuen, ist ja gesagt, in dieser Reihe. To remain faithful to the original, we played and of course continue to play a lot of the game, just to see what made it great. And of course the real protagonists of the original Master of Magic are the wizards and their spells. Genau, eigentlich geht es ja um die Magier, die wahren Protagonisten sind. Deswegen uns quasi hier am Anfang mit Customization aus und welche Bücher wir benutzen wollen, mit welchen Magier. Master of Magic isn't just about managing your cities, armies and diplomacy. Also es geht also nicht nur um Städte, Armeen und Diplomatie. Der Schlüssel zum Sieg ist eigentlich unsere Zauberkraft und unsere Magie. Also die Zauber im Spiel sind unglaublich mächtig. Man kann verschiedene Viecher herbeirufen, die eigenen Einheiten buffen, normal Schaden anrichten oder irgendwelche anderen globalen Effekte anwenden. Arcanus or Mirror, and will attempt to either defeat all the other wizards or cast a spell of mastery. Genau, also wir müssen entweder die Feinde alle schlagen oder den Master, den Zauber wirken am Ende, um zu gewinnen. Is to remain faithful to Master of Magic while enhancing the underlying systems. So one of those changes also sie wollen dem Original treu bleiben, aber auch innovieren, ne? Also der Veränderung bzw. Anpassung von Quadraten zu Hexes, ja, wegen dem flexiblen Gameplay. Das andere sind die Zauberer selbst. Ja, das sieht nämlich echt klasse aus, die Art Design bisher. But we can't wait to share more details with you. Ist das Ganze noch in der Alpha. So be sure to join us on the Discord channel or the ihr könnt im Discord beitreten, um die Entwicklung zu verfolgen. Master of Magic. Genau. This is really exciting because, you see from the logo itself, we tried to recreate that old feel but modernizing, and that's exactly what will happen with the franchise. So let me connect with Mila, and after we recorded Mila, we'll have live Mila. Hello, Mila. Hi. Hello, listen. It's exciting, right? So, the first thing I'm going to ask you is, how does it feel working on the Master of Magic franchise? Also wie fühlt es sich an, am Master of Magic zu arbeiten? Gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Druck. Es ist anders als das, was sie bisher gemacht haben. Es hat damit einen gewissen Druck verbunden, wenn man auf so einer geliebten Marke arbeitet.
Es ist eine sehr spezielle Erfahrung. Und bisher war es auch eine gute Erfahrung. Are the team fans of the original Master of Magic? Are you playing it? Wir fragen, ob das Team Fans des Originaltitels sind, ob wir das gespielt haben. Sie haben es auf jeden Fall eine Menge gespielt. Manche haben es auch damals gespielt, als es rauskam. Nicht alle. Manche Leute haben aus den 90ern ein paar Sachen verpasst. Replaying the game now, and yeah, we really enjoy it. And we're just looking forward to finding ways to bringing it into the 21st century. Genau, und suchen nach Wegen, das Spiel gut in das 21. Jahrhundert zu bringen. Hopefully a lot of people who never played Master of Magic are watching this right now. So can you tell us what it is and how it plays? What the Ja, genau, sieht man hier Hex Battles da. Das ist aber nicht das sind natürlich auf Schlachtkarten. Ne? Rundenbasiertes Strategiespiel. Es geht also, Städte zu bauen, Armeen zu managen und Feinde zu erobern. Das Spezielle ist, dass man eben dieser Zauberer ist. Die Art und Weise, wie man das Spiel eigentlich gewinnt, ist einfach die Akkumulation von Mana und von Zauberkraft. Das ist genauso wie bei Warlock 1 und 2. Ne? Eigentlich gab es das Feedback quasi schon, aber jetzt heißt es halt genauso. Of what makes Master of Magic a bit different. Yeah, you're mentioning wizards. Ja, die Zauberer sind das, was das Spiel ein bisschen anders macht, ja. Ja, wie entscheidet man sich, welchen Zauberer man wählt? Ne? Yeah, so there's going to be 14 wizards back from the original. Okay, es wird 14 verschiedene Zauberer geben. So they all have their own Stadtbildschirm. Backstory. Sieht auch ganz nett aus. And that sort of thing. So you've got Merlin, who's your classical. Es gibt den klassischen Merlin hier. There we go, Merlin. And you've got all sorts of others. Even we've got Demon. We've got all sorts. But as you choose them when you start the game, you can actually customize them a lot. So you choose the race. Ja, man kann ihn aber auch tatsächlich trotzdem anpassen. Man kann auch die Rasse auswählen, welche magischen Bücher, die Bücher sind, aus denen man diese Zaubergeschichten rausziehen kann und die man erforschen kann später. Ja. Und obwohl es also diese Presets gibt, kann man trotzdem eine ganze Menge anpassen. You attach your wizards to, so how does it work, and what are the races that are in the game? Was gibt es denn für andere Rassen im Spiel? Es gibt auch 14 Rassen im Spiel, im Original. Ja. And what it is you choose the initial race that you will start with. So you start with one city. Man wählt quasi die Initialrasse, mit der man startet. Es gibt auch Elfen, Zwerge, Halblinge, Gnolle, Klackhorns, was auch immer das ist. Sie haben alle ihre eigenen Boni, ne, die das Gameplay verändern entsprechend, unterscheiden sich. Drakonier können fliegen. Das haben es also leichter durch schweres Terrain durchzukommen und so. Ganz besonders am Anfang. Später kann man natürlich auch Städte anderer Rassen einnehmen. Und deswegen kann man am Ende dann ganz viele Rassen quasi zusammensammeln und verschiedene Einheiten von denen rekrutieren, wie bei Age of Wonders. Ja. Right, so of course you said the super core of the game is the magic. Welche Kern des Spiels ist aber die Magie? More about how the magical spell books work and how do you wie funktionieren diese Zauberbücher und so weiter? Wie sind sie im Spiel eingeführt? Es gibt 5 verschiedene Magieschulen. Du kannst dich in eine spezialisieren oder ein bisschen zusammenmixen. Abhängig davon, wie viele man sich da entsprechend auswählt. Das legt also fest, welche Tauschbücher man auch nutzen kann dann. Also wenn man quasi spezialisiert, dann kriegt man eben mehr krasse Spells oder Zauberwerte aus einer Schule. Während man eher in die Breite geht, dann kann man nicht so die extrem hohen guten Sachen rausholen, sondern eben sondern bis zur Mitte quasi nur durchforschen. That's the flavor of the books, and then of course magic is all important throughout the gameplay, so you can use magic in battle. Genau, also man kann Magie ganz normal in der Schlacht benutzen. But then when you zoom out and you're on your strategy map, you can man kann aber auch auf der Strategiekarte Magie anwenden mit global Zaubern.
Das Spiel irgendwelche Leute blockieren. Man kann feindliche Städte auch direkt daraus angreifen von der globalen Map. Was ist ein bisschen, bei Heroes gab es das ja auch, die Globalzauber. Genau, es gibt da den taktischen, auf dem taktischen Level. Genau. So, wie spielt man denn auf diesen zwei Spielfeldern? Den strategischen Layer, ne? Da plant man eben, wie man vorgehen möchte. Man kann diplomatisch agieren mit anderen Zaubern. Man kann seine Mana-Punkte verteilen, ob man mehr Mana für das Forschen oder eben für das eigentliche Zaubern. Und die globalen Zaubern. Man kann die Einheiten rausschicken, um die Welt zu erkunden und verschiedene Sachen finden, wo man Loot finden kann und Schätze. Genau, wenn es dann um den Kampf geht, dann kommt man auf die taktische Karte. Genau. Also auch wie bei Heroes, ja. Ganz normal. Yeah, you mentioned before the different planes, right? How do you play between, how do you go from one and the other, and what their role is in the game? Es gibt also zwei Ebenen quasi im Spiel. Arcanus ist quasi Neutralzone und Mirror oder Spiegel. Das ist sozusagen der böse Zwilling, der higher in Mirror. Okay. And you have to actually buy a special trait when you choose your wizard in order to be able to begin in Mirror. But then the rewards are also also man kann sich auch von Anfang an quasi sagen, ich will in dieser Spiegelplane anfangen am Anfang und ist aber schwieriger. Wie man zwischen den beiden Ebenen wechseln kann. Zu spezielle Türme geht das. Oder eben mit Zaubern. Your units the ability to travel between planes. Genau. One of the things da sind Insektenviecher. Danke. I mentioned at the beginning is Wargames, right? You're one of the, I guess, emerging teams in the, and although you've got already two very solid games under your belt. Eines der aufstehenden Teams hier aus Polen quasi. Wir haben auch schon zwei Spiele da draußen mit VR1 und VR2. Und so what are your fans gonna be expecting? Das ist die Frage, was die Fans wohl von diesen Spielen erwarten können. So I can already see them going a bit crazy on our Discord channel. So luckily, I think they're happy that we're doing this. Ich glaube, die Fans sind wohl relativ froh, dass die das Spiel hier machen. Das passt auch, glaube ich, echt gut von der Art und Weise. Different in some ways, but there's so many similarities. So it's both Strategy games at the core. Es gibt da sehr viele Ähnlichkeiten. Es gibt eben den 4X-Elemente darin. Das ist beides Rundenstrategie. Very strong fantasy and magic core. Genau, der Kern aus Fantasie und der Magie ist auch sehr ähnlich wie bei 4. I was thinking about it today is the choice of wizards at the start of Master of Magic is actually quite similar in some ways to our gods in Theater. Genau, und auch die Auswahl der Zauberer hier am Anfang des Spiels ist relativ ähnlich wie das Konzept der Götter, den man sich aussucht am Anfang als Avatar von Trier. The units on the ground. So I think these will be the things that hopefully our fans will recognize. Und das sind die Sachen, wo sie auch die Fans von Muha sie hier wiederfinden werden im Spiel. Of what our plans are for the future of Master of Magic, but yeah, I think our fans hopefully will be happy. I'm sure they will. Da sind wir uns alle sicher, dass die Fans damit glücklich werden. On the other hand, of course, we've got Master of Magic fans. So we've gone through a lot of the stuff that already is the heritage of the game. What is it that you're trying or willing to change from the original Master of Magic? Genau, also was wollen Sie verändern im Vergleich zu dem eigentlichen Master of Magic? Question, but I think the first things that will become quite obvious is we've changed to hexes, so that's the big change. Genau, das wurde ja schon gesagt, dass Sie jetzt auf Hexes unterwegs sind, nicht mehr auf Quadraten. The UI, the artwork, so es gibt also die gesamte, alles was grafisch unterwegs ist, das ganze User Interface. Die ganzen Leute, die kommen quasi wieder aus dem Alten, aber es wird alles natürlich schöner aufgehübscht, auf ins 21. Jahrhundert gebracht. So we hope it will feel
like they come from the original, but they've got a kind of a modern twist. Ja, sie hoffen einfach, dass es für die Leute sich anfühlt, als dass sie quasi aus dem Original übernommen wurden, aber halt ein bisschen einen moderneren Twist bekommen. That's our addition that we hope is going to make the game really good. So Cash, our programmer, is working really hard on making almost every aspect of Master of Magic moddable. So genau, sie arbeiten hart daran, dass vieles von dem, was sie da implementieren, einfach mal modbar ist. Das haben wir natürlich immer gerne, dass die Spieler dann selber anpassen können. Ganz genau. Das ist ja richtig hier. Paulo, Marco sagt es genauso, wie ich sage. Ja, es ist super, wenn die Community die Spieler selber weiterentwickeln kann in eine eigene Richtung. I can tell for sure that somebody is probably asking. So where are you in the development schedule right now? I would say we're still in the pre-alpha stages. We hope to go into alpha. Sagt, dass sie momentan noch in der Pre-Alpha-Stadium sind zum Spiel. I think the next few months there will be rapid changes. Man denkt, dass in den nächsten paar Monaten allerdings da sehr viel sich bewegen wird. News to share. Und ich hoffe, dass es da viele Neuigkeiten geben wird, die sie teilen können. Say to either your community, because you see them excited, or to the Master of Magic community. Anything else? Any final word you want to share? Yeah, just to everyone who's excited about Master of Magic, I hope that we'll live up to the expectations, and we people that know us as Mucha know that we stay very connected to our community, and so we hope to meet you soon, the new fans, and hopefully together we can work to make this an awesome game. Ja, sie hoffen, dass wir gemeinsam, wenn wir auf Discord und so weiter schauen, dass wir zusammen dann arbeiten können und daraus ein sehr gutes Spiel zu machen. Ja, genau, das hast du mal erwähnt, dass du das die Aufgabe geholt, dass du das auch gespielt hast. Very, very soon. So, thanks for joining us. Okay. So you've seen Master of Magic. Das war Spiel 1. We're very proud, of course, of this one, and we wanted to start with something that, Ehrlich gesagt war ich darauf überhaupt nicht gehypt, weil es 10 Spiele gibt, die das ähnlich machen, die alle okay sind und auch neu, aber gut. Die habe ich auch alle erwähnt, die Spiele, die etwas ähnlich machen. Aber gut, wird sicher nicht schlecht werden. With Wargames means that we really care about the franchise. We really wanted to go with someone with a passion. Genau, und sie haben sich hier jemanden ausgesucht, der sich mit dem Genre auskennt und auch eine Passion dafür hat, das Spiel zu entwickeln, um das richtig zu machen. That's really the message we want to give about Master of Magic, and das ist das, was sie hier weitergeben wollten in der Form. A lot of fans out there will be pleased about the news. And talking about owned properties and owned IPs, the next game is a game that Slitherine has, nächstes Spiel. Is launching for the first time. It's a fresh IP. Okay, das ist eine neue IP, eine neue Marke, die jetzt kommt. Ganz neu. To discuss about this new IP, I'm going to connect with lead designer and executive producer James Carey. So, James wird uns darüber was erzählen. Hello. Big reveal today? Yeah, very exciting, very exciting. It's been a long time coming. Nächstes the Ding. title of the game is Scramble. Scramble heißt das Spiel. Right. So, so it's... Yeah, go for it, James. Sorry, yes, I don't know if you were going to do the intro, yeah. So it's Scramble Battle of Britain, and it's a simultaneous turn-based or WEGO dogfighting game set during battle. Ein simultanes, rundenbasiertes Dogfighting-Game, also mit Flugzeugen, ne? Spitfire. Und es geht um die Schlacht um Großbritannien. Oh, da gab es mal in der Vergangenheit echt was Geiles in der Art. Ewigkeit altes Spielchen. And then at the end of the match, you can review the whole engagement as one uninterrupted dogfight. Ah, man kann das Ganze am Ende quasi als ununterbrochenes Ding anschauen. Nach dem Match, nach dem einen. Ja, man will also wirklich ein Gefühl für die Dogfights geben. Empower the player with the ability to really decide what the strategic moves are. Aber auch dem Spieler die Möglichkeit geben, die strategischen Entscheidungen zu treffen. What are you trying to build with Scramble, and why is it different from anything else? Wieso ist das Ding hier anders als andere Spiele dieser Art? I've been making sort of offbeat indie games for a decade with a company called Big Robot. So we made So You're Being Hunted and The Signal from Tolver. But with Scramble, I wanted to reach like a core audience of Wargame fans that I haven't really been involved with since. Genau, so wollte quasi eine neue Art von Publikum hier mit erreichen, die Wargamer. Hat schon tatsächlich Erfahrung an Spielen gehabt, das ist ein Indie-Studio.
So Scramble's sort of mechanically quite novel, but thematically very recognizable. Thematisch sehr bekannt, aber halt von den Spielmehrheiligen soll es relativ neuartig sein. Erinnert mich in erster Linie so an Phantom Brigade von der Art und Weise her. Because basically I felt like the tactical space of a 3D volume of air was a bit underexploited. Because a dogfight is a sort of a very ja, stimmt eigentlich, was du sagst. Ne? Also das in 3, genau, das meine ich. 3D im was ein Strategiespiel in dem Bezug ist es ziemlich unbenutzt oder ziemlich frisch. Das haben noch nicht viele gemacht. Space combat game or flying the aircraft in battlefield or something like that. So you either get that or you get to control multiple units in an RTS or something like that. But the immediacy of the action can get a bit lost. And there are some good sort of dogfighting games around that sort of tactical dogfighting games, but they can feel a bit board gamey, a bit like you're sort of moving pieces on a board rather than flying the planes. And I wanted to feel like you were flying the planes, so like as if you're playing a real. Also er wollte, dass es sich lebendiger anfühlt, als wenn das so wie ein klassisches Boardgame ist, wo man diesen ein bisschen verschiebt oder halt. Ja, es ist halt tatsächlich von der Art her dieses Bewegungssystem wie bei Phantom Brigade. Really interesting because it just mixes a lot of different elements. We discussed this a lot when talking about the game and how much it was a simulation and how much it was as a tactical. Ja, und wie viel davon ist jetzt eine Simulation ist und wie viel davon ein taktisches Spiel? Es ist eine Mischung aus beiden, soll das quasi sein, ha? To maneuver the planes, but still give them the absolute sort of sense of playing a strategy game ultimately. Ja, also man will quasi dem Spieler hier das Gefühl geben, dass man eigentlich quasi die Flugzeuge quasi kontrolliert, aber ihnen trotzdem so dieses taktische, strategische Feeling geben, was man beim Strategiespiel hat. Like historically, there's been stuff like Homeworld, which I was a big fan of, but there's not a huge amount that kind of give you that full verticality. Genau, historisch gab es eben das Homeworld, was tatsächlich eins der wenigen Spieler, wo wirklich die Vertikalität auch drin war, das stimmt. Und das fand er eher gut und deswegen hat er sich gedacht, dass man das vielleicht übertragen könnte auf hier diese Art von Anzeigen. Es ist halt, es ist echt so, es ist wirklich Phantom Brigade, auch diese Schusscodes und so. Ich meine, ganz ehrlich, ich bin ja sehr skeptisch, weil dieses Simultansystem rundenbasiert, aber bei Phantom Brigade funktioniert das, weil es halt echt geil aussieht. Ne? Und ich glaube, dass wenn man das richtig macht mit der Grafik und so, dann kann es auch richtig nice aussehen. And everybody moves and shoots. So you get sort of planning, action, review going in a quick cycle. Genau. And it's that sort of rapid und es ist halt phases ticking over that keeps you on your toes. Because it's all happening against the clock. So you kind of got a limited amount of time to put in the. Ja, man sieht's da oben. Also man hat Zeitbegrenzung, wie lange man braucht da oben, wenn das getickt hat, ne, diese Null da oben. Genau, hier oben. Also man hat eine begrenzte Zeit, um seine Befehle zu machen. Was natürlich auch so ein bisschen die Action widerspiegelt, die so in einem Dogfight da drin ist. So you basically get sort of, this is a server setting thing, but you can get sort of by default 15 seconds sort of planning time per aircraft in your section. Normalerweise gibt man pro Flugzeug 15 Sekunden Zeit, die Moves zu planen. Pitch, roll, all the kind of flight surface controls you would if you were flying it as a real-time game. Krasser Dive hier. The flight path of your aircraft going. Voll verloren, ja, der erste Geschichte. In that limited planning phase, and then when the timer runs out, everybody's plans execute all at the same time. Genau, und wenn der Timer dann ausläuft, dann werden alle Pläne auf einmal dann exekutiert, beziehungsweise ausgeführt. Exekutiert bedeutet in diesem Fall was anderes. Der Typ da unten wurde exekutiert, würde ich behaupten. You can kind of keep sort of situational awareness of everything that's going on without kind of completely losing your mind about all the different things. So once you've got sort of 3 or 4 aircraft on the go, that's kind of a lot of moving parts. And you can control more, and you can sort of buddy up with other people, so you can have co-op where, say, like you might have es soll auch einen Co-op geben quasi. And we might have a bomber intercept mission, and so you might go off and tackle some bombers whilst I'm keeping the 109s off your back with the Spitfires. Okay, also es soll quasi so einen Co-op geben, dass jeder so ein bisschen quasi auch größere Engagements gibt, nicht nur diese kleinen Dogfights, sondern dass jeder dann eine eigene Staffel übernimmt mit verschiedenen Aufgaben. Nicely. So, what's the focus? Is it multiplayer? Is it to create this dynamic? Soll es ein Multiplayer-Spiel werden? Ist das der Fokus auch, oder? What's your vision of this? Yeah, I mean, so there are squadron management elements, and there is. Es gibt auch also Schwadronenmanagement-Elemente in der Kampagne, wird es auch geben. Sequentially difficult missions into mit Missionen, die sequenziell schwieriger werden, eine ganz normale Kampagne.
and on kind of building your squadron to fight other squadrons, and you kind of have like attrition and squadron management that you can customize your aircraft with, and you Also man kann auch die Piloten kriegen bessere Skills, die kann man verbessern, man kann die Flugzeuge customizen. A sort of multiplayer match-based focus game. Es ist eigentlich ein Multiplayer-Match-based Fokus, also dass man dann quasi die eigene Staffel managt und die halt baut und dann gegen andere spielt. Scenario building sandbox. Right. How long do you think a game will last? Is it that fast paced that it Ja, wie lange so ein Match dauert? What's the pace you're intending? Sort of 20 minutes is the kind 20 Minuten ist so das Ziel. For an average engagement, because Für so ein durchschnittliches Engagement. Very discrete chunks of time. The planning phase 15 seconds and then the action phase is. Ja, genau, das ist ja alles ziemlich beschränkt, ne? Also mit den 15 Sekunden, ne? Und die Aktionsphase ist immer ein paar Sekunden hinterher da. Und danach steht alles wieder ein. Genau, und wenn man das eigentliche Engagement am Ende anschaut, dann dauert das halt nur ein paar Minuten nur. Das ist an sich echt ein cooles System, ne? Muss ich sagen. Das würde mich echt mal interessieren, auch im kompetitiven Bereich dann. James, if you can say anything about that, or if you want to keep that under in secret, just feel free. So yeah, we're sort of out of alpha now. I guess we've got Sie sind quasi in der Alpha momentan. Probably Q1ish, maybe something like that. Vielleicht Quartal 1 2022. I think that when you start something this new and you have to test a lot of systems, it's not something that's been proven or anything. It's something that's so brand new that you really have to test it thoroughly to make it happen and to make it fun. So you mentioned before, ja, richtig, 15 seconds. Das System, wenn man das auf Phantom Brigade ausbauen würde, quasi, dass man da einen Multiplayer hat, wo man mit Squadrons von Mechs gegeneinander kämpft, auf die Art und Weise stelle ich mir das auch super geil vor. Also das ne? Ich glaube, das hat sich aus. Es gibt ja mehrere Versuche, diese Spiele, dieses simultane, rundenbasierte und gleichzeitig ausführen. Das kann man mal besser, mal schlechter machen. Ich finde das wichtig, dass da halt Eye-Candy dabei ist. Und das sieht bei dem Spiel so aus, als sei das so. Es ist natürlich ein bisschen monoton, weil es halt nur Flugzeuge sind und man fliegt da am Himmel, ne? Aber verschiedene Variablen kann man auch quasi anpassen, ne? Welche Höhen, Positionen, alles Mögliche. Bekomme ich Lust auf Warfare, ja genau. The kind of conditions that you want to play, whether or not you're playing with sort of a 2v2 or even a 1v1 dogfight, if that's the kind of thing you want to do, or if you want to have a larger scale match. Also man kann auch viel mehr customizen, ne, wenn man dann möchte, und auch mit bestimmten Objectives spielen, also quasi so ein Szenario-Edit oder sowas in der Art, ne? Man kann dafür das auch einstellen, wenn man das auch ein bisschen historischer halten möchte oder sowas. Kann man also auch, ne? Also do just straight dogfights that are kind of more a sort of deathmatchy type thing. So we're all about kind of giving the player the tools to create the kind of scenarios they want to. Genau, sagt das, was ich eben gesagt habe. Sie versuchen den Spielern einfach die Werkzeuge in die Hand zu geben, die Szenarios zu kreieren, die sie haben möchten. Ja, genau, und das erzählt er auch, ne, dass man Decals und so weiter draufpacken auf die Flugzeuge, dann die man selber unlockt. Und so verschiedene Camos, die man draufpacken kann. Without having to share any texture data or anything like that, because it's all sort of procedurally generated through the shaders. So you can actually customize your aircraft with sort of bespoke camos and know that the other players will see that stuff without having to download anything themselves. Ist ja geil. Das ist auch so ein System, wo die anderen auch nichts downloaden müssen, wenn man das customized. Dass die alle das trotzdem sehen, das ist natürlich top. You're taking a lot of attention, giving a lot of attention to how usable and user-friendly the game is, because it really screams for, a game, being a game that is really trying to target a very wide audience, although being, very specific in the subject. Das ist auch so ein Spiel für ein sehr weites Publikum, obwohl es sehr spezifisch im Scope ist, was es gerade ist. Und das sind halt Luftkämpfe. And we've taken it to shows. When I had the original prototypes, we took it to shows, and people were very kind of keen to pick up and play and experience this kind of relatively novel mechanic. And it all kind of works quite nicely. But the key thing is conveying quite a lot of complicated information. Ja, genau, das ist nämlich der Schlüssel, dass man eigentlich ziemlich viel komplizierte Komponenten eigentlich gut überbringen muss im User Interface. Das ist natürlich eine Herausforderung in dem Fall. Vor allem, weil viele Leute kommen ja schon nicht damit klar, wenn es vertikal auch abgeht und nicht nur auf einer Plane. Deswegen sind so viele Spiele auf einer Fläche.
ruthless in the amount of data that we reveal. And we sort of build. Sieht auch sehr clean aus. Also ich finde, bei den Spielen passt jetzt ganz gut, dass das Interface auch sehr clean ist. Because we have sort of component damage on the aircraft as well, so like you can blow an aileron off. Es gibt auch Komponentenschaden, also man kann auch Ailerons und sowas zum Beispiel wegballern, ja. Und das tut quasi auch dann eben beeinflussen, wie das Flugzeug fliegen kann. Genau, also man sieht das dann dementsprechend am Flugweg, den das Flugzeug zurücklegen kann. You're just flying the plane, it's just that everything's frozen and the ghost line that projects shows you where that plane will go. Ja, genau, das mit diesen Lines, die es zeigen, wo es, und das haben wir ja so ähnlich auch bei Phantom Brigade genauso. One of the cool things about you being fully part of the team, it means that we can bother you a lot of times for updates in the next few months. So expect to be recruited for tea times and ja, wahrscheinlich wird es auch in den nächsten Monaten dann in den Tea Times, die es halt bei Slitherine gibt, dass da mehr gezeigt, weil er zum Kernteam auch dazu gehört, dass sie ihn da immer dazu holen können. Da wird es mehr Infos geben. Ja, das sieht echt interessant aus, das Spielchen, muss ich echt sagen. Also, hab ich jetzt noch nicht erwartet, aber ist gut. Task Force. So, thanks for joining, James. Thanks, Marco. Bye. Vor allem, wenn es so kleine Gefechte mit Multiplayer-Komponenten sind, dann as I said, we are about 50% through the new announcements. One of the things that we said in the initial part was that we have at the moment 16 unannounced projects. Genau, sind momentan wie 16. Das ist also kleiner der Projekte, die noch nicht angekündigt sind. Jetzt sind wir bei 14, jetzt noch 2 weitere. Ja. Some outstanding and really aspirational project. Okay. It's a game that we are proud of having because it really is a testament of how sehr stolz darauf, dass sie das Spiel haben. Trying to embrace new subjects. Weil es zeigt, wie sie neue auch Echtzeitstrategie, ja, okay. Deswegen, okay, ja, Echtzeitstrategie wollen sie. Also neue Leute reinholen quasi. Cool things about this game that we're going to discuss. Ich bin mal gespannt, was das ist, ey. The development studio. But before we get to that, let me run a trailer. Bitte kein historischer Titel. So, alles wurde in Engine gemacht, okay. Es ist doch was mit Schiffen. Okay. Und moderne Schiffe. Luftwaffe. Auch Bodenkämpfe. World in Conflict 2, so weißt. Top Gun. Also wenn es sowas wie Generals ist, ne, CNC, dann gehe ich aber durch, ne? Ich glaube, von der Skala sieht das fast eher so aus wie die Steam Division Spiele, so in der Art. Nur halt modern. Also wie die Wargame. Sieht auch nicht nach Basisbau aus, wenn du mich fragst. War das die Russen? Broken Arrow. Real-time tactical modern warfare to the next level. Okay. Also sieht schon mal sehr interessant aus alles. Well, welcome Broken Arrow. This is one of the moments I would really love to be in the chat, see what's happening, and I really just desperately want to check what is happening and what you guys are saying. Broken Arrow is an exceptionally ambitious project, and to discuss this project, I have with me Félix Habert,
from France. Hello, Felix. Hello, can you hear me? We can hear you fine. Dann erzähl mal, Details bitte, Details. We have both Felix and his beard with us today. And Felix, welcome. And I think this is a very, this trailer represents very well the ambition of the project. But ja, dieser Trailer zeigt die Ambition des Projektes. Can you tell us about, how genau, erzähl überhaupt mal, wie kamst du überhaupt zu diesem Projekt? Who are you? Und wer bist du überhaupt, Felix? Yes, absolutely. So this project started 3 years ago with a team of passionate wargamers who gathered their skill around one dream, make their own game. Passionierten Wargamer, die eigenes Spiel machen wollten. This is my dream as well. Das ist auch sein So I'm creative director at Still Balalaika Studio. Before that, I've been working for 8 years as game designer, including 6 years with Eugen Systems, the creators of Wargame. Die haben mit Eugen Systems 6 Jahre zusammen als Game Designer, okay. For my part, I've been joining the project Broken Arrow 2 years ago. And since then, das ist mal schon, wer der Wind weht war. A long way. Das ist wahrscheinlich so das echt wie Wargame 4 oder 3. Designers working during their free time to now a full team working full time. So, sie haben sich als Part-Zeit-Leute getroffen. Am Anfang haben das gemacht, jetzt arbeiten sie aber als Vollzeitentwickler. Community Dream, becoming a das ist ein Community-Traum, der hier Realität wird. A real project. Ja, mehr Details bitte, mehr Details. It's also unbelievable that such a cool looking feat is done by community members that decided to gather together. Now, of course, the team is more structured, but it's a great feat on its own. Felix, because this is a brand new thing, so I would like you to just frame the project, what it is and was ist das Projekt genau? Was ist der Scope und worauf wollen wir hier hinaus? Yes, absolutely. So, Broken Arrow, it's a real-time tactics game. Echtzeit-Taktikspiel. Set in a realistic modern warfare environment. Realistischen, modernen Kriegsschauplatz. Sie wollten einen Sweet Spot finden zwischen Action und Simulation. Es gibt eine ziemliche Lücke zwischen diesen zwei Arten von Videospielen. Ja. Es gibt eine ganze Menge Leute, die Realismus mögen, aber Action auch gut finden. Ja, genau, so wie ich zum Beispiel. Ich finde beides gut. Und zum Beispiel wollten sie auch machen. Also jeder verdient gute Grafik und sie wollen nicht das eine für das andere opfern. We don't make an action movie, we don't make a documentary, we make a war movie. Genau, wir machen kein Action-Movie, wir machen kein Doku, sondern wir machen halt einen Kriegsfilm sozusagen, ja. Und es geht darum, dass quasi diese zwei Sachen zu verschmelzen, also Action und Simulation und gute Grafik. So that's what we are aiming at. So ein Call to Arms, ja genau, so it's hard when you start talking about the project because I can imagine, people have a lot of questions. So I'm going to try and make, all the right questions to lead the players to understand what Broken Arrow is. So number one is combined arms, right? So you're looking at combined arms, also that represents this verschiedene Waffen, Luftwaffe, cohesive way. Boden und Seestreitkräfte. Absolutely. Well, Zusammenarbeit. Usually when you talk about real-time tactics, you're thinking about normalerweise, wenn man über Echtzeit-Taktik spricht, denkt man an kleinere Skala, ein paar Soldaten, vielleicht ein paar Fahrzeuge. Hier sprechen wir über eine sehr große Skala, hunderte Soldaten, an große Karten, mehr als 100 Quadratkilometer Karten, sehr mächtigen Zoom, wo man ganz weit rausgehen kann. And also a very large, in fact, a very precise level of detail. So this zoom, aber auch einen sehr, sehr genauen, einen sehr, sehr guten Zoom, der sehr viele Details zeigen kann. Also wie bei Wargame quasi, ganz weit raus oder ganz weit auch rein. We have a lot of them.
Es gibt eine ganze Menge verschiedene Einheiten, Infanterie, Fahrzeuge, Luftwaffe, Flugzeuge, und man kann die auch sehr anpassen. Man kann auch das Loadout auch verändern für Helikopter und für Flugzeuge. Genau, und hier, ne? Seht ihr MG, Waffe, richtig da oben, ne? Oder hier, welches Armor-Package man nimmt, ne? Das scheint hier irgendwas ERA-mäßiges dran zu sein, ja. So yeah, what we do is really very large scale and very high level of detail. Also sehr Riesenskala und sehr hohes Level an Details. For the large scale, we have tactical nukes, we have airdrop. Es gibt auch taktische Nuklearwaffen, Fallschirmjäger, wir haben amphibische Landungen. 300 meters long ship, things like that. So yeah, both large and detailed. That's the two key elements. Of course, die eierlegende Wollmilchsau. Very clearly, it's a modern setting. Why did you choose that setting, and what do you think genau, es ist ein modernes Setting, ganz genau. Subject, which is, completely different from other settings you might have chosen, right? Was ist daran am schwierigsten an dem Setting? Well, for me, the first, I as a player, I would say the first reason to choose modern setting is that it's missing. Als Spieler würde er sagen, dass es gibt sehr, sehr viele echte Strategiespieler, die in diesem modernen Setting sind, die sind sehr selten. Und er findet das super interessant. Da gibt es halt wirklich nicht viele, das stimmt. Und was sie präsentieren, ist so ein potenzieller Krieg des 21. Jahrhunderts, also mit alles Hightech vom Neuesten. Die mächtigsten Waffen, die mächtigsten Panzer, die mächtigsten und weiterentwickelten Flugzeuge. Die ultimative Power Fantasy. Das Einzige, was sie limitiert, sie gehen nicht zu krass in Richtung Informationskriegsführung. Da gehen sie nicht so drauf ein. Genau, also jetzt gar nicht so sehr auf Stealth, sondern halt so klassische Kriegsführung. Klassische Waffengattungen, vor allem Panzer, Artillerie, Infanterie, Flugzeuge, aber halt in ihrem am meisten fortgeschrittenen Status, also auch Drohnen. A drone is like a plane in its use by the military. So yeah, that's why we chose this setting. It's really interesting, and I don't know, these are dream machines, so maybe the helicopters flying around, these things. Myself, I wanted to be a helicopter pilot, but I'm short-sighted, so that wasn't possible. I love helicopters. Also das Helikopter ist auch ein Spiel, der wollte selber Helikopterpilot werden, aber er ist kurzig, deswegen ging das nicht. Yeah, one of the things I was saying at the very beginning of this is that our business, our industry is driven by the passion, and we can clearly see that. Dass unser Business durch Leidenschaft natürlich getrieben wird, und man kann natürlich bei ihm auch sehen, dass er das liebt, was er da macht. When we were trying to chat about what were the relevant points for this interview was, you owe a lot of kudos to your community. Talking about passion. Is there anything you wanted to say to them? And how do you start talking to them? How did all that community project start? Ja, wie startet dieses Community-Projekt überhaupt? It started from a team of players. Startet von einem Team aus Spielern. Who was like a gaming community with more than 1,000 players. Mehr als 1000 Spielern. And it expanded, and this project I wasn't there at the very beginning. I joined 1 year after the beginning. Genau, er kam ein Jahr nachdem es begonnen hatte. Because of all these people talking about the game, and that was really the key of our success. We moved step by step by communicating through these people. Also im Prinzip ist es wahrscheinlich so eine Fangemeinde, Leute, die Wargame gespielt haben, alle haben gesagt, wir wollen es noch besser machen und cooler und mit neuen Waffen. People working with us joined the team, including Slitherine, who I'm sure heard about the project by browsing the post that some people from our Discord server posted somewhere on the internet, and that's how the team formed.
over time. It took time, but now we're here and Jetzt kommt Tobi wahrscheinlich so für das allerletzte Spiel, was angekündigt wurde. Jetzt kommt dann das Warhammer 40k-Spiel hoffentlich dann gleich. Du Master of Magic hast du verpasst. Du hast ein simultanes rundenbasiertes Dogfight-Spiel. Das hätte dir vielleicht sogar gefallen. Und das hier ist jetzt so eine Art Wargame 4. Broken Arrow, at the genau. moment we are still at an early phase of development. This is already good looking, but wir sind momentan in einer sehr frühen Phase, momentan der Entwicklung. Es sieht auch schon alles ganz gut aus, aber genau, es soll da so mindestens ein Jahr dauern. Mindestens noch ein Jahr der Entwicklung. We're working much faster because, as I said, it's been 3 years that we work on that, but ja. Jetzt arbeiten sie zwar viel schneller, weil sie zuvor dann immer in der Freiheit nur gearbeitet haben. Jetzt sind sie Vollzeit unterwegs. Nein, ja. Sieht doch schon mal, wie gesagt, es sieht sehr vielversprechend aus. Ne? Und auch die Skala, ne? Das ist halt mit taktischen Nuklearraketen und so. Schon. Da sehe ich die Gentlemen auf jeden Fall auch abgehen hier bei dem Game. But we'll see soon, and we'll have you soon on one of our next streams to update us on how the game is being developed. Is there any final word you want to say? Is there anything else you want to say to the community or to letzten Worte, die noch loswerden will? Well, yeah, I would like to thank the community who supported us, because, as I said, it's by showing interest for the project and talking about it around that we met the people, we met Slitherine. They helped, they made the dream come true. We also had bedankt sich natürlich für die Community und bei Slitherine, dass sie quasi das and this is not enough to pay a team, but it gave us enough motivation to go on. Dass sie unterstützen, dass sie es ihnen erlauben. Schon gleich so gleich kam noch nichts näher. Also entweder das kommt jetzt noch oder es kommt noch was anderes. Big thank you to all these person who believed in us, because we wouldn't be there without them. And yeah, to continue to support the project, to continue to support the game, that's the best thing to do, to keep talking about it. Battlesector war aber schon. That increase visibility, and that makes a very successful project in the end. Thank you, Felix. Thank you for joining us. Und jetzt dann bitte das Warhammer 40k-Spiel, ja? We are super happy and excited about this project. And as I said, you couldn't have more diverse. So, also wir haben jetzt Echtzeit gehabt, wir hatten Rundenstraegie. Er hat noch irgendwas von Distant Planets gesagt, ne? Also irgendwelche Planeten noch. Also I am, almost like. Warum nicht ist dieser Planet Armageddon? Naja, oder gleich. Kleines Prime kann es auch sein, ne? Before das Sanctus Reach. Final reveal, I would like to have Ian with me for one last chat. Jetzt vor dem letzten großen, vor dem Reveal nochmal mit Ian McNeil. Period preparing this event, and there's a lot of energy going on to put together all the builds. I know we talked about the builds earlier on with Ian, putting together the materials and so on, and setting up everything. And we want to thank also the community of players who follow us every week at tea time, but also in other occasions. We have a very sich bei euch Spielern, bei der Community, dass ihr so eifrig quasi followt und sich die Streams anschaut von Slitherine. Und die geben, ihr gebt ihnen die Motivation, auch diese größeren Events hier durchzuführen. The community, this kind of thing. And next time I swear I'll have a chat. Und aus einer weiteren Galaxie, sehr genau. Genau, it's going to be like, more normal than this. But we really wanted to make something that, sets the tone for the future Slitherine. So, Ian, sorry for having you wait. Welcome back. Oh yeah, Marco, it's been great. We were talking earlier about delegating and not really knowing everything that's going on. Some of the stuff that got released today I hadn't seen before. The Broken Arrow trailer. Oh, that was amazing. I know the game because we did the contract and reviewed it. Er kennt das Spiel natürlich, aber er hat den Trailer, glaube ich, auch noch nicht gesehen hier. Get passed on to somebody else to manage, and because there's so much going on, we didn't get a chance to see all the materials. But some of the stuff, the Scramble looks amazing. The trailer for Broken Arrow was awesome. Masters of Magic looked great.
the whole atmosphere was just brilliant. What Mover are doing. Ja, das ist alles toll. Ja, die ganze Atmosphäre war eigentlich wunderbar it's really und die Spiele sehen prächtig aus. Because there's so much going on, it's informative for us, not just for people outside the company. Ja, weil so viel los ist und so viel delegiert wird, ist es natürlich auch für Leute hier intern interessant, alles mal zu sehen. So. Because I think the numbers have been pretty good. I think you've got some pretty high viewer numbers coming in from all the restreams, which is really, really positive. And one thing you said about the passion for these games, the reason that these games work and that we can do what we do is that the passion that these teams have. You can't create these teams. You can't come along with a chunk of money and an idea and then create a team from nothing. You need those really talented, passionate people in there, and then you can invest in them when you find them. Ja, genau. Du musst die leidenschaftlichen und guten Leute finden und kannst dann in sie investieren, aber du kannst ja einfach Geld hinschmeißen und sagen, hier, jetzt ist die Idee und macht mal. Das funktioniert halt nicht. This is exactly, one of the points we want to make. We had something like 50 different Twitch streamers, contributors, content creators, hosting us today, hosting our stream, commenting, doing live commentary. Some of these are all-time, friends and people that stream on our channel regularly. It's impossible to thank them all, but and we also had some bigger channels hosting our stream today. We had the GameStar guys. In Germany, Every Eye Multiplayer, and IGN in Italy, and more. I'm going to forget someone, and someone is getting very upset now. But it's a testament of how growth is important to us, but also how we want to grow it in a solid way, and being sustainable for us. How is it that after all these years we are releasing or re-releasing Master of Magic? It's unbelievable to me. Ja, unglaublich nach all den Jahren, dass sie jetzt quasi really Master of Magic nochmal releasen. It's such a great game. I spent countless hours playing it. Back then, never dreamed we ever get hold of that license and being able to redo it. Ich fand es klasse, dass sie die Lizenz bekommen haben und das nochmal machen konnten. It was a great opportunity. We were surprised that Atari had misplaced all the source code, so that made things slightly more complicated. But even so, Atari hat den ganzen Source Code, den Quellcode verloren. Das hat es ein bisschen komplizierter gemacht, deswegen mussten sie alles von neu machen. But yeah, some of the opportunities we're having now, success breeds success. Things last few years have been going really well, and it just makes it easier to do ja, die letzten paar Jahre dagegen lief nämlich echt gut fürs Leveln, das stimmt. Das macht alles natürlich dann einfacher. One last thing, as they say. Eine letzte Sache, ja. We are going to announce a game and nothing else. We're not going to say anything else. Nein. It's a 1-minute thing. You're gonna see now. We were talking about mixing original IPs and new games and licenses. We work pretty successfully with Games Workshop. With pictures for Starship Troopers. We've worked successfully with NBC Universal. What do you think is the role of a license these days? Wie wichtig ist eine Lizenz denn heutzutage? And for us specifically. Und für Sie jetzt ganz spezifisch, wie wichtig ist eine Lizenz? Es gibt einige Dinge, die die Lizenz natürlich erfüllt. Ne? Es gibt eben die Hintergrundgeschichte. And so it puts limitations on you because you have to fit with that backstory, but sometimes those limitations force you to be creative and find interesting solutions to problems. And so that whole backstory and that framework that it comes with and all of those units that exist, for example, because our games are based around building units and tanks or vehicles or Spiele sind natürlich darum gebaut hier mit that really helps. Dem Bauen von verschiedenen Sachen, von Einheiten und das heißt, sie haben halt eine Basis für. Man muss sich nicht alles selber ausdenken. Weil bei Warhammer 40k hast du quasi das Modell schon vorgebaut, musst du nur nachbauen. People understand what World War II is, and it's easier to sell them a game on World War II than it is to sell them on a period of history they don't know about. Ja, es ist so einfach, ein Zweiten Weltkriegsspiel zu verkaufen, ne? Wenn über den Krieg, den keiner kennt. Weil die Leute, die wissen schon, was sie kaufen, wenn sie halt die Lizenz dann sehen entsprechend. So it's all those kind of things together that really help to make licenses a really valuable kind of tool in the box for us.
Senken Sie die Lizenzen, aber ein sehr wortvolles Tool. It's the moment to go for this. So before we get to that, and everyone is ready for that. I'm going to run to see what's happening in the chat. But thank you guys. Thank you, Ian, for joining us again. Okay. Thanks everyone for making our afternoon very special. And I look forward to seeing you on Thursday at tea time. It's going to be a new phase of tea time, I guess, with so many new followers, subscribers, people interested in what we've just announced. And, it's our time to say goodbye. So, es ist Zeit jetzt Tschüss zu sagen, ja? Make sure you macht sehr spannend, ja. Macht sehr spannend. Sure see you at the next Home of Wargamers live showcase. Goodbye. Ja. Eine gute Nacht, jetzt den Trailer, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt, ey. Nein, Stargate? Was? Oh mein Gott! Nein! Alter, das ist ja der absolute Hammer. Erst haben sie Starship, was ist jetzt Stargate. Ist auf jeden Fall besser als der 10. Gladius Rassen-DLC. Gaius wird aus dem Häuschen sein. Timekeepers. Stargate Timekeepers. Aber wir haben ja keine Ahnung, was es ist. Nicht die geringste Ahnung. Oh Mann. Okay. Da kommt jetzt noch was. Kommt jetzt noch was? Man weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, ja. Das ist, ja. Stargate. Wow. Das ist natürlich hart. Das gab es ja auch nie. Also als nächstes kommt eine Babylon 5, ne? Die können es ruhig weiter so machen. Ich find's großartig. Ja, krass. Aber halt, ne, schon Strategie, Echtzeitstrategie, X4X, keine Ahnung. Ich meine, da kannst du halt auch alles machen mit der IP. Du hast ein riesen Universum. Ich bin auch gemunkelt, dass eine neue Serie rauskommt. Und du sagst, keine Ahnung, aber ja, das würde ja dann passen. Das würde dann wahrscheinlich sehr gut passen, ehrlich gesagt. Dass das Ganze wieder ein bisschen Auftrieb bekommt. Ah. Oh mein Gott. Ah. So, lass mal hier ein bisschen die... Ja, dieser Bildschirm. Ich muss den mal hier wegmachen, weil der starrt mich hier zu sehr grün an. Deswegen verschwindet mein halbes Gesicht hier. Wissen wohl noch ein Stern. Was brauchst du mehr? Chris Jenks, es soll da was erzählt haben, dass was Neues kommt. Honor Universe war ja auch mal ein Spiel angedacht. Ja, ich glaube, da gab es irgendwelche Lizenzprobleme, ziemlich krass, ne? Aber ja, haben wir es geschafft für heute, würde ich fast sagen. Ich bin auch redetechnisch jetzt auch schon wieder ziemlich am Ende nach den 4,5 Stunden. Also zusammenfassend, ne, von den neuen Spielen, das Scramble sieht schon mal ganz geil aus, das Broken Arrow, ne, Wargame 4, auch sehr vielversprechend. Was auch immer das Stargate-Spiel wird, das ist die Frage. Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Okay, meine Lieben.
Am Ende ist es ein Mobile Game wie Diablo. Ja, das wäre schon ziemlich hart, aber da glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Ich glaube, das ist so ist ja Activision, ist ja noch nicht mit an Bord hier. Ja, da können wir, glaube ich, noch hoffen, dass es passt. So, das ist keine Warhammer 40k-Titel. Tja. Ja, ich habe es ja fast schon befürchtet, weil Fury Software immer noch echt mit den ganzen DLCs für Panzer Corps 2 beschäftigt ist. Die wollen ja jetzt tatsächlich den ganzen Krieg durchexerzieren, jedes Jahr. Da haben sie noch ein paar Jahre vor sich. Und wahrscheinlich können sie danach erst zu was zu Armageddon machen. Oh, ich bitte. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr dabei wart heute. Tag war tatsächlich, glaube ich, sogar ganz durch von vorne bis hinten. Ja, haben heute mal wieder nebenher auf Twitch gestreamt. Das wird allerdings natürlich nicht so bleiben. Wir bleiben weiterhin auf YouTube, weil das einfach viel mehr Sinn macht. Also falls ihr auf Twitch schaut, ne? Ja, kann ich euch nur einladen, in die YouTube-Livestreams reinzuschauen. Und da kommt ja dann morgen der nächste. Ich will die ganze Zeit, morgen machen wir X4, also wahrscheinlich heißt das. Morgen ist es wahrscheinlich X4 mit dem Thema Early Access und Crowdfunding. Und ja, die nächsten Tage müssen wir mal genau gucken. Ich habe da so einiges am Start. Rentenabprogramm, ja. Ja, also wegen morgen bei X4 können wir natürlich auch viel mehr quatschen, vielleicht auch ein bisschen mehr über die Eindrücke von heute noch. Ja, bleibt für mich nichts anderes zu sagen, als mich zu verabschieden. Ich muss jetzt noch die Kapitel einstellen für das Video. Und ja, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Toran.